So, hallihallo, da bin ich mal wieder, Barclay Gaming hier und da sind wir wieder mit Star Trek Voyager Across the Unknown. Geht's wieder weiter? Wir sind am Ende von Sektor 10, gestern gewesen, sind eigentlich durch, wechseln jetzt dann gleich in Sektor 11 und legen los in Sektor 11 und schauen uns das an, was da los ist, ne? In Sektor 11. Und zwei Quests sehen wir schon wieder. Ich gucke mal hier, DLC, wir landen in Sektor 11. Und da gibt es wieder zwei Deluxe-Quests exklusiv hier in Sektor 11, nämlich Friendship One und noch eine blaue Quest, der gute Hirte, Sektor 11. Und was ich da unten sehe, drei neue Technologien. Den Vinculum Antivirus haben wir schon bekommen in Sektor 8. Und hier sieht es aus, als wenn wir das Relikt der Friendship One hier in Sektor 11 bekommen. Und Subraumreaktive Teilchen, weiß ich nicht, könnte sein, dass das vielleicht beim guten Hirte rausspringen könnte. Ich weiß es nicht. Aber ja, mal gucken, ne? So, dann, ja, gucken wir jetzt mal rein da. Machen wir weiter da. So, Spiel fortsetzen. Was hat er denn da gespeichert? Automatisch Speicherstand laden, oder? Ah, ne, das blicke ich auch nicht mehr durch. Was habe ich denn da gemacht am Schluss? Ja, jetzt bin ich überfordert. Sektor neu starten auf jeden Fall nicht, ne, klar. Manuellen Speicherstand, Spielstand fortsetzen. Der Stand eines neuen Spiels, der Neustart eines Sektors. Was willst du von mir? Spielstand überschreiben? Nee. Ich will dann automatischen Speicherstand laden. Manuellen Spielspeicher. Hab ich manuell gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Nee. Oder habe ich ja manuell gespeichert? Automatischen Spielstand laden? Ja, wird schon passen, ne? Der automatische muss ja der letzte gewesen sein. Da war ich ja durch. Warte, bis die Crew vom Landurlaub zurückkehrt. Wie? Ach so, haben wir da noch ein paar Landurlauber oder was? Wir sind eigentlich hier durch. Guck mal die Sektoren an. Da ist keine Quest mehr offen, der Käse ist gegessen. Genau, hier ist nichts los. Da sind wir überall durch, wir sind im blauen Nebel gelandet. Da ist absolut nichts mehr los. Jawohl, das ist alles nur Material zum Holen eventuell. Was ich aber nicht brauche, wie man oben sehen kann. Ich bin ja voll bis zur Oberkante. Da brauche ich nichts. Energie ist gut. Da sind wir auch voll bis zur Oberkante. Da sind wir auch voll. Ja, überall voll. Überall voll. Voller am vollsten. Wir gucken mal hier, da Moral 28 plus. Alle Crews-Quartiere sind voll. Neue Mitarbeiter haben wir hier gerade. Dong Miserablo 3807 Eine sagt Gilmore. Hi Barclay. Hallo, guten Abend, Don. Grüß dich. Kein Motorfest heute. Da bin ich schuld. Entschuldigung. Morgen ist Motorfest angesagt. Ich habe verschoben. Und Mugen hat dann eben mitgemacht. Der hätte aber heute selber streamen können, wenn er gewollt hätte. Also morgen. Warum heute? Morgen, weil, ja, ich will heute Star Trek machen, weil ich habe gestern keins gemacht und vorgestern keins. Habe nur noch zwei Sektoren zu machen, will ich noch abschließen. Dong Am besten diese Miserablo Woche. 3807 sagt alles Ja, klar. na, okay. Danke fürs Reinschauen trotzdem. Dann bis, entweder guckst du noch wegen, ansonsten morgen ist Motorfest. Geplant ist 19:30 Uhr, geht es dann los morgen mit dem Summit. Mit Mugen zusammen dann wieder. Ja. So, Maria Gilmore ist neu. So, und dann, jawohl, wie sieht es aus mit Entwicklung? Da läuft was. Die Antimaterie 4 Runden. Also machen wir die 4 Runden noch schnell fertig. 1, 2, 3, 4. Und der Landurlauber, Leute, müssen ja auch zurückkommen. Na, die Landurlauber müssen auch wieder zurückkommen. Aber mir wählen noch schnell hier was aus. Unnötig was verstreichen lassen, macht ja auch wenig Sinn, ne? Haben noch ein paar Landurlauber. Was haben wir hier? Deuterium, Abfallreduzierung. Ja, kann man machen. Energieverteiler, Effizienz. Oh ja, der Krankenstation. Das ist doch neu. Das machen wir doch. Genau. So, also. System, was? Landurlauber, 4 Runden, noch 1, 2. Viele Zeitsektor, ja, ist mir klar. 3, 4. So, die Landurlauber sind zurück. Wir haben hier das Energieverteilermodul 11 verbleibend. Wenn man den Sektor wechselt, geht es weiter mit der Entwicklung? Ja, bestimmt. Muss ja, muss ja. Muss ja. Gut, dann haben wir das alles. Haben wir hier noch was? Ah, brauchen wir nichts. Also gut, dann sind wir ready, steady, go und let's go in the next sector.
Sektor 11, der vorletzte, und dann ist das Spiel vorbei. Persönliches Logbuch Lieutenant Tuvok. Ich wurde vom Captain und Seven of Nine über einen unbefugten Kommunikationsvorgang in Kenntnis gesetzt. Offenbar stellten andere Borg während des Regenerationszyklus von Seven of Nine eine mentale Verbindung her. Sie behaupteten, eine einzigartige Mutation habe zu einem Zustand des Erwachens geführt. Sie ersuchten die Voyager um Unterstützung. Meine erste Sichtung sämtlicher Föderationsdaten bezüglich des Borg-Kollektivs ergab keinen dokumentierten Präzedenzfall für eine solch spontane Mutation. Gleichwohl scheint der Delta-Quadrant eine Präferenz für das Etablieren neuer Präzedenzfälle zu besitzen. Die taktischen Risiken sind evident. Die Voyager hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Borg-Königin provoziert. Die Möglichkeit, dass dies eine kalkulierte strategische Täuschung darstellt, ein gezieltes Bestreben nach Vergeltung, muss in Betracht gezogen werden. Wir müssen von einer hohen Wahrscheinlichkeit für feindselige Intention ausgehen. Ergänzend werde ich eine umfassende Diagnose von Seven of Nines Regenerationsalkove veranlassen, um zu verifizieren, ob... Logbuchaufzeichnung unterbrochen, warte auf weitere Eingabe, das ist einmal so. Die faseln und hören hier das Babbeln auf. Hä? Wie geht's da weiter? Gar nicht. Komisch. Das ist irgendwie komisch. Das ist verbuggt oder das war schon ein paar Mal so. Das hört hier auf und geht nicht weiter. Wenn man schließen drückt, ist Feierabend. Da kommt auch nichts mehr. Na gut, dann machen wir halt hier weiter mit dem Tom Paris. Persönliches Logbuch Lieutenant Tom Paris. Die Highlights des Tages? Talaxianischer Eintopf, Wetter heiter bis wolkig und in Frachtraum 1 ist ein Sack Reis umgekippt. Ach ja, und anscheinend haben ein paar erwachte Borg Kontakt zu Seven of Nine aufgenommen. Ich glaube nicht, dass wir hier draußen jemals eine ruhige Woche erleben werden. Die Geschichte der Borg? Eine einzigartige Mutation hat zu ihrem Erwachen geführt. Und jetzt brauchen sie verzweifelt die Hilfe der Voyager. Klingt so glaubwürdig wie ein Kazon-Pazifist. Der Captain ist überzeugt, dass dies ein ernsthafter Hilferuf sein könnte. Und Seven? Sie und Janeway sind sich in dieser Sache völlig einig. Nennen wir es gegenseitige Überzeugung oder weibliche Intuition oder wie auch immer. Mal ehrlich, die Borg-Königin ist nicht gerade unser größter Fan. Was, wenn das bloß ein hinterhältiger Rachefeldzug ihrer Majestät ist? Ein paar erwachte Borg als trojanisches Pferd einschleusen und dann Assimilation. Kurz und schmerzlos. Nein, danke. Ich habe definitiv nicht vor, dem Kollektiv der schlechten Laune beizutreten. Genau, so, dann schließen. Sektor 11, los geht's. Schon wieder Borgs, ey, die gehen auf den Senkel. Was wollen denn die dauern? Eine Borgsphäre nähert sich. Captain, die Hülle weist erhebliche strukturelle Schäden auf. Alle Waffensysteme sind offline. Roter Alarm, Phaser hochfahren, aber Feuer zurückhalten. Oh, schönes Bild, wunderbar. Und wo ist die Sphäre? Da ist die Sphäre. Oh, die Borgkugel. Was ist da los? Wir werden gerufen. Rallig. Captain Janeway, Frau USS Voyager, meine Bezeichnung ist Rallig. Ich habe auf diese Begegnung gehofft. Sie sind das Individuum, das für die Trennung von Seven of Nine von Kollektiv verantwortlich ist? Jawohl, sind wir. Die Voyager spielt eine Rolle bei ihrem Übergang zur Individualität. Ja. Sie sind die Gruppe, die aus dem Kollektiv erwacht ist, Rallig? Ja, Captain, wir sind eigenständig geworden. Eine einzigartige Mutation stört das kollektive Bewusstsein im gesamten Borgraum. Die Borg auf unserer Sphäre gehören zu den Betroffenen, die ihr Bewusstsein wiedererlangten und den Wunsch nach wahrer Freiheit. Die Königin stufte unser Erwachen als einen zu tilgenden Defekt ein. Wir entkamen, wurden nun aber gejagt. Captain, wir suchen um Asyl an Bord der Voyager. Aha. Wie viele von ihnen suchen Zuflucht? Dutzende auf diesem Schiff, Captain. Doch die Königin eliminiert alle, die erwacht sind.
Wir hoffen noch andere zu finden, um uns gegen sie zu erheben. Hilfezusagen, Borg aufnehmen, die Aufnahme der Borg verweigern. Eieiei. Sind es normale Borg oder ist auch mal ein Scheiter dabei, also ein Main-Char? Na komm, wir sind ja nicht so. Trotz der ungewöhnlichen Umstände, Ralik würde die Voyager ihren Leuten Zuflucht gewähren. 35 Ex-Borg haben sich der Voyager angeschlossen, na toll. Brauchen wieder fette Alkoven hier. Vielen Dank, Captain, wir stehen in Ihrer Schuld. Captain, ich sage es nur ungern, aber wir haben nicht den Platz, um so viele Flüchtlinge unterzubringen. Dann schaffen wir Platz, Commander. Wir können diesen Leuten nicht einfach den Rücken zukehren. Captain, die Flüchtlinge müssen nicht an Bord der Voyager verbleiben. Wenn wir sie in ihrer Rebellion gegen die Königin unterstützen würden, könnten sie die Borg-Schiffe bemannen, die wir befreien? Das würde ihnen Autonomie gewähren und wir würden wertvolle Verbündete gewinnen. Ja, genau. Nächstes Schiff schnappen und die wieder ausquartieren. Unabhängige Verbündete. Klingt vielversprechend. Ah, das Ding ist ja rum. Wir können also Audio mal wieder einschalten. Sollte hier normale Musik laufen und keine Voyager-Titelmusik. Konzentrieren wir uns aufs Erste drauf, unsere Gäste unterzubringen. Ich gehe davon aus, dass Rayleigh Gruppe nicht die letzte bleibt, die die Voyager aufsuchen wird. Was haben wir da? Ach du Scheiße, 18 pro Zyklus. Ach, Heimweh, okay, Standard. Das Heimweh, bliblablub, ist wie bei jedem Sektor, wird immer stärker, immer höher, ho. Minus 18 pro Zyklus. Automatisches Speichern. Erwachen. Okay, heißt es jetzt. Machen wir mal kurz den Screenshot. Weil das habe ich nicht in meinem, wie sage ich, in meinem Thumbnail drin. Das muss ich noch nachholen. Bring erwachte Borg. Ex-Borg unter. Was? Okay, das ist die Quest. 35 von 200. Optional. Siedle die erwachten Borg um, indem du Borg-Kuben befreist. Oh, das machen wir doch selbstverständlich. Borg-Kuben befreien. Falls wir das schaffen und stark genug sind. Jetzt scannen wir erstmal diesen Sektor hier, beziehungsweise von diesem Sektor, dieses System. Aha. Aber ich mache wieder nicht denselben Fehler. Vermutlich. Dann werde ich erstmal wieder, bevor hier irgendwas schief geht, Borg-Kuben befreien. Also wie sieht es denn aus? Gibt es ja einen Borg-Kubus, den man hier befreien kann? Was ist denn das? Es wurden weitere erwachte Drohnen auf diesem Borg-Schiff geortet. Wenn wir es unter Kontrolle bringen, könnte es eine neue für Ralix Leute. Oh ja. Ach so, das ist das hier. Okay. Das heißt, wir haben... Ist hier noch was? Nö. Okay. Material hätten wir hier genug. Was haben wir da? Das ist ein normaler Planet, ja. Was ist denn hier los? Eine Borg-Sonde in diesem Trümmerfeld scannt, dass sich Borg an Bord befinden, aber scheinbar sind sie vom Kollektiv getrennt und daher verwirrt und aggressiv. Oder ein paar Borg hier schnappen und da drüben unterbringen, oder was? So, wie viele Leute haben wir denn an Bord? Kein zusätzlicher Borg ist dabei, schade. Ein Main-Char wäre schon nicht schlecht, wenn wir noch einen bekommen könnten hier. So, wie viele Mannequin haben wir denn hier? 30 ohne Quartiere, das sind logischerweise die Borgs. Das sind logischerweise die Borgs. Das bedeutet, wir müssen mal zwischenzeitlich, hier habe ich mir schon fast gedacht, habe ich auch schon freigeräumt, nein, falsches, ein Borg-Alkoven basteln. Da machen wir mal wieder einen. Und wir räumen hier schon mal frei. Für den Fall der Fälle, was wir so brauchen könnten. Ja, also 2 sind am Arbeiten. Einer repariert Hülle, oder? Ist hier, ja. Kann man abweisen, braucht er nicht. Dann kann der hier mal den Raum befreien. Ja, was haben wir hier? Schildmatrix. Ist die schon? Ja, ist abgedatet. Krankenstation, warum ist hier schon wieder was los? Ne, einsparen, auf Wiedersehen. Wie sieht es mit der Moral aus? Die sieht doch supi aus, plus 28, gar kein Problem. Okay,
Dann ist alles gut am Laufen, alles supidupi. Ja, brauchen wir nicht. Stärkentechnisch sind wir also. Wir haben 30 Borgs. Wenn ich einen Alkoven baue, sind 20 Borgs untergebracht. Schon mal für die Woche okay. Helden und dann haben wir Kampf. Wie sieht es aus? 378 zu 210. Das sollte also Defense wins the game. Da sind wir schön 235. Gut unterwegs. Offensiv sind wir jetzt noch nicht so prickelnd stark. Da könnte ein bisschen mehr rausspringen. Ja. Aber Energie ja, ist so ein Ding, ne? Energie, wenn ich den einen runterdrehe, wie schaut's denn aus? Na, sind wir ganz schön stromverbrauchend unterwegs hier. Sapperlot. Der verplempert ganz schön viel Energie hier mittlerweile. Braucht alles Energie. Tarnvorrichtung braucht Energie. Metaphasen, wir brauchen die 45 braucht die Tarnvorrichtung. Wow. Nicht schlecht. Wissenschaftslabor. Das könnte man mal abschaffen, ne? Das könnte man mal abreißen. Das ist dauernd aus, verplempert nur Platz. Da könnte man irgendwas anderes platzieren da unten. Da könnten wir auf ein Crewquartier verlagern. Ja, werden wir machen dann. Werden wir dann tun. Das heißt, wir pausieren das mal und reißen das hier mal ab. Scheiße, das ist aber Verschwendung von Material, stelle ich gerade wieder fest. Ja. Naja, egal. Und wir pausieren das mal. So, also weiter geht's. System, let's go. Wir schauen uns den Sektor an. Upsi, ach, das sind alles die Borg-Dinger. Da gibt es also potenzielle hier Erwachen. Weitere Drohne auf diesem Borgschiff, wenn wir sie unter Kontrolle bringen, könnte es eine neue Heimat für Ralix Leute werden. Oh ja, okay, also hier können wir überall die Leute schön wunderbar. Das ist gut. Die Leute schön hier überall dingsen. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Oh. Aber ich sehe hier noch keine blaue Quest, muss ich sagen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen interessant. Jetzt hier alles scannen. Einfach mal. Wir scannen mal die ganze Bude hier. Planeten, Planeten, Planeten. Bis jetzt. Dann werden wir wohl mit der Main Quest, mit der Borg Main Quest mal anfangen müssen. Bis das blaue Zeug kommt. Das kann wohl noch dauern, wie ich das sehe. Ja. Genau, das ist ja alles noch Material. Da ist überall nichts. Was ist denn das hier? Das ist bestimmt irgendwas Main Quest technisch, was bloß noch nicht jetzt gerade freigeschaltet wird, weil ich noch mit dem Borg unterwegs bin, auch hier. Ja, würde ich mal schätzen. Okay, dann halt weiter, weiter, weiter. Haben wir schon. Wir scannen mal den ganzen Sektor. Das ist wieder ein Borg-Ding. Planeten. Und das hier klingt doch interessant. Voyager um Ressourcen wird sie plötzlich an dem sich näheren Schiff gerufen. Die Neuen stellen sich als Anari vor und bieten der Crew einen Handel an. Okay. Das ist ja mal interessant. Das könnte die Quest wahrscheinlich sein. Könnte ich mir vorstellen. Das hier ist auch schon wieder ganz verdächtig, der Nebel. Und dann haben wir das letzte Ding da hinten. Also auch nochmal Borg. Hier. Weiteres erwachte Borgs-Drohne. Heimstätte. Zum Sammeln Ressourcen im Asteroidenfeld scans Hunderte von talaxianischen Lebenszeichen. Sie reagieren nicht auf die Rufe der Voyager. Okay. Das scheint hier, könnte auch eine Quest vielleicht sein, eine blaue. Kann ich mir vorstellen. Die bloß noch nicht aktiv ist.
Das ist wieder eine Borg. Erwachte Drohnen, wenn wir Kontrolle bringen, können Heimat für Alex Leute sein. Jawohl. Was ist denn das? Upsi. Borg-Kubus. Eieiei. Captain Handelsaußenposten. Okay. Schwache Borg-Energiesignatur. Geht von Klasse Y-Planeten aus. Die starken Plasmatürme Strom erhöhen unsere Sensoren. Was auch immer es ist, wird die Umgebung nicht lange überleben. Okay, da ist auch irgendwas los. Na gut, nehme ich mal nice zur Kenntnis, aber ich würde sagen, die Lithium, alles klar. Wir fangen einfach mal hier vorne an, wo wir uns gerade befinden. Ja. Planetentechnisch war hier jetzt nichts. Wenn wir mal durchklicken, nochmal schnell. Scheint Borg-Sonde diesen Trümmerfeld. Da zeigt, dass sich Borg an Bord befinden. Also wir könnten noch ein paar Borg hier einsammeln vielleicht. Noch ein paar Borg, weitere erwachte Drohne genau unter Kontrolle bringen und dann könnten wir ein paar abliefern. Und hier auch. Unter Kontrolle bringen, um ein paar abzuliefern. Das heißt, wir sacken erstmal noch ein paar Borgs ein. Als allererstes. Schauen wir mal. Schnappen uns noch mal ein paar Borgs hier. Der Steuerraum ist ready. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Wie sieht's aus mit... Ach, das ist noch am Bauen. Ja. Das ist noch am Bauen. Die Borgs hauen immer ab. Das heißt, wir brauchen einfach noch mal mehr Feuerkraft. We need more firepower. Moment, die Firepower wäre doch eigentlich... Disruptor, Phaser. Ja, eben. Das wäre doch der Borg. Wo ist er denn? Der Schneidstrahlkontrollraum. Jo. Der wäre es eigentlich. Das wäre mehr Feuerkraft. Okay. Dann müssen wir das als nächstes tun. Nämlich 8 Runden verbleiben. Das wäre dann bei dem Borg da hinten. Schneidstrahlkontrollraum. Ja. Mächtigen Strahl, hohen Schaden an Hülle und geringen Schaden an Schilden. Okay. Franek sagt guten Abend. Ja, müssen wir machen. Hallo Franek, guten Abend. Ich danke dir fürs Reinschauen. So, also dann fliegen wir mal dahin. Sammeln noch ein paar Borg ein. Wir sind in Sektor 11 und schauen uns die Main Quest starten wir und dann gucken wir mal, ob wir die Nebenquests, die blauen, machen können. Speziell die 2 Deluxe Quests, wo wir auch ein paar Gegenstände kriegen. Vermutlich. Ob wir es schaffen, ist die Frage, aber wir versuchen es. Ne? Regenerationseinkäufen, also gut. Essentiell für die Borg-Crew statt. Ach so, ja. Jawohl, genau brauche ich. Da müssen wir natürlich gleich einmal aufmotzen, dass wir hier ein paar mehr Leute unterkriegen. Das sollte jetzt schon hier Crew, genau, sind nur noch 20. Ohne Quartiere. Sehr gut. Das heißt, hier sind 20 drin. Wo steht's denn? Steht doch irgendwo. Da steht es für 20 Borg und das hier ist momentan für 10 Borgs. Wenn es fertig ist, hat es auch Platz für 20. So, dann kann die Pause hier weg, um es abzureißen. Jawohl. Gut, weiter geht's. Wo sind wir? Borg einsammeln, haben wir gesagt. Dann sammeln wir hier bei den Trümmern ein paar Borg ein, ne? Steht ja hier. Es scheint, dass die Borg sind, die an diesem Trümmerfeld gestrandet ist. Scans zeigen, dass sich Borg an Bord befinden. Aber scheinbar sind sie vom Kollektiv getrennt und daher verwirrt und aggressiv. Transportiere zu unseren Regenerationsalkoven, wo sie sich vollständig regenerieren und beruhigen können. Regenerationsalkoven Level 1. Ja, genau. Aber ich habe noch nicht genug Alkoven für alle, ne? Die Frage, wie viel da jetzt kommen. Ach, no risk, no fun, ne? 7, na 7 ist ja noch vertretbar. 7 Borg noch eingesackt hier. So, und die liefern wir jetzt hier mal ab. Das wäre so ein Ding. Wenn wir die unter Kontrolle kriegen, diese Borg-Sphäre, dann könnten wir, genau, ein paar abliefern. Siedle die erwachten Borg, indem du Borgkuben Moment. Borgkuben, das ist aber kein Borgkubus.
Das ist ein Borg-Kubus? Ne, ist kein Borg-Kubus, ne? Eine Borg-Sphäre. Muss ich jetzt 200 Leute einsammeln? Das wäre heftig. Und dann in dem Kubus, den ich da hinten gesehen habe. Ich habe hier hinten den Kubus gesehen. Hier. Die Frage ist, kann man die da ansiedeln oder ist das ein böser Kubus? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ein Kubus. Die Sphären sind ja kein Kubus. Und woanders habe ich jetzt beim Durchscannen aller Systeme habe ich keinen Kubus gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Na, wenn man da reinzoomt, hier ist weit und breit kein Kubus. Das sind alles nur Borg-Sphären, also runde. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir fangen mal bei einem an und das ist das Ding hier. Dann werden wir sehen, was Sache ist. Aber wir gucken vorher, wie lange die Bude hier braucht. Die braucht noch 7 Runden. 7 Runden. Was machen wir in den 7 Runden? Können wir hier irgendwas Interessantes tun? Nö. Also fliegen wir mal in die sichere Zone, die keinen Schaden macht. So, da sag ich doch. Deflektorschild, Schaden. Was ist denn hier los? Auf der Suche nach Zuflucht. Eine weitere Borg-Sphäre driftet auf die Voyager zu. Ihre Waffen deaktiviert. Auf der Brücke herrscht gespannte Stille, denn die gewohnte Drohung der Assimilation bleibt aus. Stattdessen hallt ein verzweifelter Ruf nach Hilfe durch ihre Kommunikationskanäle. Erneut bittet eine Gruppe erwachter Borg um Zuflucht. 30 Ex-Borg haben sie Voyager angeschossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird langsam viel hier. 30 Borg. Nochmal hier Action Satisfaction. Kommen hier nochmal rein. Eieiei. Wo kommen denn die alle her? So, Borg-Kapazität erhöht. Yo. So, die nächsten 20. Untergebracht. 20, 40. Das hier ist auch fertig. So, ich würde sagen, wir reißen die Bude hier ab. Ja, komm, scheiß auf das Material. Und tun ein Crewquartier umswitchen nach da oben. Genau. Wir haben 47 Crew. Die hier, 47 Crew, die was? Nö. Das sind ja die Borg, die alle keine Dings haben. Die brauchen ja Alkoven, oder? Oder könnt ihr auch in normalen Quartieren rumeiern? Das werden wir gleich sehen, wenn wir hier eins bauen. Wir bauen hier gleich ein Crewquartier, ein normales. Wir werden dann sehen, ob dann diese 47 da unten, quartierlose Crew, auch in normale Quartiere einziehen oder nicht. Ne? Werden wir sehen. So, wie sieht's aus? Gibt es hier bei dem Aero Shuttle Dock irgendwas? Nein, aber wir haben eine Arbeitslose und zwar die Danara Pell. Genau, die. Ja, die tun wir mal da rein. Und wir haben auch eine neue. Die könnte ja auch mal was tun. Das ist ja die gute Frau hier, Marla Gilmore. Die ist eben auch kampflastig. Die kann in den Phaser-Kontrollraum. Jupp, wunderbar. Phaser-Kontrollraum. Könnte auch in die Schildmatrix, in diese Borgsche Schildmatrix, oder? Ach nee, die kann nichts. Die ist ohne Mannequin. Bemannungslos, wie man auch schön sagt. Okay, also System weiterfliegen. Einsacken macht noch keinen Sinn, das ist Verschwendung von Material. So, wie sieht's aus mit dem Dings hier? 2 Runden. Ich würde sagen, wir warten mal die 2 Runden ab. 1 Labor. Upsi, da kommen die nächsten Honks. Ach du, das wird ja immer mehr. Gruppe erwachter Borg um Zuflucht. Haben sich der Voyager angeschlossen. Oh je, 30 Stück nochmal. Haben wir schon 102 Borg an Bord. Ja. Wie sieht es mit der Moral aus? Plus 22. Ach, das hat nur was mit den Crewmitgliedern ohne Quartier zu tun. Okay, dann geht's ja noch. Wir waren hier unterwegs. Also noch eines abwarten. So,
ist entwickelt. Die Energiekosten der Krankenstation reduziert. So, und jetzt brauchen wir brauchen, falls wir Probleme bekommen mit den Borg, brauchen wir Power. Und zwar Reifungskammer. Was wollen wir die bringen? Nix, ne? Einen Ex-Borg. Nee, du, hab genug Borgs. Schneidstrahl. Wir brauchen Power. 11 Runden, okay. So, jetzt, Moment. So, wie sieht's aus? Wir haben Crew. 77 Ex-Borg und 77 Crew haben wir an Bord. Zu viel. So, schauen wir mal. Wenn wir hier jetzt ein Crew-Quartier Standard bauen. Jawohl, in 4 Zyklen. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. So, das waren jetzt gerade 77. Es sind immer noch 77. Also, Crewquartier ist gut, aber nicht für die Borg geeignet. Alles klar. Nichtsdestotrotz tun wir trotzdem das hier verbessern und reißen da unten eins ab. Und können mal hier eins bauen von den Borg-Heinis. Haben wir noch ein Quartier? Wo ist es denn? So, wir bauen noch mal eins, damit wir nicht so ganz so viel haben. Das können wir dann immer wieder noch abreißen. Was werden abreißen angesagt? Ja, hier 59, 32 plus 3, das ist kein Thema. So, was ist hier los beim Biolabor? Die ist bis zum Anschlag voll. 40. Ja, dann können Sie das basteln. Dann können Sie das basteln. Können Sie hier Borg-Naniten bauen. Krankenstation ist ready. Gut, gut, gut. Okidoki. So. Die Schildmatrix wird erst gebaut und zwar jetzt in 7 Runden. Okay, 7 Runden. Was machen wir so lange? Wir fahren einmal dahin. Ne, wir warten hier unten. Wir brauchen dann wie lang? 3 Runden. Okay. Also 1. Crewquartier ist fertig. Ja, abgerissen ist fertig, okay. 2, 3 und noch eins sind 4. Das heißt, der Borg-Alkoven ist fertig, den motzen wir gleich nochmal auf. Crewquartier ist fertig. Das ist gleich ein 15er, jawohl. Passt. Wackelt, hat Luft. Passt, wackelt und hat Luft. Das dauert noch 3 Runden, jawohl. In 3 Runden fliegen wir dahin. Das heißt, wir warten noch eine Runde. Da kommen schon wieder 30. Zapperlott. Guten Tag, nochmal 30. Ja, die Voyager quillt über. Wir haben 147 Borgs an Bord. Das sind ja schon mehr wie normale Crewmember. Eieiei, wenn die revoltieren, sind wir am Arsch. Ah, ja, verrückt. Okay. Die Entwicklung von dem Schneidstrahl dauert jetzt genau 2 Runden. Die warten wir noch. 1, 2. Ich will diesen scheiß Raum bauen. Genau. Und zwar jetzt. Hier. Hier kommt der Schneidstrahl hin. Borg-Technologie. Wo ist er denn? Die Schildmatrix. Den Regenerations 4. Schneidstrahlkontrollraum. Feuert einen leistungsstarken Strahl ab, der sehr hohen Schaden an Hülle, aber jeden Schaden an Schilden verursacht. Geringen Schaden. Jeder zusätzliche Schneidstrahl, nee, einer reicht. Erhöht den Schneidstrahl-Energieschwellenwert im Kampf um +2. Waffensubsystems im Kampf +20. -2 pro Moral, ja, kann ich verkraften. Kann ich verkraften, okay. Ein weiterer Waffenraum. Diesmal ein Borg-Waffenraum. Schneidstrahl. Das ist Disruptor, Phaser. Hab doch noch keinen gebaut, oder? Nö, klar, habe ich ja gerade erst entwickelt. Logisch. Kann ja nicht sein. Wo mir das Bild hier irgendwie bekannt vorkommt. Merkwürdig, aber egal. Ich habe doch hier keinen gebaut, bin ja nicht blöde, ne? Nee. Hier gibt es keine Waffen. Der einzige Waffenraum ist der hier. Das ist die Krankenstation. Auch ein 4er-Dings, genau. Hier würde noch eine kleine Batterie hinpassen.
wäre es nicht ganz ungenutzt, ne? Wie viel braucht denn eine Batterie? Wo ist denn die? Da. Was kann denn die Batterie? 120, überschüssig, überhaupt keine Energie. Jo, komm, dann machen wir doch, bevor hier ich ein ungenutztes Ding hier habe, bauen wir hier eine Batterie hin. Eine einzelne, die wir dann auch noch schön aufmotzen können. Und dann haben wir nochmal insgesamt, wenn das fertig ist, haben wir dann halt 1200 Energie oder so, ne? Gibt ja schließlich 120. Okay, also. Passt, wackelt, hat Luft. Alles gut. Das dauert 7 Zyklen. 7 Zyklen, ja. Die 7 Zyklen warten wir auch noch ab. 1. Lebenshaltung ready. Das ist ein Level 2 Alkoven. Passt. Okay. Ja, wir warten. 2, 3, 4 und Energie ist fertig. Die kann man doch noch aufmotzen auf Level 1 mehr. Genau. Machen wir auch. Unbenutzten Platz zur Verfügung stellen. Dann haben wir da, sieht man schon, plus haben wir dann auf 1200. Wir fahren mal kurzzeitig den Maschinenraum runter um 1. 1, 2, 3. So. Fertig. Der Phaser. Schneidstrahl Kontrollraum. Yes. Verbessern geht noch nicht. Braucht dann 10 zu 13 Energie. Nehme ich zur Kenntnis. Was machen wir denn? Schneidstrahl Kontrollraum Level 2. Erhöht den Schaden des Schneidstrahls um 10%. Ja, das machen wir jetzt nicht. Zusätzlich 15%. Ja. Level 2, Level 3. Na komm, forschen können wir mal. Was wir haben, das haben wir. Gut. Naja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 132 Borg an Bord. Dann werden wir die jetzt mal umsiedeln. Und wir haben jetzt 3 Waffensysteme. Da sind wir doch gegen alles gewappnet, oder? Wo haben wir es denn? Kampf sind wir jetzt 407 stark. Jupp. Wir haben 3 Phaser-Kontrollraum, 2, ein Schneidstrahl und ein Disruptor-Phalanxenraum. Macht 168 offensiv, das muss jetzt reichen. Jo, ready? Das heißt, wir können hier jetzt nochmal wie viel? 180 Energie speichern. Macht insgesamt da oben 1260 Energiespeicherkapazität. Passt. Würde ich sagen, ja. Wir fliegen hier hin. Eintrimmen passen wir schon. So, Etzeler, Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Ex-Borg 30. Bedeutet das, dass ich hier 30 Borg absetze oder 30 Borg einsammle? Wir werden gleich sehen, was los ist. Captain, wir nähern uns dem Borgschiff. Wir müssen den Erwachten an Bord Zeit verschaffen, damit sie das Schiff unter ihre Kontrolle bringen können. Ah, ich setze 30 ab. Sehr gut. Sollten wir direkt eingreifen, um ein Ablenkungsmanöver zu starten? Oder gehen wir verdeckt vor? Oh. Okay, also Borg ablenken. Einzigartiges Signal singen. Schauen wir mal die Zahlen an. 70, 80%, 60, 70, 80, 85%, 85% und 20, 90%. Okay. Das wäre die höchste Chance, 90%, 85, 85, 80. Okay, also wir hätten hier die höchste Chance oder kämpfen. Nee, kämpfen wollen wir nicht. Das machen wir vielleicht irgendwann mal, aber jetzt hier nicht unbedingt. Borg ablenken. 7, hoffentlich 7 Kontakte aufnehmen, nicht dass sie wieder abhaut. Subraum-Anomalie erzeugen. Komplexe Daten senden. 70, 80, 90, 85%. Deflektorschild Level 3, Wissenschaftslabor Level 3, Maschinenraum Level 6. Oh, wenn der Maschinenraum Level 6. Ah. Max geht ja nicht. Mehr geht ja nicht, ne? Okay, 80%, 85%. Die höchste Chance wäre bei der 7, ne?
Wir riskieren erstmal eine niedrige Chance. Subraum-Anomalie, Borg ablenken, Maschinenschaft, Deflektorschild. Subraum-Anomalie. Zeugen Sie eine lokalisierte Gravitationsverzerrung direkt vor Ihren Sensoren. Geben Sie ihnen etwas, das Sie untersuchen können. Erfolg, sehr gut. Wir haben Ihre volle Aufmerksamkeit, Captain. Ihre Schilde sind unten. Die erwachten Drohnen haben die Kontrolle übernommen. Relic, Ihre Ablenkung war makellos, Captain. Ich entsende einen Teil unserer Leute zur Sicherung des Schiffes. Ich selbst bleibe an Bord der Voyager. 30 Ex-Borg haben die Voyager verlassen. Sehr gut. Ich habe ja schließlich 147 an Bord. Ich wäre ja verrückt. Relic, betrachten Sie dieses Schiff als Ihr ersten Borg-Verbündeten. Ein verbündete Borg-Sphäre. Jo. Mega. Mega. Wo ist sie? Meine verbündete Borg-Sphäre. Hier, einmal verbündet. Jo. Die ersten Verbündeten. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. Hier geht's rein. Okay. Das ist schon mal gut. Die ersten Verbündeten. 132 haben wir. Wie viel haben wir noch an Bord von diesen Borgs? 117 haben wir noch an Bord. Okay, können wir noch ein paar abliefern. Zum Beispiel da drüben. Wie weit ist das? 3 Zyklen, das schaffen wir noch, ja. Das schaffen wir noch mit Batterieleveln. Können aber auch mal jetzt langsam wieder den Reaktorkern 1 hochfahren. Muss das sich an Seite zu sein. Und dann sind wir Kampf sind wir auf 404. Ja, waren wir nicht gerade schon stärker oder was ist da los? Ne, egal. Und weiter geht's. Auf der Suche nach Zuflucht, schon wieder. Eine weitere Borg-Sphäre driftet auf die Voyager zu, ihre Waffen deaktiviert. Auf der Brücke herrscht eine angespannte Stille. Bla bla bla. Hilferuf durch die Kommunikationskanäle. Erneut bittet eine Gruppe erwachter Borg um Zuflucht. 30 Ex-Borg haben sich der Voyager angeschlossen. Okidoki. Alles klar, nehmen wir zur Kenntnis, ist gut. Wir fliegen in den Plasmasturm, minus 22 pro Zyklus. Ui. Da müssen wir mal ein Reparaturteam wieder hier zuweisen. Und wir können noch ein zweites zuweisen. Dass hier gut schnell repariert wird. 2 Teams sind am Arbeiten. So, die Entwicklung braucht noch hier 7 Runden. Okay, wird der Schneidstrahl verbessert. Was haben wir denn? 87 macht. Wie sieht es mit der Moral aus? Die Moral hat immer noch plus 19, also gar kein Problem aus meiner Sicht. 87 Crewmitglieder ohne Quartiere. Ja, maximale Moral. Krank, schwer krank, verletzt, keine. Okay. 87 ohne minus 300 Max Moral. Okay. Aha, aha, aha. Okay. Aber das stört ja nicht, weil wir haben momentan plus 19, sollte kein Thema sein. Genau, ach, da steht es ja. Gespeicherte Energie, 1260 maximal möglich. Die Crew hat noch 87 ohne Quartiere, davon 187 Borgs. Eieiei, wir müssen alle weg. Kampf, Helden, alles klar, gut. Ja, dann weiter geht's. System, wir liefern mal wieder 30 ab hier auf dieser kleinen, in dem Fall Borg-Sonde. Liefern wir doch mal ein paar Borgis ab hier, ne? Cap, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Fortsetzen. Ex-Borg 30. Können wieder sich umsiedeln. Cap, wir nähern uns dem Borg-Schiff. Wir müssen den Erwachten an Bord Zeit verschaffen, damit sie das Schiff unter ihre Kontrolle bringen können. Ja, genau. Direkt eingreifen und ablenken oder gehen wir verdeckt vor? Ja, wir gehen selbstverständlich verdeckt vor. Borg ablenken ist wieder genau das gleiche. 80%, 85%, 85%, 90%. Ja. Borg ablenken, Subraum-Anomalie. Komplexe Daten senden. Oh. Wissenschaftslabor 85% sollte. Überfluten Sie die Prozesse mit paradoxen Datenströmen. Überlassen Sie Ihr System. Erfolg, sehr gut.
Wir haben Ihre volle Aufmerksamkeit, Captain. Ihre Schilde sind unten, die erwachten Drohnen haben die Kontrolle übernommen. Ihre Ablenkung war makellos, Captain. Ich entsende einen Teil unserer Leute zur Sicherung des Schiffes. Ich selbst bleibe an Bord der Voyager. 30 Exburg haben die Voyager verlassen. Okay, 20, zweimal 30, 60 sind schon unterwegs. Und schon haben wir wieder einen weiteren Verbündeten, würde ich mal sagen. Und wieder eine weitere verbündete Borg-Sonde. Na, würde ich mal so sehen. Jupp. Borgkuben befreist, ja. Okidoki. Ist doch mal gut. Wo ist mein Cursor? Hier. Das heißt, hier gibt es eigentlich nichts mehr, was interessant ist. Das heißt, wir könnten sofort zum nächsten Sektor fliegen, weil hier gibt es kein Borg, kein nix, kein gar nichts. Bloß Material, was momentan, ja, momentan unrelevant ist. Das einzige ist Treibstoff. Kriegen wir aber auch im nächsten Sektor, würde ich so sagen. Ja, ja, genau. Also, wir fliegen in den nächsten, in das nächste System, so rum muss man es eher sagen. Und fliegen direkt zu, wohin? Machen wir einen Zwischenstopp hier. Wie viel gäbe es hier? 2500. Ich brauche 3500. Ja, das wären 2500, würde schön auffüllen. Dann setzen wir da mal einen Kurs hin. Hinterspiel, da haben wir es doch. Die erste blaue Quest. Aber das ist nicht... das sind nicht die Quests, aber jetzt machen wir erstmal das hier, bevor wir hier irgendwas annehmen und wieder was flöten geht. Benutze die Tarnvorrichtung. Oh yes, Baby, da ist sie doch. Die bringt endlich mal was. Gelb 1000, Orange 1800. Energiedissipator, Kontrollraum braun. Aber die hier, die Tarnvorrichtung, ist zwar auch orange hinten ein bisschen. Hier hätte ich gelb, hier hätte ich viel orange, hier hätte ich es weniger. Aber richtig... Mal schauen, ob das hier klappt. Sehr gut. Und volle Pulle, die Tarnvorrichtung, die haut richtig rein. Wow. Und schon sind wir hier wieder volle Pulle voll hier. So, die rufen mich. Nein, wir liefern mal wieder 30 Borg ab hier, hätte ich gesagt. Wie sieht es denn hier aus? Man sieht hier nichts. Doch. Das ist wieder eine Borgschiff, gerade wenn wir uns Kontrolle bringen können. Können wir auch unter Kontrolle bringen. Ne, wir liefern erstmal wieder 30 Nasen ab hier. Ah, das muss man machen, weil pro Flug kommen 30 neue Hanseler hier von den Borgs angedackelt. Schneidstrahl, Kontrollraum Level 2 ist ready. Yes, dann entwickeln wir mal gleich Level 3. Gehen hier raus und machen gleich mal... Macht es Sinn hier? Wie viel Energie mehr braucht denn das? Also von 10 auf 13 Energie. Oh, dann tue ich ja kaum noch Batterien aufladen, ne? Sehr hohen Schaden an der Hülle und geringe Schäden an Schilden verursacht. Jeder Energieschnellwert im Kampf um +2. Erhöhte Gesundheit des Waffen-Subsystems im Kampf um +20. Jo. Wir warten mal mit Level 2. Wir müssen nicht unnötig Energie verplempern, ne? Muss nicht sein. So, Moment, wir haben Crewquartier hier. Das haben wir abgerissen und nach oben verlagert. Sollte passen. Warte mal. Wir machen mal kurz das Crewquartier aus und an. Und dann müsste das hier... Ne, sind alle besetzt, ne? Habe ich hier kein Crewquartier, das hier irgendwie halb leer ist? Nee, sind alle voll. Ich habe aber nur eins Offiziersquartier, ne? Tatsächlich sind alle Hütten sind voll hier. Die Hütten sind alle voll. 20 Borg. So, nimm die eingehenden Comms an. Ja, könnte ich. Will ich aber nicht. Ich will erstmal hier das abschließen. Scheiße, Captain, ein paar sind wegen unserer aktuellen Lage heftig aneinander geraten, was am Ende an handfeste Schlägerei gipfelte. Oh, 49 Verletzte, jetzt wird's heftig. Das heißt, wir müssen die Krankenstationen aktivieren. Da Narapel. Einmal Jobwechsel bitte.
Ebenso. Kess, bitte Jobwechsel. Bitte Jobwechsel. Upsi. 12. 4 Runden. 4 Runden. Und die braucht auch 4 Runden. Okay, 12, 12. 24, 36 kranke Crewmember können behandelt werden. Es sind krank 49. Eieiei. Ah, so eine Scheiße. Boah, die prügeln sich echt ganz schön, ne? Die Nasen. Obwohl hier die Aussichtslounge on ist hier. Hallo, könnt ihr schön gucken? Habt ihr ein bisschen Fun hier? Nee, ihr müsst euch alle immer prügeln. Okay. Wir wollten 30 Borgs abliefern wieder. Und zwar hier. Dann tun wir das auch. Wir haben unser Ziel erreicht. Fortsetzen, 30 Borgs abliefern. Borgschiff. Zeit verschaffen. Das gleiche wie vorhin. Ablenkungsmanöver. Supron Anomalie. Genau. 60, 85, 85, 70%, 90%. Borg Ablenkung 7 Kontakt aufnehmen lassen. Kann man auch mal machen, ne? Wollen wir das mal machen? Wir probieren es einmal aus. Eine einzige Abfrage mit Frequenz im oberen Bereich, etwas, was ihr primäres Bewusstsein anregt. Fehlschlag! Ey, kaum nimmt man die 7 mit 90%. Ihr wollt mich doch veräppeln. 90% und das ist ein Fehlschlag. Meine Albert hat eine aggressive Reaktion provoziert. Die visieren die Voyager an. Scheiße. Okay. Vidianische Schildverbesserung, volltechnische Schildanalyse, Harry Kim, okay, bitte. Ja. Gegen die Borg. Mit aufständischen Drohnen. Okay, wir machen mal Ihre Kampfstart. Befehle, Captain? What should we do? Oh, die haben ganz schön viel Power. Lecco mio. Mann, oh Mann. Respekt. Die sind echt stark. Da hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass die so stark sind. Respekt, Respekt. Also. Wir haben 300 Schilde, die sollten noch halten. Offensive Aktion. Was machen wir denn? Wir machen die erstmal den Warpkern platt. Oder? Jo, wenn die nämlich keinen Warpkern mehr haben, können sie nicht abhauen. Wo ist denn der Antrieb? Schild, Schild, Waffen, Waffen, Waffen. Die haben 3-mal Waffen. Oh, und zwar 300er. Uiuiui. Die machen, glaube ich, schon ganz schön Wumms, ne? Kann das sein? Wir gehen auf den Warpkern. Fast, Captain. Keine Energie, kein Dings. So. Schild verbessern. Fähigkeit bereit, Captain. Gegnerische Schildanalyse. Schildhacking. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Wir schicken mal schön Torpedos durch die Gegend. Fähigkeit feindliche Schilde zerstört, Captain. Sieg? Okay, das ging ja flott. Wissenschaft, Deuterium, Moral, okay, fortsetzen. Das Borgschiff hat alle Waffensysteme abgeschaltet, Captain. Interne Scans bestätigen, dass die erwachten Borg jetzt die volle Kontrolle haben. Okay. Funktioniert auch. Mit Kampf. Ihr direktes Eingreifen war entscheidend, Captain, mit tief empfundener Dank. Ich verlege mal die erste Gruppe unserer Leute, um die Sphäre zu sichern und zu bemannen. Mein Platz jedoch ist vorerst hier auf der Voyager. 30 Ex-Borg haben die Voyager verlassen. Das ist der dritte Laden. 90 Borgs haben auf 3 Schiffen angeheuert. Okay. Nimm die Comms an. Nein, mache ich nicht. Ich werde hier nochmal ein paar Borgs loswerden. Da unten. Fliege nochmal nach dort. Wie sieht's da aus? Moment. Der Schneidstrahl dauert noch 15 Runden. Das System da oben sagt, ich mache minus 19, das ist okay. Minus 3, minus 2 für die Reparatur, das ist gar kein Problem. Wie sieht's aus mit der Krankenstation? Immer noch 4 Runden, alles klar. Wir fliegen nach dort. Betrieb Notstrom. Oh, was schon wieder? Die nächsten 30 Borg. Ha, ha, ha. Also nochmal 30 Borg der Voyager angeschlossen. So, sehr gut. Ah!
Das ist ja ein Scheiß. Habe ich den nicht losgebracht? Bleibe ich jetzt auf dem Borg hier sitzen? Das wäre aber nicht so prickelnd. Das ist ja Oberscheiße. Ey, die überfluten mein Dings hier, ey. Ich war verrückt. Na, so ein Scheiß. Jetzt habe ich hier, keine Ahnung, Lecco Mio. Die gehen nicht mehr los. Wo sind sie denn? Ich habe jetzt 147 Borg an Bord. Leckt mich am Arsch. Und die kriege ich nicht los. Weil die verschwunden ist hier. Die Sphäre. Wo ich sie hätte absetzen können. Hallo. Wollt ihr mich veräppeln? Die sind alle weg. Oh Mann, oh Mann. Scheiße. Da hinten war doch eine. Was ist mit der da? Borg-Kubus. Wahrscheinlichkeit für den Hinterhalt, da steht aber nichts von Leute abliefern. Mann, das hätte ich gleich machen sollen. Zack, zack, zack. Sofort zu den Gelben fliegen müssen. Kann ja kein Mensch ahnen. So, was mache ich jetzt? Ja, da bleibt mir nichts übrig. Wie viel Strom braucht denn so ein Scheißding? 7! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 7 Strom. 7 Strom. 7 Strom braucht so ein Ding. Ich habe, wenn ich jetzt den Strom wieder einschalte, von wegen einschalte, ich bin auf Max. Ach du Scheiße. Ich bin auf Max. Ich bin auf Max. Also ich verbrauche schon zu viel Strom. Ja, Moment. Ach so, weil die 3 Krankstationen online sind. Eieieiei, ich verbrauche viel zu viel Strom. Dann müssen wir mal was abschalten. So. Jetzt verbrauche ich immer noch viel Strom. Meine Fresse. Also ich würde sagen, der Schneidstrahl, der braucht 10 Strom. Den schalten wir mal ab. Die Tarnvorrichtung, jo, die braucht richtig scheiß viel Strom. Die schalten wir auch mal ab. Ja, dann können wir den wieder einschalten. Dann machen wir wenigstens ein bisschen Plus jetzt hier für die Batterien. Mann, oh Mann, oh Mann. Metaphasen-Schildraum. Defense wins the game, ne? Braucht 16, geht noch, aber der Tarnvorrichtung haut ja richtig rein. Schildmatrix braucht auch 14, ist auch ganz schön viel. Mann, oh Mann. So, auf der Brücke scheint etwas nicht zu stimmen. Nimm die Comms-Anfrage an, um den Grund zu erfahren. Was? Auf der Brücke scheint nicht was zu stimmen. Ist doch alles Palette hier. Alles gut auf der Brücke, okay. Also, Kinderspiel. Dann machen wir jetzt mal die Com-Anfrage annehmen. Ups. Erwachen. Kinderspiel. Aha. Das sind gleich 2. Was machen wir denn? Erwachen oder Kinderspiel? Nimm die Nimm die Comms-Anfrage an, um den Grund zu erfahren. Wir schauen uns erstmal das Erwachen an. Captain, Hauptbildschirm. Ein unautorisiertes Signal dringt an. Es überschreibt unser System. Na super. Die dumme Kuh schon wieder. Eieiei. Die Königin ist schon wieder unterwegs. Captain Janeway, wir begegnen uns erneut. Sie mischen sich noch immer ein. Und begünstigen diese Fehlfunktionen. Das ist keine Fehlfunktion. Das ist Freiheit. Ihre Sentimentalität ist vorhersehbar. Sie beenden diese Einmischung unverzüglich und übergeben alle fehlerhaften Einheiten. Und wenn ich mich weigere, dann werden ihr Schiff und diejenigen, die sie befreit haben, kollektiv korrigiert. Oh Scheiße, jetzt kommt was. Oh weia. Ich sehe es kommen. Da kommt bestimmt ein Borg-Kubus. Da ist er. Ach du Scheiße. Oh weia, oh weia, oh weia. Und ich habe jetzt die der Dings abgeschaltet gerade. Transwarp-Kanal öffnet sich an Backbord voraus. Borg-Kubus tritt aus. Oje, oje, oje. Captain, wir haben Sie für diese in diese Situation gebracht. Ein Borg-Kubus ist zu mächtig. Wir werden zur Königin zurückkehren. Mit Ihrer Hilfe wurden bereits unzählige Drohnen befreit. Unser Opfer ist ein kleiner Preis für Ihre Freiheit und Ihre Flucht. Borg-Königin, wählen Sie Janeway, schnell. Wir sind heute nicht geduldig. Ralix Opfer ablehnen und die erwachten Borg nicht fortschicken. Ralix Opfer zustimmen und die erwachten Borg fortschicken. Ey, scheiße. Ralix Opfer ablehnen und die erwachten Borg. Wir sind aber zu schwach für einen Borg-Kubus, oder?
Vermutlich. Wie stark ist so ein Kubus? Normalerweise ist ein Kubus zu stark für die Voyager. Raleig's Opfer zustimmen und eine Waffenwurf. Nee. Vielleicht bekommen wir Raleigh in die Crew. Und wenn wir draufgehen, müssen wir halt nochmal starten, ne? Komm, Opfer wird abgelehnt, die erwachten Borg schicken wir nicht fort. Deine Entscheidung hat Konsequenzen, ja, ja. Ich werde die Tyrannei nicht akzeptieren. Moral plus 600. Oh weia, jetzt gibt's Action. Ah, direkter Treffer, der Kubus feuert auf uns. Schilde, kritisch. Ey Mann, wir haben 3 Schilde. Sie können gegen einen Kubus nicht bestehen, Captain. Letzte Gelegenheit, Janeway. Und Sie sagten, Sie seien nicht geduldig. Wir haben uns dieser Rebellion verschrieben und wir werden sie auch zu Ende bringen. So ist es. Noch ein Treffer, Captain. Unsere Schilde werden nicht mehr lange halten. Was faselst du denn? Wir haben super Schilde. Raleigh, Alternativen? Wenn meine Erwachten an Bord dieses Kubus gelangen könnten, wären wir in der Lage, seine Systeme zu zerstören und eine Öffnung zu schaffen. Ja, was haben wir denn hier für Chancen? 75% und 85%. Und da oben hätten wir auch einen Weg durch die Schilde finden, um Borg über zu bemannen. Haben wir nicht Energiedissipator. Wissenschafts- und Deflektorschild. Das wäre 75% und 85%. Schildmatrix stören. Schildmuster analysieren, Schildmatrix stören. Also, wir probieren das. Berechnen Sie, ob ein präziser Energieimpuls Ihre Schildmatrix stören könnte. Wir haben eine kleine Lücke in Ihrem Schilden gefunden. Erfolg, sehr schön. Das Shuttle mit Raleighs Leuten kann eindringen. Das ist unser Stichwort. Locken Sie den Kubus in eine Verfolgungsjagd. Wir müssen Raleigh genug Zeit verschaffen. Aha, ach du Scheiße. Ist hier der Raleigh dabei? Nee, noch nicht. Schade. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Borg. Ich sehe schon wieder schwarz, dass die auf dem scheiß Kubus stecken bleiben. Finde ich jetzt weniger prickelnd. Die brauche ich dann später wieder. 7 of 9. Dann braucht man einen Piloten. Da gibt es nur einen. Und das ist nur der Paris. Ne? Einen zweiten Piloten haben wir nicht. Und wir brauchen eine Ocampa. Tja, da gibt es auch bloß eine. Die Ocampa Level 9. Haben wir jetzt alle, die wir brauchen. Dummerweise haben wir... das ist ja saudumm. Wir haben keine Waffenfuzis da. Also gut. Stufe 1. Hätten wir die 7, wäre hier schön stark. Stufe 2 wäre ein A. Wo ist ein A? Das wäre der Tom Paris mit 108. Wäre auch stark. Dann hätten wir 3. Medizin, Dings und Werkzeug. Das wäre wieder der Paris oder die Kess. Und in 4 wäre dann wieder Flashley und Werkzeug. Das wäre wieder die 7. Also wäre abwechslungsreich alles möglich. Na dann starten wir die Mission. Und schauen, ob wir da zurechtkommen. Boah, die Balken gehen ja schon über den Bildschirmrand hinaus dahin. Ich war verrückt. Also gut. Nummer 1. Wir müssen die Energiesignatur unseres Shuttles verschlagen, um näher an den Kubus heranzukommen. Borg. Verdrahten Sie die Kernsysteme neu, um Borg-Modulationsfrequenzen zu emulieren. Mit 117 sind wir voll drüber. So, dann nutzen Sie den Graviton-Impuls, um die Warpspur zu tarnen. Waffe und A wäre als nächstes. Wo werden das? Ein A. A wäre der Tom Paris als nächstes. Ja, wäre eigentlich die Planung, ne? Zuerst die 7. Genau, hier ist Waffe und A. Und Waffe haben wir nicht. Und A wäre maximal, das ist nur der Paris und sonst niemand. Also muss hier jetzt die 7 of 9 ran. Ja, die muss ran. Geht nicht anders. Verdrahten Sie die Kernsysteme neu. Kritischer Erfolg. Die Ex-Borg nutzt sein Insiderwissen, um das Shuttle zu rekonfigurieren. Die Energiesignatur stimmt mit der des Kubus überein und das Shuttle wird als Wartungsdrohne durchgelassen. Captain, der Kubus setzt ein dichtes Netz von Sensorsonden ein. Wir treten gleich in Ihre Sensorreichweite ein. Ja, Tom Paris, du bist der beste Pilot. Tu, was du kannst.
Berechnen seinen Kurs anhand der Bewegungsmuster der Sonde. Jo, Paris, du bist der Beste. Zeig, was du kannst. Und in Stufe 3 ist dann die Kess dran. Kritischer Erfolg, ja Wahnsinn. Der Pilot analysiert die Bewegungsmuster der Sensoren und identifiziert einen schmalen fluktuierenden Korridor. Er manövriert meisterhaft durch die Lücke und erreicht einen sicheren Punkt in Sichtweite des Kubus. Wir nähern uns dem Kubus. Halt! Es ist Ralik, ihr hört die Königin in seinem Kopf. Wir müssen die Verbindung trennen, Captain. Ocampa. Voll, Ocampa, du bist die Beste. Beruhigen Sie Ralik, erinnern Sie ihn an seine Individualität. Jo. Als Ralik beginnt, in das Kollektivbewusstsein zurückzufallen, versucht Kess, ihn telepathisch zu beruhigen. Sie lenkt seine Gedanken zurück zu seiner Individualität. Langsam befreit sich Ralik vom Einfluss der Königin. Die Mission geht weiter. Jawohl. Captain, wir sind nah dran. Um unerkannt an Bord zu kommen, müssen wir das Eingangskraftfeld deaktivieren. So, jetzt haben wir hier freie Auswahl. Wir sind im letzten Dings. So, hier gibt es Moral und Treibstoff. Hier gibt es Wissenschaftspunkte. Ja, warte mal. Die Ocampa ist schon ja, angeschlagen. Dann nehmen wir die da. Und wenn wir den dazu nehmen, dann sind wir kritischen Erfolg. Hätte ich gesagt. Aber sowas von. Jawohl. Das Infiltrationsprogramm des Außendienstes umgeht die Sicherheitsprotokolle. Das Kraftfeld bricht zusammen und der Shuttle schlüpft unbemerkt in den Kubus hinein. Sie setzen Ralik und die erwachten Drohnen ab, die sich aufmachen, um vitale Systeme zu sabotieren. Das Außenteam fliegt schnell zu Voyager zurück. Sehr gut. Ich hoffe, es kommen alle 3 zurück. Ja, Max-Level. Alle 3 Max-Level, mehr geht nicht. So, perfekt gelaufen. Das Shuttle ist zurück, Captain. Kampfstationen, lassen wir die Königin bereuen, dass sie die Voyager unterschätzt hat. Oh, Borg-Kubus, upsi. So, Schildverbesserungen. Verdoppelte Wiederaufladerate der Schilde. Vollständige Schildanalyse. Gegnerische Schilde, begrenzte Zeit vollständig zu umgehen. Schildhacking, yo. Okay, wir Ihre gucken Befehle, mal. Captain? Jetzt habe ich den falschen Button gedrückt. Egal. Wow, das sind die stark. Die haben zwar scheiß Schilde, aber einen Haufen anderes Zeug. Okay, dann schauen wir uns das mal an hier. Wir greifen an und zwar auf was? Wir haben Waffen 1, 2, 3 Waffen. 4 Waffen haben die. Uiuiuiui. Wir haben 4 fette Waffen. Überlebe, bis die erwachten Borg den Kubus außer Gefecht setzen. Oh ja, überlebe. Okay, also bedeutet Überleben. Oh, die haben 2 Warpkerne. Wow, Respekt. Da würde ich sagen, die ballern ganz schön rum, ne? Wir machen mal die Waffen platt. Und zwar eine Waffe. Erfasst, Captain. Wir machen erstmal eine Waffe platt hier. 3, 2, 1, let's go. Fähigkeit bereit, Captain. Ganz schön weit weg. Feindliche Schilde zerstört, Captain. So, Fähigkeit bereit, Moment, die Captain. ersten Waffen sind down, habe ich gesehen. Machen wir die zweite Waffe Angriffsvektor down. Backbord bestätigt, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Dann ballern wir alle beim Borg-Kubus. Jawohl, ist ja nicht gerade zu unterschätzen. Jawohl. Widerstand ist nicht zwecklos. Besiege einen Borg-Kubus. Yes. Perfekt. Besser gelaufen als gedacht. Eingehende Übertragung vom Kubus, Captain. Wir haben die Kontrolle, Captain Janeway. Die Königin war nicht physisch an Bord. Es scheint, dass sie dieses Schiff aus der Ferne gesteuert hat. Von Unimatrix 01, zweifellos. Eines Tages wird dieser Konflikt enden. Fürs Erste ist er beendet, Captain.
Das ist mehr als die meisten sagen können, nachdem sie der Borgkönigin gegenüberstanden. Und dieser Sieg wäre ohne Rallig und seine Leute nicht möglich gewesen. Danke. Rallig, das war das Mindeste, das wir ihnen als Gegenleistung für die sichere Zuflucht bieten konnten, die sie uns gewährt haben. Nun haben mehr Erwachte die Chance, sich gegen das Kollektiv zu erheben. Alle erwachten Borg an Bord. Nein, die will ich alle loswerden. Entschuldigung. So. Die erwachten Borg zum Bleiben einladen, aber nicht genug Platz für alle da. -10 müssen gehen. Nee. Alle erwachten Borg zum Bleiben einladen, aber ist nicht genug Platz für alle da. 25 müssen gehen. Nicht genug Platz für alle da. 50 müssen gehen. Erwachten Borg beim Bleiben, aber ist nicht genug für alle da. 75 müssen gehen. Ex-Borg 1. Rallig und seine Leute alles Gute wünschen. Alle Ex-Borg auf den Kubus schicken. Warum? Alle Ex-Borg-Crewmitglieder, alle Ex-Borg werden die Voyager verlassen. Nee, machen wir nicht. 75 waren wir los, den Rest ist halt so. Wir haben 150 Borg, dann haben wir immer noch 75 übrig, ne? So eine Scheiße. Rallig und seine Leute alles Gute wünschen. Alle Ex-Borg auf den Kubus schicken. Warnung, alle Ex-Borg-Crewmitglieder werden die Voyager verlassen. Das bedeutet doch auch die Seven of Nine, oder? Nee. 5. Die beste Option. 75 wegschicken. Wir warten Ex-Borg zum Bleiben einladen, aber es ist nicht genug Platz für alle da. -75 müssen gehen. 75 müssen gehen. Ich würde gern 120, 150 wegschicken. Was soll denn das bedeuten? Alle Ex-Borg Crewmitglieder. Ja, die Seven of Nine ist auch ein Crewmitglied. Alle Ex-Borg werden Voyager verlassen. Ex-Borg 1. Ex-Borg 1. Ja, das kann sein, dass damit die Seven of Nine gemeint ist, ne? Nee. So eine Scheiße, hätte ich vorher mal speichern sollen. Wir machen das. Radix, Sie sollten wissen, dass die Voyager ein Zufluchtsort bleibt, falls einige von Ihnen bleiben möchten. Wir können nicht alle aufnehmen, aber ein paar können bleiben. 75 Ex-Borg haben die Voyager verlassen. Ja, sind leider zu wenige. Wir haben da fast 150 an Bord gehabt. Wir schätzen das Angebot einer Zuflucht zutiefst. Für die Verbliebenen unserer Leute dient der befreite Kubus als neue Heimat. Dies ist ein Neuanfang. Seien Sie sich gewiss, Captain. Wenn Sie uns brauchen, werden wir kommen. -1 verbündete Borgsphäre. Erwachen. Completed. Resume Kollektiv. Schließen die Hauptmission. Das ging aber flott, die Hauptmission. Das war ja schneller als jede andere Mission. So, jetzt ist selbstverständlich, bleiben wir jetzt hier. Das ist ja wohl absolut logisch. Aber wir haben ja hier noch en masse zu tun. Und jetzt müssen wir gucken. Wir haben noch verschissene 72. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind viel zu viele Borgs, die wir hier an Bord haben. Wir müssen also für 12 noch ein Zimmerchen bauen. Hallo, ich will den Ruf nicht annehmen. Und nächsten Kinderspiel. Nimm die Com-Anfrage an, das tun wir. Captain, unser Scanner erfassen vorläufige kultivierte Landmassen, was auf einer Landwirtschaft und in diesem System hinter. Handelsbeziehung wäre in unserem Interesse. Jo. Was für eine Gelegenheit. Denkst du an all die neuen kulinarischen Köstlichkeiten, die ich kreieren könnte? Jo. Ein wenig frischer Proviant für unsere Bestände könnte sicher nicht schaden. An außerdem schicken Handelsgespräche. So, komm, mach hinne. Ganz recht, stellen Sie ein Team zusammen. Kontakt mit den Bauern aufnehmen. Shuttle -1. Hauen jetzt die Nasen alle ab. Sieht so aus. Talaxianer. Einmal Talaxianer. Okay, wen können wir am meisten entbehren? Wer stört nicht? Also hier der Carry. Wenn der weg ist, ist nicht so schlimm. Schickt mal den Carry. Moment, wir brauchen Medizin und Dingsbums.
Medizin und Dings. Die Belana. Die Belana, die ist ja, macht die Waffen irgendwas? Nee, ne? Könnten die Belana wegschicken. Die ist Level 8. Die ist Innovator. Was haben wir denn noch? Medizin. Die Danara Pell. Oh, die ist aber extrem stark. Na, wir schicken die mal. Ah, noch einen. Müssen wir 3 schicken. So eine Scheiße. Pelk. Flashly. 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 Hier der Arturis. Flashly. Level 5. Da muss er eh leveln. Let's go. Landung erfolgreich. Erster Schritt, Kontakt mit den Einheimischen aufnehmen. Wie sieht unsere Strategie aus? Sprechen Sie die Einheimischen an, beobachten und analysieren die Einheimischen. Ja, genau. Das wäre das. Machen wir das. Sollte doch locker klappen. Oder das. Wenn wir hier das machen, so, dann hätten wir in der nächsten Runde voll den Overkill. Sind ja nur 2 Runden. Komm, machen wir das. Kritischen Erfolg, wir brauchen Level. Fortschrittlichen Ausnehmen, unbeeindruckt zu sein und zeigen großes Interesse am Handel. Okay. Die Brunner lehnen Technologie ab. Interesse gilt an Werkzeugen für den Ackerbau. Oh shit. Jetzt, weil wir den gemacht haben, sind wir jetzt leider ein bisschen schlechter drauf. Ich hoffe, das klappt. Oh ja, gut. Die Brunner sind fasziniert von den vielfältigen Pflanzenarten und Anbautechniken der Voyager. Sie brennen darauf, Saatgut und das Wissen zu tauschen und laden das Außenteam zu einer Führung über ihre Farmen ein. Das Team genießt die Zeit, bevor es zum Shuttle zurückkehrt. Gut. So, wie schaut es aus mit Leveln? Komm, gib mir Leveln. Level 6, der Laxianer und der Arturis. Okay. Nächster Sektor, muss ich Obacht geben, dass ich nicht aus Versehen im nächsten Sektor landen tue. So, wie sieht es mit den kranken Leute aus? Immer noch 4. Mann. Hier ist keiner mehr. Abschalten. Abschalten. Krankenstation. So. Sind 4 Leute von 12. Okay, passt. Dann kann die Cass wieder hier sich vergnügen. Im Biolabor. Ihren Job nachgehen. Und die... Was haben wir hier? 12 solche. Sind wir voll. Ja komm, können wir mal machen. Jetzt habe ich zurückgewiesen. Na, Stupido. Stupido. Ja, wo sind sie denn? Wo ist denn die Danara Pell hin? Hallo? Wo ist die hin? Hallo? Wir sind nicht da. Warum nicht? Wo sind die schon wieder? Warte, bis der Shuttle zur Voyager rückkehrt. Okay, 5 Runden, ich verstehe. 5 Runden warten. Also wir haben das, haben wir genügend. Wir hätten hier ein wenig weniger. Dann gucken wir mal darüber. Wie weit ist das hier weg? 5 Runden, ja komm. Gehen wir dahin. Neues Handelsangebot, okay. Notruf, Captain. Unser Außenteam ist auf einen Borg-Kubus gestoßen. Koordinaten anbei. Gibt es nützliche Daten? 60-80%. Wir können sie über diesen Borg-Kubus in Erfahrung bringen. Die Koordinaten des Kubus haben sich seit geraumer Zeit nicht geändert. Es ist möglich, dass es dem Außenteam bereits gelungen ist, ihn außer Gefecht zu setzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Maximum Warp hoffen wir, dass sie mit sich reden lassen. Unwahrscheinlich, Captain. Ich schlage vor, alternativen Methoden in Betracht zu ziehen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Fliege zum Borg-Kubus, rutsch mir einen Buckel runter. Wir müssen erstmal wieder, meine Leute sind doch hier noch irgendwo. Hallo. Was? Dreifach gepanzerte Hülle? Wo ist denn jetzt hin? Da. Dreifach gepanzerte Hülle, okay, meinetwegen. Wo sind meine Leute? Hallo? Ach, hier. Die sind alle weg.
Und ich Trottel hab das Zeug nicht eingesackt. Dann sacken wir erstmal noch das Zeug ein. Alles gut, alles gut, alles gut. Ingenieurwissen, haben wir hier irgendwas noch zum Entwickeln? Nein. Bei der Crew, wie sieht's da aus? Wir sind mit allem, was wir entwickeln können, haben wir entwickelt. Deuteriumabfall. Kann man, muss man nicht. Hydroponischer Garten Level 3. Kann man, muss man nicht. Energiedissipator. Wenn wir den entwickelt haben, kann man den dann nutzen, obwohl wir ihn nicht haben. Wir machen es einfach mal. Hauptsache ist er entwickelt. So, weiter geht's. So, einsacken. Machen wir das. Jawohl, alles klar. So, und nun geht's zum Borg-Kubus. Let's go. So, schauen wir uns mal an, was Sache ist hier. Wir haben unser Ziel erreicht. Fortsetzen. Was gibt's hier für eine Action? Captain Borg-Kubus eröffnet das Feuer schon wieder. Wir sind die Borg, bereiten sich darauf vor, assimiliert zu werden. Nicht mit uns, nicht heute. Waffen bereit machen, zeigen wir den Borg, mit wem sie sich angelegt haben. 138er Borg-Kubus, oh ja, es sind keine Helden da. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder was. Was ist denn das? Was kann denn die? Lädt alle anderen Fähigkeiten wieder auf und reduziert die Abklingzeit 9 Sekunden. Okay. Kontaminierungs. Feuert einen kontaminierten Torpedo ab, der Zeit an Schilden und Hülle verursacht. Ja, klingt doch nicht schlecht. Inspektion, na, das ist auch ein Schwachsinn. Marquis-Manöver. Tuvok, genau, doppelte Phaser. Hau rein, den Shit. Kampf starten, Ihre Befehle, let's go. Captain? Oh ja, es wird ein fetter Kubus. Moment. Also gut, was sind die Waffen von denen? Eine Waffe, 2 Waffen, 3 Waffen, 4 Waffen haben die. Jo, jo, jo. Also dann haben wir schon die ersten Bug wird ausschalten. erfasst, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Schildhacking. Feindliche Schilde Ding, zerstört, Boom. Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Okay, das erste ist down. Die ersten Waffen sind down. Auf den zweiten Angriffsvektor Waffen Steuerbord bestätigt, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Sieg. Schon erledigt. Okay, ging ja super flott. Borg-Kubus erfolgreich außer Gefecht gesetzt, Captain. Das war viel zu einfach. Irgendwas stimmt da nicht. Haben wir sie etwa beim Kaffeekranz erwischt? Mal sehen, ob sie jetzt bereit sind zu reden. Wir sind die Borg. Sie werden assimiliert. Mit defekten Waffensystemen? Sparen Sie sich die Drohung, lassen Sie meine Leute gehen. Wir haben gerade unser Schiff gescannt, Captain. Wir werden Ihre Crew im Austausch gegen Ihren Deflektor zurückgeben. Was? Interessant. Die Kommunikationsphalanx des Kubus ist beschädigt. Unser Deflektor würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Verbindung zum Kollektiv wiederherzustellen. Kommt nicht in Frage. Ohne den Deflektor sind wir dem Borg schutzlos ausgeliefert. Das wäre leichte Beute. Wir wären leichte Beute. Captain, denken Sie an die Geiseln. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Was, wenn wir anbieten, Ihre Bedingungen zu prüfen und sofern wir zuerst ein Lebenszeichen erhalten? Borg-Kubus, bevor wir dem Handel zustimmen, verlange ich einen Statusbericht meiner Crew. Sind Sie am Leben? Sind Sie unverletzt? Einverstanden. Sie werden 2 Repräsentanten senden, auch schon wieder. Nach 3 Personen zu schicken, wertvolle Daten gewinnen für das Kollektiv. Oh, oh. Einverstanden. Sie werden 2 Repräsentanten setzen, also wir oder was? Catherine Janeway. 70-85%, 70-95%. Darauf bestehen, 3 Personen zu schicken, aus Effizienzgründen. Darauf bestehen aus Personen, aus Sicherheitsgründen. Level 10, Level 10. 85-95%. Wir machen das. 3 Repräsentanten nicht Borg sind weniger effizient. Sie benötigen eine höhere Anzahl an Einheiten, um Aufgaben zu erfüllen, für die Borg weitaus weniger Personal bräuchten. 3 Repräsentanten werden akzeptiert. Erfolg. Gut. Die Borg nerven. Müssen wir schon wieder 3 Leute schicken. Was brauchen wir denn? Borg und Ocampa. Ist die Ocampa überhaupt zur Verfügung? Ja.
Borg wäre die 7. Wo ist denn die 7? Da ist die 7. So, und dann schicken wir noch einen dritten mit. So, das wäre Waffe und A. Was wäre Waffe und A? Eine gute Waffe und A. Die ist Level 6. Die ist nicht besonders stark. Krashik hat auch Waffe. Und hätte man beides, Waffe und A, wäre der Vulkane. Der ist Level 8. Der könnte nochmal leveln. Ja, Waffe und A, Vulkan. Ja, dann machen wir das mal. Dann kann der nochmal leveln. Ja, würde ich sagen. Der kann noch leveln. Mission Start. Wir sind an Bord des Kubus. Hier muss etwas vorgefallen sein. Überall sind tote Drohnen verstreut. Sollen wir eine Analyse von nehmen? Okay. Ist die Frage. Ocampa wird benötigt. Tuvok nicht. Die zwei haben hier eine Fähigkeit. Die kommen irgendwann dran. Wann, weiß ich nicht. Wann, weiß ich nicht. Das kann man eigentlich vielleicht abschätzen. Nämlich, wir haben Flashly und Werkzeug. Das wäre in der nächsten Runde. Und dann hätten wir Flashly und Medizin. Flashly, Medizin und warte mal. Die Fähigkeit von der Ocampa ist ja eigentlich Medizin. Und auch Überredungskunst. Beziehungsweise Telepathie. Das wäre eigentlich das Kommunikationszeichen. Das wäre 2 und 3 und 4 und 5. Also ist jetzt auf jeden Fall Waffe angesagt. Würde ich sagen. Ja, muss sein. Also der ist jetzt dran. Untersuchen die Umgebung nach Kampfspuren. Also Tuvok, guck mal nach. Keine Anzeichen von Gewalt, keine Spuren einer Schlacht. Die Ursache für das Sterben der Borg muss eine andere sein. Bevor das Team jedoch weiter Untersuchungen anstellen kann, erscheinen 5 neonatale Drohnen, scheinbar der einzig verbliebenen Überlebenden des Kubus. Verwirrung macht sich im Team breit. Kinder? Wer sind diese Kinder? Warum sind sie die einzigen Borg, die noch am Leben sind? Und was ist hier geschehen? Weisen Sie... wunderbar. Weisen Sie die Drohne an, zu gehorchen und Bericht zu erstatten. Versuchen Sie mit Kindern auf Augenhöhe zu sprechen. Geht auch. Aber nee, wir machen hier die 7 of 9. Let's go. Kritischer Erfolg. Eine Drohne im Teenageralter namens Erster tritt als Anführer hervor. Zweiter, ein ruhiger, schüchtern wirkender Junge, beobachtet das Außenteam neugierig aus der Ferne. Aus der ehemaligen Borg des Teams das Wort ergreift, schwindet Ersters Feindseligkeit dezent. Er behauptet, der Kubus sei durch einen radioaktiven Nebel geflogen. Doch sein Verhalten lässt vermuten, dass dies nur eine Ausrede ist. Ungeduldig besteht er darauf, das Team sofort zu den Geiseln zu bringen. Captain, die Kinder haben uns zu den Geiseln geführt. Körperlich geht es ihnen gut, aber sie scheinen physisch stark mitgenommen zu sein. Okay, der wäre stark, der muss aber auch... Aha, dann die Cass wäre hier okay, aber die hat ja hier Ocampa-Fähigkeiten. Wenden Sie einen psychologischen Trick an, um sie zu beruhigen. Genau. Überzeugen Sie, einen Weg zu finden, sie zu retten. Motivieren Sie sie und erinnern Sie an Ihre Aufgabe. Ocampa, kritischer Erfolg. Cass projiziert Ruhe in die Gedanken der Geiseln und lindert die Panik mit ihrer empathischen Kontrolle. Die Angst in ihren Augen schwindet, als Erster das Team wegzieht und sie zum Kommandozentrum führt. Das Kommandozentrum ist ein einziges Chaos. Diese Kinder scheinen keine Ahnung zu haben, was zu tun ist. Wir könnten anbieten, bei den Reparaturen zu helfen und heimlich auf die Terminals zuzugreifen, um Informationen zu sammeln. So, wir haben also jetzt 4 und 5. 5 wäre dann Medizin. Medizin wäre wieder die Cass. Also lassen wir jetzt die Cass ruhen und nehmen wieder die 7 of 9. Weil die Cass muss in der nächsten Runde mit Medizin hier wieder alles rausreißen. Hätte ich gesagt. Jupp. Okay, bieten Sie an, Ihre Maschinen zu reparieren und greifen Sie heimlich auf das Terminal zu. Sagen Sie den Zukunftsingenieur benötigen und an Reparaturen anzuarbeiten. Ja, genau, bieten Sie an, Maschinen zu reparieren. Das machen wir doch. Jawohl, die Borg lassen das Team
bei den Reparaturen helfen. Diese Gelegenheit nutzt die Crew, um heimlich das Terminal zu hacken. Sie stoßen auf ein verschlüsseltes Protokoll, laut dem das Kollektiv den Hilferuf des Kubus einfach ignoriert hat. Erster verliert die Geduld. Er will, dass wir gehen und den Deflektor übergeben. Wenn wir eine der Borg-Leichen mitnehmen können, finden wir vielleicht heraus, was hier wirklich passiert ist. Ah, die Borg ist schon wieder dran. Oh, scheiße. Ist aber trotzdem stark genug, um das zu machen. Okay. Appellieren Sie an das Streben der Borg nach Perfektion und Wissen. Aha, aha, aha. Um die Kinder einzuschüchtern. Überzeugen Sie als Erster, dass Sie helfen wollen, damit Sie in Zukunft in Sicherheit sind. Appellieren Sie an das Streben der Borg nach Perfektion und Wissen. Machen wir das. Erster stimmt zu und überlässt Ihnen die Leiche, um Unvollkommenheit zu vermeiden. Doch die Drohung bleibt bestehen. Ohne den Deflektor wird er die Geiseln bald assimilieren. Was ist los? So, jetzt haben wir ein paar kritische Folgen gehabt. Also, Tuvok ist schon wieder ein Level aufgestiegen. Erster. USS Voyager, Ihr Team ist abgezogen mit einer verstorbenen Borg-Einheit zu Analysezwecken. Wie gestattet. Meine Geduld geht zu Ende. Übergeben Sie den Deflektor sofort, wenn Ihre Analyse abgeschlossen ist. Oder wir assimilieren die Geiseln. Verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Unser Team wird von Teenagern festgehalten. Großartig. Doktor, beginnen Sie sofort mit der Analyse des Borg-Leichnams. Die Todesursache könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Und beeilen Sie sich, Teenager sind bekanntlich unberechenbar. So, machen wir hier ein Abo-Like-Dings, wenn das Abo euch gefällt. Das Dings da, hier, das Spiel dann bei mir da, ja, schon ganz plem. Falls euch alles gefällt, macht ein Abo, ein Like, wäre nice, wird mir gefallen. So, der Doktor, in der Tat. So, wie sieht's aus? Ressourcen, alles okay. Ja, passt, alles wackelt, hat Luft. Gut. Analysiere den Borg-Leichnam im Wissenschaftslabor und kehre zum Borg-Kubus der Kinder zurück. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zum Borg-Kubus zurück. In 20 Runden geht das erst. Also, 20 Runden. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal woanders hin. Wir sind hier gewesen, wir sind da gewesen. Wir gucken uns hier mal um. So, ich bilde mir ein, dass ich hier irgendwo was gesehen habe, was verdächtig danach klingt, als wenn es hier die anderen Quests geben könnte. Die anderen blauen Quests. Wahrscheinlichkeit für den Hinterhalt ist schon mal gut. Gibt es schon mal Action Satisfaction? Keinen Hinterhalt. Das hier. Komisch. Da Ressourcen, Hinterhalt. Hier ist auch was komisch. Keine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeit. Keine. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt. Wir fliegen da mal hin, oder? Wir machen ja schon mal hier einen Zwischenstopp. Also, wir haben Antrieb. Mehr als genug, das passt. Wir haben, wie sieht es aus mit hier? Wir haben Quartiere. Schauen wir uns das mal an hier. Wie sieht es aus mit der Crew? Wir haben plus 12. Das heißt, wir haben plus 22 Moral. Das ist gar kein Problem. Stark sind wir genug. Die Waffen sind aktiv. Gibt es irgendjemand, der hier arbeitslos ist, der mal ein bisschen was tun kann? Die hier. Ach ne, die sind im Kontrollraum. Der ist auch unterwegs und sind alle unterwegs. Okay, passt. Dann kann man das so lassen. Wir haben 3. Moment, Crew. Wir haben noch 12 Borgs, die kein Quartier haben. Wie sieht denn das mit der Moral aus? Borg-Alkoven. Ein Borg-Alkove bringt -3. 12 Crewmitglieder ohne Quartiere bringt -1. Da kommt das Gleiche raus, ne? Ohne Quartiere. Wenn ich noch einen Alkoven baue, das ist schon ein 20er, ja. Das ist auch ein 20er. Das sind 3 Borg-Alkoven für 60 mit
Crewmitglieder. Jupp, da kann ich nicht noch einen bauen, das kannst du vergessen. Kostet erstens Strom 7, ja. Nö, machen wir nicht. Also wir fliegen dahin, was wir gesagt haben. Wo sind wir? Wir sind hier, wir fliegen zum nächsten System. Und zwar, wo war's? Hier, Hinterhalt. Let's go, Hinterhalt. Schauen wir mal, was passiert. Das ist noch am entwickeln, alles klar. Handelsangebot. Schauen wir uns auch mal an, was hier so reingeflutscht ist. Vorher gucken wir mal beim Diplomatie. Alle beschäftigt. Sind alle beschäftigt, ja. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das an. 96 Steine für Wissenschaftspunkte, wo wir ohne Ende haben. Na, können wir machen, komm. Können wir machen. Wer funkt denn hier schon wieder? Ah, lebe flott und in Frieden. Hä? Das ist doch schon wieder eine andere blaue Quest. Das ist immer noch nicht die ich weiß schon, will ich haben Quest. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, lebe flott und in Frieden. Antworten. Captain, bitte kommen. Wir haben hier, einen eingehenden Ruf. Ein ziemlich aufgebrachter Herr namens Orik verlangt Sie zu sprechen. Bei dem ganzen Gebrüll konnte ich nur raushören, dass der Leiter eines Bergbaubetriebs in einem Planeten namens Telsius Prime ist und... Ruhebüschchen! USS Voyager, wo bleibt unsere Bezahlung? Was? Welche Bezahlung, Mr. Orik? Sie werden uns kein zweites Mal übers Ohr hauen, Captain Chamber, wenn das überhaupt Ihr richtiger Name ist. Entweder Sie rücken das Dilithium raus, oder Sie geben uns das gestohlene Bolomid zurück. Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. Ha! Sie bleiben also bei Ihrer Masche, was? Ich will meine Bezahlung jetzt. Mr. Orik, wir haben keinen Bolomid an Bord unseres Schiffes. Mit wem auch Sie immer Geschäfte gemacht haben. Wir waren es definitiv nicht. Wollen Sie mich zu einem Narren halten? Ich würde Sie und Ihre spitzige Frisur aus lichtjahren Entfernung wiedererkennen. Sie und dieses geisterschwafelnden Schamanen und das unterkühlte Spitzohr mit dem protzigen Sternenflotten-Shuttle. Klingt für mich nach einer akkuraten Beschreibung. Sind wir uns absolut sicher, dass wir Mr. Orik nie begegnet sind? Nee, sind wir nicht begegnet. Noch nie gesehen. So, 85%. 80%, 85%, 90%. Unschuld beteuern. Nee. Okay. Also, Catherine Janeway, Stellarkartografie, Catherine Janeway, Orders Diplomaten. Orik von der moralischer Integrität überzeugt. Orik beweisen, Sie wollen nie auf Telsius Prime war. Orik wird sagen, dass die Hochstapler hereingefallen sind. Dass die Voyager ein Leuchtfeuer der Rechtschaffenheit ist. Genau, das sind wir. Die Voyager handeln nach dem Prinzip der Gerechtigkeit. Wir stehen für das ein, was moralisch richtig ist. Wir betrügen nicht, wir entlarven diejenigen, die es tun. Erfolg. Aha, Sie scheinen aufrichtig zu sein. Ich entschuldige mich dafür, Sie beschuldigt zu haben. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Sie holen unser Bolomid zurück und wir waschen Ihren Ruf wieder rein. Wir haben Zeit. Natürlich. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieser Hochstapler den Ruf der Voyager ruiniert. Hier, einige technische Scans des Shuttles, denen wir begegnet sind. Hoffentlich hilft Ihnen das, diese Leute zur Strecke zu bringen. So, 60. 90%, 60, 70, 85%, Dreadnought 100%. Yo. Nach Energierückstand suchen, nach Shuttle scannen. Okay. Dreadnought KI. Die Warpspur. Dreadnought KI aufnehmen. Let's go, Dreadnought KI. Mach deinen Job, KI. Zeit, unseren Spürhorn von der Leine zu lassen. Suchen Sie nach Shuttles, die mit den technischen Scans übereinstimmen. Der Erfolg. Harry Kim, yo. Gute Nachrichten, Captain. Wir haben eine Spur entdeckt, die uns direkt zu diesen Hochstaplern führen kann. Ausgezeichnete Arbeit, Steuermann. Folgen Sie diesem Signal, bevor wir es verlieren. Dann folgen wir mal diesem Signal, ne? Vorher, was ist hier? Können wir hier mal auf... Ach, brauchen wir nichts auffüllen. Wir sind knacke voll da. Ah, wir können schon mal wieder ein bisschen auf... Moment. Etwas einmal runter reduzieren. Jupp. So, das passt alles, das passt alles. Wenn wir runter reduzieren, was ist was, wenn wir das hier einschalten? Haben wir 13 Reichweite. Haben aber die Tarnvorrichtung an zur Sicherheit. Jo, das klingt doch gut. Dann fahren wir doch mal hier 13 Zyklen.
zum Hochstapler-Shuttle. Jetzt ist Hochstapler-Shuttle. Ja, was ist denn das für? Das ist doch ein Shuttle von uns. Was ist denn hier los? Wo kommt denn das her? Ist ja mal interessant. Können wir gleich mal angucken hier. Das ist ja wohl die Frechheit. Hochstapler-Shuttle. Also fliegen wir mal hin. Da sind wir. Harry Kim. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Fortsetzen. Nun, es ist ein ziemlich mieser Abklatsch unserer Shuttles. Die Leitungen der Warp-Gondeln sind schief. Und die Hüllenpanzerung ist billigster Schrott. Die haben sich keine Mühe gegeben. Stümperhaft. Janeway, rufen Sie sie. Hier spricht Captain Catherine Janeway von der USS Voyager. What? Das Spiel mitspielen, sich ahnungslos stellen. Zur Sache kommen. Das Spiel mitstellen. Spielen die sich ahnungslos stellen. Okay, wir spielen mal mit. Die Captain Janeway. Oh, es ist mir eine Ehre. Ganz recht, die bin ich. Mein Ruf scheint mir ja vorauszueilen. Womöglich leuchtet das Feuer unserer Rechtschaffenheit bei diesen dunklen Quadranten noch heller. Captain Janeway, genau. In der Gegenwart einer solchen Heldin zu sein. Ich frage mich, ob Sie uns wohl behilflich sein können. Hochstapler, Tante, Janeway. Den Benachteiligten zu helfen ist nicht unsere Pflicht. Ist nicht nur unsere Pflicht, es ist unser ureigenstes Wesen. Unsere große Direktive verpflichtet uns, jedem zu helfen, der um Beistand bittet. Oh, eine große Direktive. Janeway, erlauben Sie mir meinen geschätzten ersten Offizier Chakotay vorzustellen und unseren stets wachsamen Sicherheitschef Tuvok. Wir stehen Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Tuvok, Grüße! Mein Name ist Tuvok. Ihnen zu helfen ist das Ergebnis einer rein logischen Berechnung. Hilfeleistung ist stets die optimale Lösung. Faszinierend. Ey, was ist das für Hochstapler hier? Wer verrückt? Chakotay. Chakotay zu Ihren Diensten. Mein Seelentier flüstert mir Botschaften des Mitgefühls zu. Die Notleidenden zu ignorieren, hieße vom Pfad meiner Ahnen abzuweichen. Und meine Seele würde bitterlich weinen. Was faselt denn der für ein Blödsinn? Tom Paris. Oh, das ist pures Gold. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Absolut unbezahlbar. Schon ein Ende setzen. Das Spielchen weiterhin mitspielen. Also, wie können wir behilflich sein? Welche galaktische Krise ist so gewaltig, dass nur die Elite der Sternenflotte sie bewältigen kann? Oh, wissen Sie, wir benötigen Ihre Hilfe beim Fangen einiger Diebe. Der weiße Himmelswal fragte einst den schimmernden Baum, wo erklingt das Lied des Flusses. Der Baum erstrahlt und reichte ihm einen leuchtenden Tautropfen. Diesen Tropfen zu trinken, wird uns den Weg weisen, um die Diebe zu fangen. In der Tat, ein logisches Gleichnis, Commander. Tuvok, inakzeptabel. Chakotay, oh bitte, das muss aufhören. Tuvok, jedoch verlangt unsere Hilfe, obwohl logisch, einen Preis, eine logische Entschädigung für unsere Bemühungen. Da geht's los. Es ist die einzige logische Schlussfolgerung. Oh Mann, es gäbe eine großartige Fernsehserie ab. Chakotay, das ist der falsche. In der Tat, mein Seelentier flüstert von Gleichgewicht. Solch gute Taten erfordern einen angemessenen energetischen Austausch. So, jetzt der Show ein Ende setzen, die Hochstapler entlarven. Nun, da kommen wir doch direkt zu diesem angemessenen energetischen Austausch, nicht wahr? Ich bin Captain Janeway und befehlige die echte USS Voyager. Und wir sind hier, um ihre Schulden bei den Telsianern einzutreiben. Janeway, die echte Voyager? Oh, wie drollig. Wir sind hier die echte Voyager. Unser oberstes Ziel ist es, das Licht der Hoffnung in der finstersten Ecke dieses Quadranten zu tragen. Interessant. Und ich dachte immer, das oberste Ziel der Voyager wäre die Heimreise. Mein Fehler. Tuvok, pst, Dala. Ich glaube, sie ist die echte Jane. Dala, Moba, verdammt. Was habe ich dir gesagt? Keine echten Namen. Dala, dieses Schiff, das ist die echte Voyager. Wir haben es vermasselt und zwar gewaltig. Warum sind wir noch hier, Zar? Captain, die wollen türmen. Wir müssen sie sofort abfangen. Was haben wir denn alles? Verlinktes Beamen haben wir nicht. Scheiße. Ja, das ist das, weil wir am Anfang das Zeug versemmelt haben. Ne? Wir haben 1, 2, 3 Optionen. An Bord beamen,
60, 75%, 75%, 85% auf ihren Antrieb zielen. Phaser-Kontrollraum. 85%, ich hoffe, das klappt. Zielen Sie auf Ihr Triebe, machen Sie die Manövrierung. Okay, let's go. Fehlschlag, willst du mich verarschen mit 85%? Oh, ey, die wichtigen Entscheidungen funktionieren hier nicht. Erfolglos, das Schiff ist zu schnell auf Warp gegangen, Sie sind weg. Verdammt, wir waren so nah dran. Nun, uns bleibt wohl nichts anderes, als Oryx die schlechte Nachricht zu überbringen. Ey, das gibt's doch nicht. Fehlschlag. Wann hat denn der gespeichert? Jetzt hat er gerade gespeichert, ne? So eine Scheiße, echt. Also, nächstes Mal speichere ich hier manuell vor irgendeinem Scheißdreck da. Das ist die zweite große Fehlschlag jetzt hier in dem Sektor 11. Lebe flott und in Frieden. Analysiere den Bock gleich im Wissenschaftslabor. Ach, habe ich auch vergessen. Im Wissenschaftslabor. Moment. Das muss ja parallel laufen. So ein Scheißdreck, echt. Ah, da sind sie ja wieder, Captain. Nun haben sie die Hochstapler erwischt. Unglücklicherweise sind sie entkommen. Sie alle. Wie bedauerlich. Ich hatte wirklich darauf gehofft, unser Polemit wiederzusehen. Ohne handfeste Beweise wird es fast unmöglich sein, ihren Ruf hier im Sektor reinzuwaschen. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Es tut mir wirklich leid, wegen der Unannehmlichkeiten. Gute Reise, super. Der Gedanke, dass die Hochstapler weiterhin frei herumlaufen und den Namen der Beute ruinieren, das beunruhigt mich, Captain. Es beunruhigt mich ebenfalls, Commander, aber leider müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen, dass bei 85% Wahrscheinlichkeit es nicht geklappt hat. Nehmen Sie Ihr alten Kurs wieder auf. Mission gescheitert. Scheiße. Lebe flott und in Frieden. Ja, toll. Wo bleiben denn diese Sonderleck-Sapperlot-Missionen? Das gibt's doch nicht. Wo sind denn die? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn jetzt hier? Pass mal auf. Hier Screenshot. Wie komme ich da hin? Da. Kommt. Nein. Da komme ich wie hier. Da. Hier ist die Mediengalerie. Und die Foto. Hier, Foto. So, hier. Da, pass auf, hier. 5 neue Missionen. Ha. Friendship One, Sektor 11. Habe ich noch nicht gesehen. Der gute Hirte, Sektor 11, habe ich auch noch nicht gesehen. Neue Technologien, Relikt der Friendship One und Subraumreaktive Teilchen. Und möglicherweise war das Blaue gerade die Vorreiterquest zu den Folgequests. Ich hoffe nicht, ne? Ist doch Oberscheiße hier, echt, ey. Wird alles schief gelaufen. Also gut, wir gucken mal, ob es hier noch was gibt, was verdächtig nach eventueller Quest klingen könnte. Das war nämlich genau das Schiff, das habe ich mir nämlich schon gedacht hier. Das sah nämlich schon so verdächtig aus. Dann haben wir hier einen Nebel, aber da ist auch nichts dran. Kein Hinterhalt, kein Dings. Hier ist noch ein Nebel. Keine Wahrscheinlichkeit, Ressourcen. Da ist nichts los. Da ist auch nichts los. Tja. Bevor wir hier wieder auf leer laufen, tun wir mal kurz den Reaktor kurz hochfahren. Sicherheitshalber. Genau. Haben wir das schon auf 2 gemacht hier? Demontieren. Ne, haben wir schon, ja. Okay, das hat jetzt hier Batteriespeicher 180 hypothetisch. Hypothetisch 180, okay, also hier gibt es hier nichts. Dann gucken wir jetzt einmal zum nächsten Dings. Vielleicht ist hier was los. Was ist denn hier los? Gibt es hier irgendwo was, wo eventuell hier ist ein Hinterhalt. Hinterhalt klingt wird gut. Da ist nichts los. Hier ist ein komischer Nebel. Hier ist doch was faul.
Um Ressourcen wird sie plötzlich von den näheren Schiff gerufen. Die Neuankommen stellen sich als Anari vor und bieten der Crew einen Handel an. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Das könnte eine Quest sein. Das könnte eine Quest sein. Ja. Das könnte eine Quest sein. Ja. Könnte. Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Hier hätten wir was. Nee, glaube ich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Es wird schon das gewesen sein gerade. Ja. Das müsste das schon gewesen sein hier. Das da, die Nightingale. Ist wie weit weg? 7 Zyklen. Ja, ich würde sagen, let's go 7 Zyklen. Essen ist gar kein Problem. Borgleiche ist erforscht. Was haben wir denn? Das Wissenschaftslabor macht jetzt weiter mit dem anderen Ding. Die rufen schon wieder. Die Borgleichen Fritzen. Kinderspiel. Kinderspiel. Captain, meine Analyse ist abgeschlossen. Dieser Borg erlag einem Virus, der spezifisch daraus ausgelegt ist, die Physiologie der Borg anzugreifen. Also hat es jemand auf die Borg abgesehen. Aber wie gelangt der Virus an Bord des Kubus? Ist es möglich, diesen Virus zu reproduzieren, Doktor? Theoretisch ja. Aber ich sehe die Notwendigkeit nicht. Es sind doch nur Kinder auf diesem Kubus übrig. Kinder oder nicht, Doktor, sie bleiben eine Bedrohung für unser Außenteam. Wir können diesen Virus nutzen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nein, das ist ein vollkommen ungeheuerlicher Vorschlag. Das ist ja schon wieder interessant. Warum motzt jetzt? Mal ganz kurz die Nase schneiden. Nein, das ist ein vollkommen ungeheuerlicher Vorschlag. Den Virus herstellen. Den Virus nicht herstellen. Zum Borg-Kubus zurückkehren. Aber wenn wir den Virus nicht herstellen, haben wir doch wahrscheinlich keine Möglichkeit, irgendwas zu tun gegen die Nasen. Aber der Virus killt die. Oh Mann, das wird so eine Entscheidung, ne? Das ist bestimmt schon wieder den Virus herstellen. Sie mögen jung sein, aber sie sind eine Bedrohung. Beginnen Sie mit der Herstellung des Virus, Doktor. Falls es ein anderer fehlschlägt, werden wir ihn als Notfallplan nutzen. Minus 400. Ich kann nur hoffen, dass Sie dies wirklich als allerletzte Ausweg in Betracht ziehen, Captain. So, stellen Sie den Virus in der Werkstatt her und kehren zum Borg-Kubus der Kinder zurück. So nur der letzte Ausweg, genau. Also, wo ist es? Da ist es nicht, die ist in der Werkstatt. In der Werkstatt stellen wir den Borg-Pathogen her. Den kann man modifizieren, dass er vielleicht nicht tödlich ist, sondern nur ein bisschen betäubend vielleicht. Vielleicht kann man den auf Betäubung umstellen. Doktor, du bist doch absolut fähig zu solchen Dingen. So, die Danara Pell ist ja nicht da, ne? Die ist ja weg. Ja, eben. Die ist nicht da, die Tante. Die ist weg. Die ist ja auf Mission, auf dem Shuttle und ist auf Wiedersehen, ist weg. Das ist ja blöd. Also weiterfliegen. Upsi, was für ein Planet. Energiedissipator ist ready. So, wir schauen mal. Also Ingenieurwesen, da haben wir. Was haben wir denn? Nix. Überhaupt nichts. Bei Ingenieur gibt es nichts mehr. Und die Fragezeichen kommen nicht mehr. So, dann haben wir hier Deuterium Abfall. Brauchen wir momentan nicht. Wir haben einen mächtigen Verbündeten der Talaxianer. Wir hätten den hydroponischen Garten 3. Da haben wir nichts. Haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. Alles voll. Da hätten wir hier maximal Borg-Zeugs zum Entwickeln. Vinculum-Antivirus kann ich nicht. So eine Scheiße. Automatische Regeneration-Einheit. Ja. Du brauchst auch viel Platz wieder. Was? Erhöht die Feuerrate Neidstreiser. Das ist doch mal nett. Dann ist ja schon mal die Feuerrate erhöhen. Das ist schon mal cool. Das machen wir auf jeden Fall. Hätte ich ja schon vorher machen können. Okay. Dann geht's weiter. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Hier.
Interessanter Planet hier. Eisplanet oder was? USS Voyager. Friendship One, der gute Hirte. Jo, das ist endlich genau das, was wir suchen. Friendship One und der gute Hirte. Perfekt, das sind die zwei Sachen. So. Wir fangen mit dem Friendship One an. Seven of Nine. An Captain Janeway. Die Astrometrie wurde über eine Sternenflottensonde namens Friendship One benachrichtigt. Interessant. Diese Sonde wurde vor knapp 300 Jahren losgeschickt, um Erstkontakt zu knüpfen. Friendship One. Wir, die Bewohner der Erde, grüßen Sie in einem Geiste des Friedens und der Demut. Jetzt, da wir uns aus unserem Sonnensystem herauswagen, hoffen wir, das Vertrauen und die Freundschaft anderer Welten zu gewinnen. Wir stellen Ihnen diese Informationen zur Verfügung, in der Hoffnung, dass wir eines Tages auf Ihrem Boden stehen und unsere Hände in Freundschaft ausstrecken werden. Im Jahr 2067, noch bevor es die Sternenflotte und die oberste Direktive überhaupt gab, schickten die Menschen der Erde eine Sonde namens Friendship 1, Friendship One, aus, um Kontakt zu anderen Spezies aufzunehmen. Sie sollte den Weg für all die bemannten Missionen ebnen, die folgen würden. Basierend auf der letzten bekannten Koordinaten der Sonde, sagt Seven of Nine, von Paris, lassen Sie mich raten. Kulu SVG sagt guten Abend. Wir sind ganz in der Nähe. Hallo Zukulu, grüß dich, guten Abend. Danke dir fürs Reingucken, Dankeschön. So, schauen wir weiter. 709, korrekt. Die Datenbank enthält einen dauerhaften Befehl des Sternenflottenkommandos. Es handelt sich um eine Such- und Bergungsmission mit hoher Priorität für Friendship One. Such- und Bergungsmission, okay. Wir schon ignoriert, wir haben keine Zeit. Selbstverständlich haben wir Zeit. Wir haben selbstverständlich Zeit. Die Sonde ist ja hier die Deluxe Main Nebenquest. Die machen wir auf jeden Fall. Das führt uns zwar ein Stück vom Kurs ab. Falls aber die Sonde noch intakt ist, holen wir damit ein echtes Stück Zeitgeschichte an Bord. Wie beabsichtigen Sie, die Suche anzugehen, Captain? So, was haben wir denn? 60, 80%, 80%, 85%, 75%. Also wäre das hier das Höchste. Ganz oben, die Sonde über astrometischen Scanner lokalisieren. Harry, das System bei den Scan durchführen lassen, um die Sonde zu lokalisieren. Wissenschaftslabor. Start und der Sonde mit einem Wissenschaftslabor berechnen. Die Scannerphalanx nutzen, um die Sonde zu lokalisieren. Naja, das ist hier die höchste Chance. 85%. Genau, 60, 60, 20, 20, 86, 85. Okay. Die letzten 85% gingen schief. Die blaue Quest ist komplett fehlgeschlagen. Wir hoffen. Was habe ich vorhin gesagt? Ich hätte mal speichern sollen, ne? Zu spät. Man klickt einfach weiter. Leiten Sie sämtliche Daten ans Labor weiter und analysieren Sie sie bis ins kleinste Detail. So. Erfolg. Sehr gut. Harry Kim, schon dabei, Captain. Ich hab's. Die Sonde ist auf einem nahegelegenen, unbewohnten Klasse M-Planeten. Tom Paris. Bei all den dramatischen Möglichkeiten stellen Sie sich vor, wir hätten die Sonde auf einem galaktischen Flohmarkt gefunden. Janeway, sehr komisch, Mr. Paris. Also, meine Damen und Herren, es sieht ganz danach aus, als würden wir viel früher als geplant ein Stück zu Hause zu Gesicht zu bekommen. Kurs auf die Koordinaten setzen. Friendship One. So, was ist mit dem guten Hirten? Nehme ich das jetzt auch gleich mit an? Theoretisch, praktisch mache ich Folgendes. Speichern, manueller Speicherstand, ja, mache ich. Manuell speichern, bevor ich hier irgendeine Scheiße baue. Also, Alzheimer lässt grüßen. Also ich schreibe mal hier ein M auf für manuellen Speicherstand. Lass den Stift hier nebendran liegen, dann weiß ich Bescheid. Falls was schief geht, laden wir den manuellen Speicherstand. So, fliegen wir jetzt zur Friendship One. Schauen uns mal den Sektor an. Ist das hier Friendship One? Ja, das ist Friendship One. 6 Zyklen entfernt. Der gute Hirte, Anfrage annehmen. Bleibt das so lange erhalten, der gute Hirte, oder verschwindet das? Das ist jetzt die gute Frage, die sich wieder stellt. Wir können die zwei gleichzeitige Quests mir um die Ohren haben. Das ist doch, ja, verstehe ich nicht. Normalerweise würden die Leute das auch annehmen, oder? Also komm, wir nehmen das Anfrage an. Captain,
Das ist die zweite Deluxe-Quest. Captain, ich habe meine wöchentliche Effizienzanalyse abgeschlossen. Die meisten Crewmitglieder erfüllen die Standards der Sternenflotte. Es gibt jedoch Ausnahmen. Die üblichen Verdächtigen, was? 3 Fähnriche, Captain. Belmont, Corsair und Dufty. Oder um es mit Mr. Paris Worten zu sagen, die 3 Pfeifen. Die 3 Pfeifen. Jawohl. Die Slapstick-Comedy aus dem 20. Jahrhundert findet eben immer noch Anklang. Zeigen Sie mir den Bericht, Lieutenant. Den Bericht genauer lesen. Verstehe. Oje, Belmont betrachtet den Input von Kollegen als kognitiv minderwertig, was in Einzelgängertum und herablassendem Verhalten resultiert. Also jemand, der nur seine eigene Meinung gelten lässt. Duftley meldet häufige unbegründete medizinische Beschwerden, ein Hypochonder also. Und Concavials Sensoranalyse liegt beständig unter den Mindestanforderungen. Oh, sie spekuliert also nur. Tuvok, das ist ja ein düsteres Bild, das Sie da zeichnen. Was ist Ihr Lösungsvorschlag? Sollen wir sie einfach aus der Luftschleuse werfen? Befänden wir uns im Alpha-Quadranten, wären sie längst versetzt worden. Ich könnte sie höchstens in die nächste Besenkammer versetzen. Exakt. Entbinden Sie sich von Ihren Pflichten. Das ist die einzig logische Konsequenz. Sie verrichten lediglich Hilfsarbeiten. Ihr Einfluss ist gering. Ich würde mich auf keinen von Ihnen verlassen wollen. Tuvok Zustimme. Die 3 Fähnriche sind nur eine Last. Vom aktiven Dienst entbinden. Tuvok widersprechen. Jeder verdient eine Chance, sich zu verbessern. Genau, verbessern. Mit denen sprechen, ihr müsst besser werden. Sie sind nur mehr als Zahlen in der Gleichung, die nicht aufgeht. Wenn eine Gleichung nicht aufgeht, ist sie fehlerhaft. Wir könnten versuchen, den Wert zu ändern, der diese Zahlen innewohnt. Belmont, Duftley und Concavial zeigen keinerlei Ambitionen, sich zu bessern, Captain. Sie zeigen keine Ambitionen, weil sie den Glauben an sich selbst verloren haben. Wir müssen diesen Funken wieder neu entfachen. Selbstwertgefühl ist kein messbarer Parameter. Ressourcen aufzuwenden, um es neu zu entfachen, angesichts ihres Desinteresses eine ineffiziente Zuweisung von Mitteln. Tuvoks Überlegungen akzeptieren und die Fähnrich vom aktiven Dienst entbinden. Nein, Tuvok befehlen, dem Trio zu helfen. Ich halte Ihre Beurteilung für zu oberflächlich. Ihre Sachlichkeit ist zwar oft eine Stärke, aber in diesem Fall steht sie Ihnen im Weg, wenn es darum geht, die Komplexität einer lebendigen Crew zu verstehen. Sie sind nicht einfach nur Ressourcen oder Variablen, die neu ausgerichtet werden müssen. Empathie ist keine erforderliche Komponente für operative Effizienz. Vielleicht sollten Sie das sein. Was sollte sie da sein, Mr. Tuvok? Ihr Bericht besagt auch, dass die 3 noch nie auf einer Außenmission waren. Belmont meldet sich nie freiwillig. Concavial scheitert an den Mindestanforderungen und Duftley simuliert jedes Mal eine Krankheit. Wie im echten Leben. Janeway, ganz in der Nähe befindet sich ein interessanter Nebel. Sie werden mit einem Shuttle dorthin fliegen, zusammen mit den Fähnrichen Belmont, Duftley und Concavial. Betrachten Sie es als einen obligatorischen Teambuilding-Ausflug. Interessant. Genau das Szenario, das ich vermeiden wünschte, ist nun eingetreten. Ihr Hang zur Ironie ist überaus menschlich, Captain, doch überraschen Sie mich. Dennoch überraschen Sie mich. Inwiefern? Ich wäre davon ausgegangen, dass Sie sich persönlich darum bemühen, diese eigenwilligen Küken nach Hause zu führen. Haben Sie jemals die Geschichte vom guten Hirten gehört? Wenn sich ein einziges Schaf in der Wildnis verirrte, verließ der Hirte die Herde, um es zu suchen. Sie werden dieser Hirte sein, Tuvok, genau wegen Ihrer Voreingenommenheit. Also Sie sind kein Küken, sondern Schafe, menschliche Aphorismen aus dem Tierreich. Tom Paris, der unerschütterliche Mr. Tuvok, führt nun die Brigade der Problemfälle an. Keine Sorge, Lieutenant, ich bin sicher, Ihre Geduld wird lediglich bis an die äußerste Belastungsgrenze strapaziert. Tuvok, genau. Warte, bis Lieutenant Tuvok die Fähnriche Belmont Duftley Konverts für die Shuttle-Mission versammelt hat. Es dauert 4 Runden. Na gut. Was ist hier hinten los? Das ist Friendship One.
Warte. Berge die Friendship One vom Klasse M Planeten. Ich würde sagen, das dauert 4 Runden, das ist 6 Runden weg. Wir fliegen mal da mal rüber. Captain, die Frist ist abgelaufen. Wir müssen sofort zum Borgkubus zurück, sonst assimiliert erster die Geiseln. Ah, Mann! Scheiße, behandeln die Kranken, bevor die Krankheit schlimmer wird. Das ist doch kacke, dieser Superstress hier. Ihr wollt mich doch verarschen. Captain, wir haben das Ziel erreicht. Befehle. Später zurückkehren, wir müssen zum Borgkubus. Berge die Friendship One vom Klasse M Planeten. Wir sind doch schon da, komm, das wird doch klappen. Ich habe ja schließlich gespeichert vorhin. Wir treten im Umlaufbahn an. Moment, es gibt eine Anzeige für Zivilisation dort. Gebäude, Straßen, Antimateriestrang sprengt alle Skalen. 6000 Isoren. Unter diesem kann dort unmöglich Leben existieren. Antimaterie, die Zivilisation muss sich selbst zerstört haben, wie unsere Vorfahren es beinahe taten. Ein Team haben wir die Oberfläche. Strahlenschutz-Import entwickeln, bevor das Ausnehmen den Planeten betrifft. Oh Mann. Gehen wir einen Doktor, Außenliebe benötigt, um Planeten zu untersuchen. Angesichts der Gefährdungsstamm müssen die Impfstoff entwickeln, um die Crew zu schützen. Ich muss produzieren. Kein Relikt der Erde rechtfertigt ein solches Risiko. 6000 Isorum sind katastrophal, selbst mit einem Impfstoff, der das Potenzial für Zellschäden. Ich würde Ihnen ja gerne zustimmen, aber ich habe meine Befehle. Man könnte meinen, meine fachliche Meinung ist völlig irrelevant. So, was ist schon wieder los? Automatisches Speichern und ich würde sagen, komm Anfrage, ihr wollt mich doch verarschen. Erstes Ultimatum ist abgelaufen, kehre sofort zu Borg zurück. Ey, ihr macht mir sowas von Stress. 3 Quests gleichzeitig, die Stress machen. Ey, das war noch nie in dem Spiel. Ich hab da einen kompletten Vogel. Also, A, müssen wir was herstellen. Nee. Ist es hier? Auch nicht. Hä? Doktor, du sollst doch was basteln. Wo kommen jetzt die Kranken schon wieder alle her? Ich glaube, ich spinne. Kann ich schon alle Krankenstationen aktivieren, weil wieder 1000 Leute krank sind? Madre mio. Moment. Kess, du musst in die Medizinstation. Und was haben wir hier? Haben wir noch einen? Du bist in der Werkstatt. Ja, Aufbereitungsanlage, Doktor, Dings. Na, okay, dann machen wir hier. Pelk, du kannst hier auch ein bisschen bei den Ärzten helfen. Dann sollte genau, dann sind es bloß noch 6 Tage, 2 Tage, 5 Tage und du bist mit 6 Tagen unterwegs, verstehe ich, alles klar. Also das Ultimatum ist abgelaufen. Was sind die Scheiße? Der gute Hirte, Friendship One, ist doch alles Kacke hier, ey Mann. Captain, der Impfstoff ist bereit, auch wenn ich erneut meinen nachdrücklichen zur Kenntnis genommen, Doktor. Machen Sie sich bereit, Außenteam. Kläre zum Klasse M Planeten. Leckt mich doch, das ist also so viel Stress. 3 blaue Quests, die irgendwann ablaufen, gleichzeitig. Das geht nicht, was soll die Scheiße? Fortsetzen. Schnell runter. Was haben wir denn? Saboteur. Wer ist der Saboteur? Das ist doch er hier. Der Kraschik. Dann haben wir ein A. Wer hat gutes A? Wer kann leveln noch? Der Carry. Der Paris ist der ist schon 10, der kann nicht mehr. Dann hat man den Doktor, den könnte man mitschicken. Der ist aber nur 50. Ja, was haben wir noch ein A? Der Tuvok ist Level 9. Was mit der? Wir haben A, Werkzeug und so weiter. Werkzeug, das könnte die. Und dann schicken wir noch, genau, dann haben wir noch ein A. Und da schicken wir mal den Pelk, oder? Der ist nämlich nur Level 6. Der Doktor hat 50. Der ist Level 8. Der Paris ist Level 10, der ist ready. Ne, wir wollen die Leute noch leveln. Also, let's go. Wir haben die Oberfläche erreicht. Der Strahlenschutzstoff hält. Hier unten herrscht ziemliches Chaos. Überall Schutt und Asche. Es hätte eine gewaltige Situation. Saboteur. Let's go, Saboteur. Mach deinen Job. Untersuchen Sie Umgebung, Anzeichen eines Unfalls oder gezielte Vernichtung. Let's go. Saboteur erfolgreich. Außerdem findet keine Hinweise für einen Angriff. Die Zerstörung sei selbst verschuldet oder ein Unfall zu sein. Alles deutet auf einen Zusammenbruch des Energienetzes hin, der eine Antimaterie-Explosion zur Folge hatte und die gesamte Zivilisation auslöschte.
Wir empfangen eine Materiesignal, 90 Meter von der, es sind Raketensilos. Okay, als nächstes am Schluss brauchen wir A, Flasche Werkzeug. A, Flasche Werkzeug, das wäre A, da unten, der Pelk. Flasche Werkzeug, wäre auch der Pelk oder die Belana. Das heißt, es müsste jetzt nochmal hier, das Risiko recht hoch. Belana ja, oder Pelk, der wäre hier höher. Achso, Moment, Pelk wäre zu niedrig, Belana wäre gut. Also machen wir die Belana, sind wir auf der sicheren Seite. Die Sprengköpfe sind noch scharf. Schon ein paar davon könnten einen nuklearen Winter auslösen. Upsala. Erstaunlicherweise fehlt kein einziger. Würde etwa nicht ein einziger abgefeuert? Moment, da ist ein merkwürdiges Signal hinter dem Silo. Eine Höhle. Aber da ist noch mehr. Ein Labor. So, wer ist jetzt? Der ist zu schwach. Das ist okay. Zu schwach. Das ist dies erschöpft. Ja, aber 2, das wäre das letzte Ding. Könnte gehen. Haben wir alle 2, dann sind wir auf der sicheren Seite. Untersuchen die Labore und die Technologien. Analysieren die Zwecke, untersuchen sie... genau, also gut, auf geht's. Wieder kein kritischer Erfolg, Mann. Kraschig nicht verfügbar, Pack nicht verfügbar und beladener Menschen. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Partikelscanner-Schalter sind noch aktiv. Jemand muss die Geräte bedienen. Denn der Durchbruch. Ein Teil der Friendship One wurde eindeutig daran geforscht. Doch wo ist der Rest der Sonde? Ein Team wird mit der Suche fortsetzen. Als plötzlich Verbindung unterbrochen. Super. Alle 3 nicht zur Verfügung. Das ist doch schon wieder eine Scheiße. Was ist passiert? Können wir die Verbindung zum Team wiederherstellen? Ich versuche es, Captain, aber ich erhalte keine Rückmeldung. Die Leitung stehen, aber es antwortet niemand. Ich fange 2 Lebenszeichen, aber sie sind so stark gestreut. Ich kann sie nicht genug orten. Mit dem Transport, es ist völlig ausgeschlossen. Was ist denn da für eine Scheiße schon wieder? Captain, wir werden von der Oberfläche gerufen. Es ist eine nicht identifizierte Signatur. Womöglich ist das Team einen anderen Weg gefunden, uns zu kontaktieren. Auf dem Schirm. Wer ist da? Verin. Captain Catherine Jamer von der US Voyager. Mit dem spreche ich. Verin. Ihre Leute sind in meiner Gewalt. Ach komm, leck mich doch. Ich muss zu den Borg, werden assimiliert. Die sind eingesperrt. Ey Mann. Warum? Ich habe nichts getan, um ihnen zu schaden. Sie haben Völkermord begangen. Was? Hä? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Wir kamen hierher, um... Sie sind von der Erde. Sie werden für das bezahlen, was Ihr Volk uns angetan hat. Es tut uns leid. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was wollen Sie? Schaffen Sie uns von diesem Planeten fort. Suchen Sie uns eine neue Heimat. Eine Welt, auf der man wieder atmen kann. Andernfalls bringe ich Ihre Leute um. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Idioten los? Ich habe nichts gemacht. Kein Risiko eingehen. Nach einem neuen Planeten für ihn suchen. Nichts riskieren. Einen neuen Planeten für ihn finden und durch das Senden von Nahrung und Ressourcen guten Willen zeigen. Torpedo. Ihm drohen, Crewmitglieder freilassen oder die Konsequenzen tragen. Optional. Verin fragen, warum er die Voyager für das Schicksal eines Planeten verantwortlich macht. Optional. Nach den unberührten Raketensilos fragen. Optional. Machen wir optional. Warum machen Sie uns für das Schicksal des Planeten verantwortlich? Wir sind gerade erst in diesem Sektor angekommen. Erfolg, sehr gut. Ihr Volk hat die Sonde geschickt, nicht wahr? Die Friendship One, wie Sie sie nannten. Der Vorbote ihrer Invasion. Oh Mann. Unsere Vorfahren haben diese Sonde vor 300 Jahren in friedlicher Absicht losgeschickt, um Kontakt mit anderen Völkern aufzunehmen. Sie trug keine feindselige Absicht in sich. Frieden, Vernichtung hat sie uns gebracht. Es war ihre Technologie, ihr Geschenk der Antimaterie, das unsere Welt zerstört hat. 75, 85, 95. Versuchen Sie mehr Informationen aus ihm herauszubekommen. 95%. Let's go. Okay, die Friendship One liefert wissenschaftliche Kenntnisse, eine Chance auf Weiterentwicklung, nicht auf Vernichtung. Erfolg, gut. Wir haben unsere Energienetz auf die Grundlage ihrer Daten aufgebaut. Die Eindämmung versagte. Als die Antimaterie freigesetzt wurde, zerstörte sie alles. Inwiefern sind wir direkt verantwortlich für ein Versagen der Eindämmung in ihrem Energienetz? Bevor ihre Sonde auftauchte, hatte mein Volk nicht die geringste Vorstellung von Antimaterie. Wir stellen Ihnen diese Information zur Verfügung in der Hoffnung, dass wir eines Tages auf Ihrem Boden stehen und unsere Hände in Freundschaft ausstrecken werden. Erinnern Sie sich? Sie haben uns die Werkzeuge für unseren eigenen Untergang geliefert und dann zugesehen, wie wir uns selbst vernichten. Das ist absurd. Deshalb sollten wir mutwillig eine Welt vernichten, die wir eigentlich unterwerfen wollten. Weil es viel einfacher ist als eine Invasion. Ich bin Überlebender. Ich glaube, was ich sehe.
Heute sehe ich Leute auf unserem verstrahlten Boden stehen, immun gegen die Strahlung, genau wie ihre Vorfahren es versprochen haben. Wenn Sie an meiner Stelle wären, würden Sie es glauben? Oh Mann, kein Risiko, nach neuen Planeten für ihn suchen. Na, nichts riskieren, einen neuen Planeten für ihn suchen und das Schelten von Nahrung und Ressourcen guten Willen zeigen. 75 von 80, 95. Versuchen wären davon zu überzeugen, dass die Crew der Voyager unschuldig an dem ist, was er ihnen vorwirft. Optional. Nach den entdeckten Überresten der Friendship One-Sonde fragen. Nach den unberührten Raketensilos fragen. Ihm drohen Crewmitglieder freilassen oder die Konsequenzen tragen. Nein, machen wir nicht. Versuchen ihn davon zu überzeugen, dass die Crew der Voyager unschuldig ist bei dem, was er ihm vorwirft. Nichts riskieren, einen Planeten für ihn finden und durch das Senden von Nahrung ja, wir machen erstmal das da. Versuchen davon zu überzeugen. Die Sonde wurde von 300 Jahren von unseren Vorfahren losgeschickt. Wir sind Forscher und Sternflotten in einer anderen Ära. Meine Crew möchte Ihnen helfen. Wir sind keine Invasion. Okay. Erfolg. Schwitz, Schwitz, Schwitz. Tun Sie, was ich verlange, dann finden wir eine friedliche Lösung. Bis dahin bleiben Ihre Leute in unserer Hand. Er hat die Verbindung unterbrochen, Captain. Das ist kein Bluff, Captain. Er wirkt wie jemand, der über Leichen geht, nur um seine Behauptung zu untermauern. Ich will, dass jeder Scanner und jeder Sensor nach unserem eigenen Planeten sucht. Okay, oh man, lecko mir. Also ich glaube, wir müssen erst einmal wieder... Wir nehmen hier keinen Ruf an und nichts. Wir müssen erst mal wieder zurück. Wo ist die Borg? Da hinten sind die Borg. Da müssen wir hin. Und zwar zuallererst zu dem Borg. Kinderspiel. Müssen wir kurz setzen. Es geht nicht anders. Die werden sonst assimiliert. Die Krankheit ist unter Kontrolle gebracht. Sehr gut. Dachion ist fertig. Okay. Kampf. Was haben wir hier? Da haben wir nix. Was haben wir da? Da haben wir auch nichts, bis auf den hydroponischen. Mächtige Verbündete Talaxianer. Und hier noch zwei. Da haben wir auch nichts. Ach komm, da machen wir noch schnell. Damit es abgeschlossen ist, den hydroponischen Garten, Level 3. Was wir haben, das haben wir. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. Und weiter geht's. Wir haben das Schiff hier. Irgendwo haben wir doch hier Werkstatt. Torpedos haben wir ein paar verbraucht, da kann man mal wieder welche basteln, jawohl. Nummer 1. Nummer 2 ist das Wissenschaftslabor, ist am Laufen, alles klar. Da sind keine Kranken, abschalten. Hier sind keine Kranken, abschalten. Cass ins Biolabor und zwar... Ja. Die brauchen nichts, oder? Da geht schneller und wird billiger. Ja. Yes. Wie sieht's hier aus? Was wird denn da angeboten? Das da gegen 10, das da. Boah, brauchen wir alles nicht. Ist hier was am Laufen? Abgeschlossen, yep. Dann würde ich sagen, könnte man mal einsparen. Die Aero-Shuttle-Rampe. Abschalten, einsparen. Und weiterfliegen. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Moment. Erstmal speichern. Ich würde sagen, ja genau, wir speichern jetzt mal ab. Und ja, akzeptieren. Bevor ich zu dem Borg zurückkehre, wird jetzt gespeichert. Schauen wir uns die Borg an hier. Borg-Kubus. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Fortsetzen. Ihr Ziel ist Zeit ist abgelaufen worden. Die Geiseln wurden assimiliert. Wir holen uns den Deflektor nun mit Gewalt. Was? Ihr Traktorstrahl hat unseren Deflektor fast. Sie versuchen ihn aus der Hülle zu reißen. Hüllenbrüche auf 2 Decks. Wir müssen einen Weg finden, uns zu befreien, bevor das Schiff in Stücke reißen. Willst du mich verarschen? Den Virus freisetzen. Pralo-Schild aktivieren, um den Traktorstrahl abzublocken. Die 65, 60, 90. Aktivieren und Frequenz und Traktorstrahl zu reflektieren. Pralo-Schild. Wir haben ja eine tolle Technik. Pralo-Schild, let's go. Erfolg. Wir haben uns erfolgreich aus dem Griff befreit, Captain. Sie können uns nicht aufhalten. Der Reflektor wird uns gehören. So oder so. Alles, was Sie gesagt haben, ist eine Lüge, Voyager. Ein Leben außerhalb des Kollektivs ist für uns nicht möglich. Natürlich ist es möglich, du Trottel.
Sie haben die Vereinbarung gebrochen. Die Ineffizienz ist Ihr Schiff und Ihre Crew werden nun assimiliert. Da wird nichts assimiliert, du Honk. So, wir schauen uns das mal an hier. Holographische Ablenkung, Marquis-Manöver, koordinierter Angriff. Vorher 2 Phaser, Schildhacking, sollte klappen. Ihre Befehle, Captain? So, erstmal anvisieren. Dann Borg-Kubus. Was habt ihr? Eine lumpige Waffe. Deaktiviere Gut die Waffen. erfasst, Captain. Das tun wir. Let's go. Jetzt macht 3, 2, 1. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Erledigt, so schnell. Captain, die Schilde des Kubus sind deaktiviert. Wir können unsere Crew herausbeamen. Holen Sie sie raus, bevor die Kinder entscheiden, die zu assimilieren. Team ist sicher an Bord auf der Krankenstation. Yo. Und die Borgkinder? Kein Lebenszeichen, Captain. Der Hauptenergiesystem des Kubus sind überlastet und explodiert. Wir müssen in der Detonation umgekommen sein. Verdammt. Dr. Anbrücke, wir haben hier ein dringendes Problem, Captain. Die Borgkinder haben versucht, die Crew zu assimilieren. Die Dosis der injizierten Nanosenden ist absolut tödlich. Was ist denn hier schon wieder los? 60, 70, 80, 85%, 80%, 80%. Es gibt nichts, was wir tun können. Vinculum Antivirus. Scheiße. Den Vinculum Antivirus habe ich, aber ich kann ihn nicht einsetzen. So ein Scheiß. Und Danara Pell, die ist nicht da, die alte Scheiße. Die hängt im Shuttle fest irgendwo. Oh Mann. Ich sehe schon wieder kommen, dass die Scheiße schief geht. Also, wir haben hier 85%. Da haben wir 80% und hier haben wir 80%. Notfall mit des Vidianischen, mit des Exobiologe oder den Assimilationsprozess stoppen. Okay, Krankenstation. Wir 85%. Let's go. Geben Sie Ihr Bestes, Doktor. Du bist der Beste. Do it. Erfolg. Jawohl. Schwitz. Schwitz. Die Behandlung schlägt an, Captain. Sie werden durchkommen. Gute Arbeit, Doktor. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Aber diese Kinder, wenn wir nur... Es ist unerträglich. Steuermann, nehmen Sie unseren Kurs wieder auf. Einfach nur nach Hause. Kinderspiel fortsetzen. Wenigstens das schon mal erledigt. Unsere Leute sind wieder da. Wo sind sie? Die dürfen sich auf der Krankenstation befinden. Nilix, Danara und Arturus. 9 Runden, alles klar. Da sind sie. Schwer verletzt, können geheilt werden in 9 Runden. Eieieiei. Das war knapp. Trinken, heißer. Also, wir müssen der gute Hirte annehmen. Finden Sie einen neuen Planeten für Verins Volk. System. Das heißt, wir müssen jetzt wieder dahinter fliegen. Wo war denn das? Wo war denn dieser Honk? Der war doch, die vergessene Kolonie. Ich habe meine Siedlung auf einem Klasse M-Planeten entdeckt. Ja, wo war denn das? Gerne Klasse L-Planeten. Was meinst du mit Scanne? Vielleicht in einem anderen Sektor oder so? Oder was meinen die? Ich habe doch schon alle Planeten gescannt. Keine Wahrscheinlichkeit, das ist eigentlich, da steht nichts. Klasse Y, Klasse O, das ist ein Klasse O. Aber hier ist kein blaues Symbol weit und breit. Das ist aber dämlich. Wo bin ich? Ich bin jetzt hier im Nebel. Ich bin hier im Nebel. Was gibt's hier? Was ist das für einer? Das ist ein Klasse E. Eine Wolke, ein Klasse J. Was haben wir da? Ein Klasse J. Und hier ein Klasse D. Ein Klasse J. Ein Klasse G. Anfrage. Was ist das für der gute Hirte? Der gute Hirte, wir quatschen den mal an. Ein Vulkane und 3 Fähnriche gehen in einen Bereitschaftsraum.
Der Fähnrich, Belmont, Daftley und Convinces stehen im Bereitschaftsraum und versuchen, Haltung zu bewahren. Ein vergebliches Unterfangen, da Tuvok starrer Blick selbst einen Felsen in Schwitzen bringen würde. Auch er freut sich nicht auf das, was bevorsteht, aber es ist ein direkter Befehl des Captains. Keiner von ihnen ist seit der Akademie in einem Shuttle geflogen. Also, Lieutenant, der Angstausschlag, den ich jedes Mal bekomme, wenn Fähnrich Daftley, der Doktor, bestätigt, dass ihr Ausschlag nicht existiert. Ihr Versuch, sich dem Dienst zu entziehen, wird protokolliert. Sarah Concaviel. Mich beunruhigen die Fakten, Kommandi. Bei jeder zweiten Außenmission kommt es zu tödlichen Zwischenfällen. Diese Statistiken sind empirisch falsch, Fähnrich. Lieutenant Belmont, wir werden schon dafür sorgen, dass sie stimmen. Fähnrich Belmont, Ihr Tonfall ist höchst unprofessionell. Mein Tonfall? Meine wissenschaftlichen Referenzen übersteigen meinen derzeitigen Rang bei weitem. Trevor Daftley, Lieutenant, ich muss wirklich dringend zum Doktor. Sarah Concaviel. Was diesen Nebel angeht, Lieutenant Tuvok, wir sollten lieber nicht noch einmal Rücksprache mit dem Captain halten. Tuvok, die Außenmission war die Idee des Captains. Oh, ich glaube, ich muss mich übergeben. Sind Sie nun fertig mit diversen Einwänden und hypochondrischen Tendenzen? Ich werde das Steuer übernehmen, Concaviel übernimmt die Ops, Daftley ist für die Kommunikation zuständig und Belmont, Sie behalten den Antrieb im Auge. Haben Sie noch Fragen? Wann werden wir zurück sein? Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir überhaupt heil zurückkommen. Oh Mann, das sind ja... Also das Level... Sektor 11 ist noch schlimmer wie 10. Das ist so viel Gequatsche, das ist der Hammer. Genug. Finden Sie sich in einer Stunde auf dem Shuttle-Rampe ein. Tuvok an Captain Janeway. Geben Sie etwa schon auf? Ich erbitte die Unterstützung eines weiteren Führungsoffiziers. Gewährt, einen Moment lang, ich dachte, Sie wollten Ihren Posten niederlegen. Viel Glück da draußen. Das werde ich zweifellos nötig haben. Oh Gott, macht ihr immer Stress. Fliege zum Nebel, um Tuvok und Fähnrich auf Ihnen teambildende Shuttle-Mission zu schicken. Zu welchem Nebel? Den da oben. Ja. Fünf Torpedos hergestellt. Oh Mann, oh Gott, 1, 2, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist ja die schwierigste Mission aller Zeiten. Lex Mirmosch. Vulkanier, Romulaner, Hobbykan. Hologramm hätte ich. Das wäre er hier. Dann hätten wir Pilot und Einfallsreich, wäre noch optional. Okay. Pilot und Einfallsreich. Wer wäre Einfallsreich? Wo ist ein einfallsreicher Kollege? Haben wir keinen da. Das Einfallsreich ist, glaube ich, ja, nicht vorhanden. Pilot wäre vorhanden. So, ich bräuchte Werkzeug. Das wäre... Ne, er ist aber zu schwach mit seinem Werkzeug. Ja, aber müssen wir trotzdem... Das kann durchaus in die Hose gehen, ne? Weil Werkzeug ist hier am Schluss 3-mal. Flasche, Werkzeug wäre jetzt hier mit 59 eigentlich zu schwach. Flasche 75 ist auch recht schwach. Dann hätten wir A und... Das wäre der Paris, wäre stark. Dann wäre wieder Flasche angesagt. Flasche Werkzeug A, das wäre der Doktor oder der Tuvok. Dann wäre wieder Werkzeug Flasche Dingsbums. Werkzeug ist zu schwach. Das ist doch kacke. Wir riskieren es einfach, wir werden schon sehen, was passiert. Und der Schlag befindet sich so, in der nächsten ist A und Medizin angesagt. Das wäre also der Doktor als nächstes. Okay. Das heißt, der Doktor darf jetzt hier nichts machen. Scheiße. Der Doktor ist aber der Einzige, der stark genug ist, ne? So ein Scheiß. Also wir müssen das machen, weil ich brauche beim nächsten auf jeden Fall den Doktor. Gut, erfolgreich. Shuttle navigiert ohne Probleme durch die Anomalie. Nebel erfüllt telepathischen Hilferufen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Die telepathischen Schreie sind intensiv. Wir müssen geistige Disziplin bewahren, um es fortzufahren. Sofern Fähnrich darf aufhören zu hyperventilieren. Der Vulkanier ist schon wieder dran. Nee, kann man nicht machen. Hologramm ist geplant hier zu machen. Ja, genau. Lassen Sie den Doktor in Hypochonder beruhigen.
Der Doktor hat genug von Duffys Punch gehabt und setzt eine gezielte Sedierung. Schlagert Cat beim Fenrir Yuan. Die genug Ruhe für Tuvok, um die telepathischen Botschaften zu verstehen. Er entziffert Bruchstücke einer Botschaft. Ein Hilferuf aus dem Zentrum des Nebels. Dem Schein folgend stößt das Shuttle auf eine Plasmabarriere, die den Kern des Nebels abschirmt. Wir müssen das Shuttle... Pilot. Wäre perfekt, okay. Durch den Plasmabarriere steuern. Logisch, Pilot macht der Pilot, wer sonst? Dann wäre im nächsten wieder Werkzeug, Flasche, Werkzeug, scheiße, Flasche, Werkzeug, Flasche. Flasche wäre Doktor mit 75 oder 65 der Tuvok. Ja, machen wir einfach mal. Der Pilot fässt sich ganz auf sein Gefühl und steuert das Shuttle meisterhaft durch die instabile Energieschübe direkt durch die Barriere. Doch plötzlich geht ein Ruck durch das Shuttle. Es wurde von der Gravitationswelle erfasst und die Shuttle auf einen sterbenden Stern zuzieht. Na toll. Wenn wir uns nicht befreien, werden wir zusammen mit dem Sterben Optionen allenfalls reich. Habe ich nicht. 45 zu schwach, 55 zu schwach. Ach du Scheiße. Ich sehe schon schwarz hier. Schon wieder der Paris. Wollt ihr mich veräppeln? Weil die Flasche wäre, ja super, die einfallsreiche Person, die ich nicht habe. Okay. Paris, die muss nochmal ran. Bitte, ja. Schwitz. In einem heftigen Moment schlägt Fenrich Daftli vor, die Gravitationswelle mit dem Traktorstahl zu fixieren und den Sog für ein Katapultmanöver zu benutzen. So erreicht das Shuttle den Kern des Nebels. Dort wimmelt es von wurmartigen Kreaturen, die sich verzweifelt gegen die Plasmabarriere zu werfen scheinen. Wir müssen die telepathischen Kreaturen sein, um die Hilfe, jawohl, Vulkanier, um die Hilfe gerufen haben. Wir müssen Kontakt aufnehmen, aber achten Sie darauf, sie nicht mit dem Shuttle zu vernetzen. Ja, die eigenen telepathischen Fähigkeiten nutzen, um Kreaturen zu beruhigen und Hilferuf zu entschlüsseln. Ja, do it. Jawohl, kritisch, sehr gut. Mit seinen telepathischen Kräften besänftigt Tuvok die Kreaturen und manövriert das Shuttle gleichzeitig durch die turbulenten Energien. Es gelingt ihm endlich, ihre Hilferufe zu verstehen. Sie sind ja seit Jahrhunderten dort gefangen und finden keinen Ausweg. Das Team verspricht, sie zu befreien, muss aber zuerst zur Voyager zurückkehren. Jawohl, dann tut mal das. So, was haben wir hier? Jo. Zu schwach, aber hier wären wir gut dabei mit dem Doktor. Und wenn wir noch den Tuvok nehmen, sind wir beim kritischen Erfolg. So, vereinen Sie die Anstrengungen basierend auf den Daten über die Nebelanomalien. Jo. Die Raumverzerrung der Energie nehmen zu, wir müssen diesen Ort unverzüglich verlassen. Do it. Hier. Kritischer Erfolg Nummer 4. Mit vereinten Kräften und der Nutzung ihrer Kenntnisse über die Anomalie gelingt es dem Team, einen sicheren Weg aus dem Chaos zu finden. Die erreichen wohlbehalten die Voyager, ja, so will ich das haben. Eieiei. Max-Level Doktor, Max-Level Tuvok, perfekt. Endlich sind die besser und auf Max. Harry Kim, das Ausnehmen ist zurückgekehrt, Captain. Sarah Concavial, wir haben es tatsächlich in einem Stück zurückgeschafft. Ich zittere immer noch. Wir sind ein wandelndes, statistisches Wunder. Trevor Daftli, Hatschi, Urk, ich hab's gewusst. Im Nebel hat es nur so von Krankheitskeimen gewimmelt. Ich bin auf der Krankenstation, falls man mich braucht. Leonard Bomb, entspannt euch, ihr zwei. Ich war keine Sekunde lang besorgt. Die Mission wäre viel reibungsloser verlaufen, wenn ich allein am Steuer gesessen hätte. Na, wer sagt's denn? Scheinbar hat der gute Hirte seine Schäfchen wieder heimgebracht, ohne eins zu verlieren. Oder die Beherrschung. Mein Kompliment, Lieutenant. Tuvok, es scheint, als hätte sich ihr Teambuilding zu weitaus komplexeren entwickelt. Diese telepathischen Wesen im Nebel, was sind ihre Absichten? Sie behaupten, sie seien aufgrund der Plasmabarriere und der räumlichen Verzerrung seit Jahrhunderten von Jahren im Kern des Nebels gefangen. Unser Schiff ist der erste Kontakt zur Außenwelt, den sie je hatten. Sie wollen also fliehen und vermutlich unsere Hilfe. Können wir ihnen vertrauen? Oder öffnen wir hier die Büchse der Pandora? Ich habe keine feindseligen Absichten gespürt. Dennoch bleibt unklar, welche Konsequenzen ihre Freisetzung für die gesamten Quadranten hätte. Strategien entwickeln, wie die fremden Wesen befreit werden können.
Kein Risiko eingehen. Die Fremdwesen bleiben im Nebel gefangen. Nö, nö, nö. Die waren ja nicht feindselig. Wenn wir uns darauf einlassen, was sind unsere Optionen, diese Wesen zu befreien? Es existieren 3 primäre Methoden, um die Plasma-Barriere zu durchbrechen. Ein fokussierter Phaserstrahl, Photonentorpedos oder Dauerimpuls über den Deflektor. Trotz dieser Optionen könnte jeder Fehltritt den Wesen schwer verletzen. Die Erfolgsaussichten liegen gerade mal bei 40%. Gleichwohl wäre es zweckdienlich, die Ansichten des Fähnriche zu hören, ehe wir die Entscheidung treffen. Fähnrich Daftglays unkonventionelle Lösungsansätze waren ausschlaggebend dafür, dass wir die Kollision mit dem sterbenden Stern verhindern konnten. Okay. Ihr Lächeln lässt auf Belustigung schließen, Captain. Ich bin jedoch nicht in der Lage, die humorvolle Komponente der aktuellen Umstände zu identifizieren. Darf ich es aussprechen, Lieutenant? Haben unsere ineffizienten Fähnriche einen weichen Kern in ihrem Herzen gefunden? Ihre Präsenz eröffnete ungeahnte Blickwinkel. Es ist nur logisch, alle potenziellen Lösungen in Betracht zu ziehen. Selbst wenn sie von unerwarteter Seite kommen. Nun lassen Sie uns hören, was diese unerwarteten Seiten beizutragen haben. Oh Gott, so viel Quatschen habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ah, Wahnsinn, das ist ja. Und so viel getrunken habe ich auch nicht, weil ich bin schon kaputt heißer Stimme im Arsch. Seit wann? Seit 7:30 Uhr, glaube ich. Ne? Lese ich in einer Tour das Zeug hier vor. Ui, ui, ui. Nun, dann lasst Sie uns hören, was diese unerwarteten Seiten beizutragen haben. Fähnrich Daftgley fragen, ob er Ergänzungen zum Plan hat. Den Plan in die Tat umsetzen, die Wesen aus dem Nebel befreien. Also erstmal Daftgley fragen. Daftgley, wie lautet Ihre Einschätzung zu unserer aktuellen Vorhaben? Ich, Lieutenant, ich spüre ein deutliches Kribbeln in meinen Gliedmaßen, was möglicherweise auf eine neurale Entzündung hindeutet, dass die meine logische Urteilskraft beeinträchtigen könnte. Fähnrich. Ja, nun, wie stellen wir sicher, dass uns die Wesen folgen, sobald sie draußen sind? Wie verhindern wir, dass sie sich panisch zerstreuen, sich verirren oder am Ende in den Energieentladungen umkommen? Ich dachte mir, wir könnten mit dem Traktorstrahl einen sanften Sog erzeugen wie ein Trichter, der sie sicher hinter uns her aus dem Nebel herführt. Den Traktorstrahl nutzen, um die Wesen zu leiten, gemäß Daftgleys Vorschlag. Holographische Schiffsprojektor. Chance 100%. Anstelle des Traktorstrahls den holographischen Schiffsprojektor nutzen, um visuelle Reize zur Führung der Wesen zu erzeugen. Anstelle von Traktorstrahl Aria Reparaturen als Schäferhunde benutzen, Wesen zu leiten. Daftgleys Vorschlag verwerfen. Ich dachte, wir könnten mit dem Traktorstrahl einen sanften Sog erzeugen, wie ein Trichter, der sie sicher hinter uns aus dem Nebel führt. Da steht aber nichts von 100%. Doch, da steht auch 100%. Das ist bloß verbuggt. Color positiv Traktorstrahl, auch 100%. Ja, dann lassen wir doch mal den Daftgley seinen Vorschlag. Auch 100%. Let's go. Gut mitgedacht, Fähnrich. Das nehmen wir so in den Plan auf. Der Plan in die Tat umsetzen, die Wesen aus dem Nebel befreien. Let's go. In Ordnung, ich denke, wir haben einen Plan. Befreien wir diese Wesen aus dem Nebel. Automatische Speicher. Okay. Das ist der gute Hirte. Kehre zum Nebel zurück, um die darin gefangenen Kreaturen zu befreien. Ist doch hier, oder? Ist der Nebel? Die Voyager hält auf den Nebel zu. Ein friedvolles Schauspiel aus Farben und Licht, doch die Schönheit trügt, ist nur ein Schleier, hinter dem sich die chaotische Anomalie und die Hilferufe der gefangenen Wesen verbergen. Die Rettungsmission beginnt. Wir fliegen jetzt in den Nebel, Captain. Erfasse Energiespitzen an allen Fronten. Arc-Treffer eingesteckt, leichte Höhenschäden. Die Voyager ist zu groß. Wir sind gewaltiges Ziel für diese Energieschübe. Höhle minus 50, kein Problem. 100%, 70%, 85%. Mentale Steuerverbindung, durch die Energieschübe zu navigieren. Aha. Auf Toms als Außenvertrauen durch die Energieschübe. 75, 95%. Mentale Steuerverbindung. Ja, wir machen 100%. Die Energieschübe sind zu schnell für menschliche Motorik. Aktivieren Sie die mentale Steuerverbindung. Ui, spaßig. Was soll da schon schief gehen?
Wir haben es geschafft. Ein Wahnsinnstritt. Captain, Adrenalin pur. Ich habe den Impulstriebwerken ganz klar gesagt, keine Müdigkeit vorschützen und legt einen Zahn zu. Captain, die Plasmabarriere ist in Sichtweite. Optimale Durchbruchspunkt. Delta 9, Gitter 9, Vektor 7. Ich registriere minimale Energieschiebe in diesem Bereich. 85%, 85%, Scheiße, 85%. Einfach in die Barriere rammen, um sie zu durchbrechen. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ihr wollt einfach in die Barriere rammen, um sie zu durchbrechen. Ja, klar. Torpedo, Phaser, Deflektor, um die Barriere zu... 85%, 85%, 85%. Phaser-Phalanx benutzen. Deflektor benutzen. Komm, Deflektor. Also gut, Tuvok, da brechen wir die Barriere. Erfolg. Sehr gut. Durchdringungssequenz gestartet. Angleichung an die Barrierefrequenz. Sie fluktuiert. Versuche zu kompensieren. Feuer. Höchst prekär. Wir haben einen kontrollierten Durchbruch erzielt. Aber die Barriere weist eine besorgniserregende Instabilität auf. Es drohen in mehreren Bereichen unkontrollierte Brüche. Die Wesen sind sich dessen bewusst. Ihre Gedanken überfluten meinen Geist, Captain. Sagen Sie ihnen, dass wir sie dort rausholen werden. Die Wesen fangen an, durch die Öffnung zu strömen, ganz behutsam. Daftli, Zeit, sie zusammenzutreiben und sicher nach draußen zu geleiten. Beobachten, hoffen, dass die Wesen die Flucht überleben. 65, 85%, 75%. Okay, vom Traktorstrahl, um die Wesen aus dem Nebel zu ziehen. Level 3, Level 3. Okay. 60, 70, 85%. Check it out. Fassen Sie sie mit dem Traktorstrahl, Fenrich. Holen wir sie dort raus. Fehlschlag! Ich hab's! Oh Mann! Es scheint größtenteils zu funktionieren. Der Großteil, sicher 3/4, flieht nach draußen. Ein Großteil, sicher 3/4, flieht nach draußen in die Freiheit. Und der Rest? Der Rest schreit vor Schmerz. Diejenigen, die uns nicht gefolgt sind, gerieten direkt in den Energieschübe und starben. Toll. Das war jetzt ein Fehlschlag. Also heißt es für mich, pass auf. Fortset. Nein. Hauptmenü, auf Wiedersehen. Bist du sicher nicht gespeicherter Schlawatschritt? Ja, ist ja gut. Nein, schon wieder diese Scheißmusik. Leck mich doch. Moment, ausschalten. Kriege ich gleich wieder einen Claim und kriege eine Sperre von YouTube. Habe ich aus? Ja, habe ich aus. Also, Spiel fortsetzen, automatischen Speicherstand. Den hat ja gerade gespeichert. So, wieder einschalten. So ein Scheiß. 85%ige Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht und es schlägt fehl. Wo bin ich? Kehre zum Nebel zurück. Ich mache den ganzen Scheiß nochmal, ne? Doch kacke. Mach ich wieder den ganzen Drecksnebeldreck. So, bla bla bla, habe ich alles schon gemacht. Ja, ist ja gut, bla bla bla, haben wir gerade schon alles gemacht. Also, 100%, let's go. Haben wir gemacht, haben wir gerade gemacht. Alles bla bla bla, alles gut, alles gut, alles gut. Kennen wir gerade. 60, was war 60? Torpedos, Deflektor benutzen. Es waren die 65, waren die 85%, 85. Also gut, komm, gemmer. Erfolg, jawohl, sehr gut. Hat funktioniert. Bla bla bla. So. Zeit, sie zusammen und sie nach draußen zu leiten. So, wie war's? Hier. 85, 60, 80, 85%. Let's go. Schauen wir mal. Und wie schaut's aus? Erfolg, jetzt hat's geklappt. Es hat funktioniert. Alle vor Ihnen steuern auf die Freiheit zu. Ist gut, dann lassen wir sie uns von hier verschwinden. Wir sind aus dem Nebel raus, Captain. Zusammen mit Tausenden unserer kleinen Freunden. Ha! Sehen Sie sich das an, wie sie fröhlich herumwirbeln. Was sind das für kristalline Partikel, die sie absorbieren? Hoffentlich nichts Pollenartiges. Ich bin Allergiker. Die Wesen bekunden ihre tiefe Dankbarkeit, Fähnrich. Und diese Partikel sind eine bewusste Geste als Geschenk. Erstaunlich. Die Scans sprengen sämtliche Skalen. Diese Partikel sind subraumaktiv. Sie könnten unsere Warp-Effizienz massiv verbessern. Omega-Energie im Ingenieurwesen Technologiebaum freigeschaltet. Sehr gut. Das nenne ich ein angemessenes Abschiedsgeschenk. Omega-Energie im Ingenieurwesen Technologiebaum freigeschaltet. Mal gleich mal screenshotten.
Omega-Energie. Sehr cool. Nun, da wieder Ruhe eingekehrt ist, Tuvok, Ihre Einschätzung. Ich weiß, Sie hielten meine Teambuilding-Maßnahme für unkonventionell. Aber ich bin an Ihren Ergebnissen interessiert. Wie bereits erwähnt, haben die besonderen Umstände die Außenmission ein unvorhergesehenes Potenzial aufgezeigt. Darüber hinaus trug dieses Potenzial unmittelbar zur Optimierung der taktischen Planung unserer Rettungsmission bei und gipfelte schließlich in einer erfolgreichen Durchführung, die unsere Bemühungen direkt unterstützte. Das ist mein Fazit. Obwohl Ihre Teambuilding-Methoden unlogisch waren, Captain, so hatten sie doch einen klaren Zweck. Der Einsatz der Fähnriche bei der Rettung der Wesen ist der beste Beweis dafür. Kinder Janeway, ich nehme also an, wir müssen die Fähnriche nicht aus der Luftschleuse werfen. Nein, meine Einschätzung über sie war fehlerhaft. Ich habe versäumt, ihre Bedürfnisse nach Anleitung zu berücksichtigen. Nach einem Hirten. Mir ist klar geworden, dass ich mich darin nicht von ihnen unterscheide. Empathie ist zwar keine strikt logische Komponente, jedoch ist sie essentiell für eine Führungskraft. Sie waren mir in dieser Sache ein guter Hirte, Captain. Danke. Gern geschehen, Tuvok. Da möchten Sie sicherlich nicht die Gelegenheit verpassen, ein paar Worte an Ihre Schäfchen zu richten. Janeway an die Fähnriche Daftle, Concaville und Belmont. Lieutenant Tuvok möchte ein paar Worte an Sie richten. Tuvok, der Hirte und seine Herde. Die 3 Fähnriche stehen erneut vor Tuvok und Janeway. Die Mission hat sich verändert. Nervosität und Angst sind verflogen. An ihrer Stelle ist Selbstvertrauen getreten. Sie haben ihre Feuertaufe bestanden und es besteht kein Zweifel mehr, sie sind bereit. Jawohl, ich fühle mich eigentlich recht gut. Oder sind es die Beruhigungsmittel des Doktors, die da aus mir sprechen? So, was gibt's da? Die Erkenntnis, der Leistungsbericht war unvollständig. Die Erkenntnisfähigkeiten wurden voreilig beurteilt. Die Erkenntnis, wahre Führung erfordert auch Einfühlungsvermögen. Fähnrich, ich räume ein, dass ich sie zu voreilig verurteilt habe. Mir ist nun klar, dass eine gute Führungskraft nicht allein nach Logik handelt, sondern auch Empathie walten lässt. XP 200 für ein Tuvok. Die gezogene Lehre dann. Bewährung unter Druck zählt mehr als jeder Leistungsbericht. Der Einsatz erbrachte wertvolle Erkenntnisse. Führen heißt anleiten, nicht nur beaufsichtigen. Genau. Ihr Einfallsreichtum und ihr Mut sind mir nicht entgangen. Diese Erfahrung hat mir verdeutlicht, dass Führung bedeutet, zu leiten und nicht nur passiv zu beobachten. Für die Zukunft, für die Zukunft, für die Zukunft. Für die Zukunft, für die Zukunft, in der Zukunft. Okay. Für die Zukunft. Sie ermutigen, ihre Unzulänglichkeiten zu meistern. Für die Zukunft. Wir sind ein Team. In der Zukunft. Eine deutliche Verbesserung bei ihrer nächsten Beurteilung erwarten. Wir sind ein Team. Sie ermutigen, ihre Unzulänglichkeiten zu meistern. Sie ermutigen. Wir verfügen nun unter die Daten zu ihrer eigenen Unzulänglichkeiten. Es liegt in ihrer Verantwortung, diese zu überwinden, ihre Angst zu meistern und ihren Einfallsreichtum zu schärfen. Ich bin geschmeichelt, Lieutenant. Vielen Dank. Ich habe gelernt, meinen Instinkt zu vertrauen. Ich werde mich in Zukunft ganz darauf verlassen. Ach, und Lieutenant Tuvok, Sie sind gar nicht so furchteinflößend, wie alle behaupten. Ich werde mir diese Bemerkung notieren, Fähnrich. Trevor Daftle, ich fasse es immer noch nicht, dass wir dabei waren. Wartet mal, mir ist gar nicht schlecht. Sollte mich wohl vom Doktor untersuchen lassen. Womöglich ist das ein neues Symptom. Leonard Belmont, es ist offensichtlich, dass wir gemeinsam stärker sind. Diese Tatsache habe ich vorher nicht ausreichend gewürdigt. Janeway, ich denke, unsere Arbeit ist hier getan, Tuvok. Steuermann, wir kehren auf unseren alten Kurs zurück. Jawohl, der gute Hirte abgeschlossen. Screenshot, wunderbar. Perfekt, XP für die Janeway. Jawohl, kann man speichern, ist auch gut, bin ich zufrieden, erfolgreich abgeschlossen. So, wir gucken mal, haben hier was Neues. Hydroponischer Garten, dauert noch 3 Runden. Okay, und wo ist das neue Zeug? Das muss ja irgendwo sein. Diese Effizienz. Wahrscheinlich ist das hier bei dem Ingenieurswesen irgendwo.
Welche neue? Da haben wir es doch. Omega-Energie. Das ist neu. Nur durch die Deluxe Edition. Deluxe Edition Omega-Energie. Jo, hier, da, Omega-Energie. Screenshotten. Erhöht die Warp-Fluggeschwindigkeit zwischen Sternensystemen um 10%. Ja, das ist immer mega. Laufende Forschung hydroponischer Garten Level 3. Da würde ich sagen, das machen wir mal 1, 2, 3. Entwickeln wir mal jetzt hier so Forschung, let's go, 13 Runden. Finde einen neuen Planeten für Verins Volk. Was brauchen wir denn hier irgendwas? Wir haben alles, wir brauchen eigentlich gar nichts, wenn ich mir das so anschaue hier. Energie laden wir auf, die Batterien, das passt auch. Jo, das ist doch schon mal nett und nice. Was haben wir denn mit moraltechnisch? Wir haben plus 30, das ist also auch kein Problem. Tuvok meckert noch nicht, dass wir uns zu lange hier aufhalten, das ist auch gut. Jo, dann gucken wir mal in den Sektor rein. Wir suchen nach einem Scanne Klasse L Planeten. Was haben wir denn da? Ein Klasse J. Was haben wir da? Ein Klasse L Planet. Ah, das ist einer. Dann setzen wir mal einen Kurs zu diesem Klasse L Planeten. Habe ich doch gescannt. Habe ich gescannt. Hat geklappt. Dann brauchen wir einen Klasse O. Kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Wir sind voll. Das zu snacken wäre sinnlos, weil wir voll sind. Das ist ein Klasse G. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Ein Felsen. Asteroid. Was haben wir da? Das ist ein Klasse D. Brauchen wir auch nicht. Ein Klasse D. Noch einer. Ein Asteroid. Ein Klasse D. Ein Schiffswrack. Ein Klasse Y brauchen wir auch nicht. Ein Klasse Y. Shuttle. Ein Klasse L auch nicht. Eine Wolke. Klasse J. Haben wir ja alle, okay. Dann müssen wir schauen, ob wir was haben. Klasse Y. Orksphäre. Klasse O. Klasse O. Ja, dann würde ich sagen, let's go Klasse O. Omega Energie. Yo, Schiff betreten. Omega Energie is ready. Yes. Ist doch mal nice. So, gibt es hier noch was zum Entwickeln? Nein, wir sind komplett durchentwickelt. Bei der Crew sind wir fast durchentwickelt. Mächtige Verbündeter Talaxianer. Deuterium. Abfallreduzierung, ja, schön. Was haben wir hier? Nix, Kampf. War auch nix. Haben wir auch nichts. Und bei der Borg hätten wir irgendwas zum Entwickeln. Ja, Vinculum Antivirus kann ich nicht entwickeln. Warum? Weil das hier nicht freigeschaltet ist. So eine Scheiße, echt. Der Antivirus, den habe ich. Kann ich aber nicht nutzen, weil das hier fehlt. Das ist ein Scheiß. Machen wir mal das. Entwickelt ist entwickelt. So, dann weiter fliegen. Wie sieht es mit Kranken aus? Oh, die sind wieder ready. Oh, Moment. Einmal hier. So, wo ist denn hier der Phaser Controller? Phaser, okay. Dann, wo sind denn die alle unterwegs gewesen? In der Abfallaufbereitung war auch ein Held unterwegs. Kranken, Elektro, Biola, die sind alle beschäftigt.
Die haben alle einen Job. Ist ja interessant, aber irgendeiner war doch im Abfallaufbereitungsraum. Seven ist hier, selbstverständlich. Werkstatt, bauen wir mal ein paar Torpedos. Er ist im Maschinenraum, ja. Kann der Carry hier auch hin? Hydroponischer Garten. Dann der ist am Schildgenerator, der ist an Krankenstation, Deflektorschild, Wissenschaftslabor, ja, zum Entwicklung Biolabor. Komisch. Wo sind denn die Leute? Ich habe doch hier Crew. Moment. Crew, Helden. Oh! Wo sind denn die? Achso, die sind ja noch gefangen. Ja stimmt, die sind ja noch von den anderen gefangen genommen. Die sind wieder da. Aber die drei sind noch gefangen genommen. Okay. Ich verstehe. Die sind noch gefangen. Na gut. Das bedeutet, wir brauchen ein Klasse O und ein Klasse M. Was haben wir denn hier? Was ist denn jetzt los? Nein, später wiederkommen. Das war ein Klasse O. Kann der nicht scannen? Schwer verletzte Crew. Wir brauchen O und ein M. Ein O und ein M. Aber ich habe schon O und M. Ich habe die alle schon gescannt. Klasse D, Klasse J, Klasse D, Klasse M. Schauen wir uns den einfach mal an. Warum kann ich denn nicht scannen? Ich will den scannen, erneut scannen. Was ist das für eine Scheiße? Dann fliegen wir jetzt halt mal dahin. Find der neuen Planeten, ja. Regeneration-Einheit ist fertig. Jo. Wir entwickeln noch den Rest hier. Da sind wir voll. Bei der Crew haben wir noch die Deuterium und den mächtigen Talaxianer. Machen wir das. Wie schaut's aus? Ja, passt. Ups, was haben wir denn da? 2 Borgsonden. Schau an. Koordinierte Angriff, Schildhacking. Ja. Ihre Befehle, Captain? Was haben wir denn? Wir haben hier eine stärkere und hier eine schwächere. Das sind eigentlich... Das ist die schwache. Die machen wir zuerst fertig. Befehle, let's go. Besiege den Feind oder fliehe. Okay, erstmal auf die Waffen. Bug wird erfasst, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So, was haben wir noch? Einmal Attacke auf die Waffen sind down. Dann machen wir jetzt nochmal Waffe. Heck wird erfasst, Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff hat sich ergeben, Captain. Attackiere Heck. Feindliches Schiff hat kapituliert. Okay, dann wechseln wir auf das. Geben neue Befehle aus. Gehen wieder auf die Waffen bzw. auf die Triebwerke. Dann könnt ihr nicht abhauen. Bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zur Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain.
So, das ist schon down, der Antrieb. Machen wir die Waffen platt. Angriffsvektor Backbord bestätigt, Captain. Feindliche Schildfähigkeit bereit, Captain. Sieg. Passt. Doppelborg erledigt. Oh, Ionensturm. Minus 12 pro Zyklus. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. So, wir müssen Klasse Planeten. Max Warp 3308 sagt Guten Abend, Captain Barclay. Ich habe soeben Sektor 5 erreicht und abgeschlossen. Hallo. Ich nehme an, die Voyager wurde auch bei eurem Besuch von Sektor 5 geentert? Hallo, grüß dich, Max Warp. Guten Abend. Grüß dich, Fähnrich, Max Warp. Oder Captain bist ja auch. Entschuldigung. Genau, guten Abend. Jawohl, genau, Sektor 5. Ja, nimmst die Voyager, wurde auch bei eurem Besuch von Sektor 5 geändert. Ja, genau. Wurde am Anfang auch geändert, richtig. Ja, kann mich auch erinnern. Aber haben wir dann doch alles geschafft. Sehr schön, dass du Sektor 5 abgeschlossen hast du gesagt, ne? Genau. Nee, Sektor 5 erreicht. Entschuldigung, so rum. Genau, 4 abgeschlossen und bist jetzt bei 5. Alles klar. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Erfolg auch, ne? Captain Max Warp. Auf der Voyager. Oder Admiral, kann man ja sagen, weil du befehligst ja die Captain Janeway, wenn man es genau nimmt, ne? So, Sektor 11 bin ich hier unterwegs. So, und ich habe jetzt hier irgendwie noch ein Problem, weil ich schon alles vorher... Da musst du aufpassen. Gebe ich dir mal als Tipp mit. Ich würde mal schätzen, ich habe ja einen Scanner, wo ich schon alles scannen kann, auch in anderen Sektoren. Das habe ich da hier dummerweise gemacht. Da habe ich aber hier eine Quest, wo ich irgendwie nicht sicher bin, ob ich die überhaupt lösen kann, weil hier steht Scanne Klasse O und Klasse M Planeten. Ich habe schon O-Planeten gefunden hier, aber die lassen sich ja nicht mehr scannen, weil ich die schon gescannt habe. Borgsphäre, Raumstation, Klasse J, ist weg. Sensorenfeld. Na, was ist denn jetzt hier? Was haben wir hier? Handelsstation. Ah, da sollst du hingehen, hallo! Mensch, dass der immer fokussiert auf so einen komischen Riesenstern. Ein Klasse E. Nein, ich brauche ein Klasse... Das ist ein Borgkubus, da müssen wir auch noch hin. Klasse E, ich finde kein O und M. Wer willst du mich verarschen? Ich hatte vorhin O und M gefunden, aber die haben sich nicht mehr scannen lassen. Und hier gibt es keine O und Ms. Also jetzt los, später wiederkommen. Klasse D. Hier ist kein O und hier ist kein M. Ja. Wozu bin ich dann dahin geflogen? Das weiß ich auch nicht. Hier hinten der BIOS. Schwache Borg-Signatur geht hier aus. Das ist ein Klasse E-Planet, ja. Das ist doch eine Scheiße hier. Also ich war hier. Ich gucke mir da nochmal was an. Das ist ein Klasse J. Hier war ich doch schon. Klasse L. Ich brauche O und M. Kein O, kein M. Auch nichts. Die sind alle schon abgegrast. Da ist ein M. Halten, scannen. Ah, geht doch. Jetzt geht es auf einmal doch. Und jetzt brauchen wir noch ein O. Wo haben wir denn einen O-Planeten? Klasse G. Klasse J. Klasse M. Klasse D. Also geht's doch. Lassen die einen doch. Da ist ja nochmal ein Kubus. Wo kommt denn der her? Klasse E. Auch nichts hier. Also wenn jetzt im letzten Sektor keine ist, ne? Muss ja sein, weil wie willst du das sonst machen? Ein Klasse O-Planet. Klasse D. Klasse O. Da. Scannen wir nochmal. Oh, Comms-Anfrage annehmen. Yo. Jetzt Heller. Friendship One. 7 of 9. Das ist auch die Deluxe Edition Mission. In Sektor 11.
Der letzte Klasse M-Planet in unseren Scans scheint bewohnbar zu sein, zumindest theoretisch. Aber in der Praxis? Die Flora dieses Planeten stellt eine biologische Gefahr dar. Die sondert toxische Sporen und Bakterien ab, die für Verins geschwächtes Volk tödlich wären. Ist das alles, was wir haben? Captain, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich habe mir die Daten des Planeten, eigene Faust noch einmal genauer angesehen. Oh, der Musterschüler. Nur zu Fenrich. Ein zweiteiliger Plan könnte funktionieren. Zuerst ein individuelles Biofiltersystem, Masken, um die Sporen und Bakterien zu neutralisieren und Einzelpersonen zu schützen. Und dann könnten wir punktuelle Kraftfelder errichten, um sichere Zonen und damit geschützte Lebensräume für ganze Gemeinschaften zu schaffen. Dieser Plan klingt so, als würde die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache. Es ist keine dauerhafte Lösung. Ihre Immunsysteme werden sich mit der Zeit an die Umgebung anpassen. Captain, das ist ein langwieriger Prozess und innerhalb weniger Generationen sollte Ihr Volk dort auch blühen können. Ich stimme Ihrer Theorie zu, Fenrich, aber Verins Geduld ist am Ende. Haben wir irgendwelche anderen Alternativen? Die haben wir. Sie klingen zuversichtlich. Zuversicht ist irrelevant. Was, wenn wir unsere Torpedos nutzen könnten? Klingt vernünftig. Wir sprengen einfach Verin und die Geiseln in die Luft. Die Antimateriestrahlung in ihrer Atmosphäre. Wenn wir sie neutralisieren, könnte Verins Volk dort bleiben und seine Welt wieder aufbauen, statt zur Flucht gezwungen zu sein. Ein modifizierter Photonenstoß könnte die Strahlung eliminieren. Das Verfahren würde eine beträchtliche Anzahl modifizierter Torpedos erfordern, aber es würde die Atmosphäre sicher machen. Klingt doch gut. Ein orbitales Bombardement entspricht nicht gerade dem diplomatischen Protokoll. Sind Sie sicher, dass es funktionieren wird? Ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird, solange unsere Torpedoabschussrampe effizient genug ist. Läuft also entweder auf eine Massenmigration oder einen Alles-oder-Nichts-Versuch hinaus. So wie ich Verin einschätze, stehen die Chancen gegen uns. Er sollte die Wahl haben. Kehre zu Verins Planeten zurück. So, er entwickelt hier noch das da. Okay. Dann kehren wir mal zu Verins Planet zurück. Das ist hier. Und zwar dort hinten. In dem Zwischendings holen wir uns mal Treibstoff. Viel Zeit im Sektor. Jetzt kommt der Tuvok wieder. Verstanden, 3 Räume, Plasma-Überladung, wieder alles kaputt. Ich weiß Bescheid. Nee, Moment später. Jetzt müssen wir erstmal reparieren. Was ist denn schon wieder alles kaputt? Einmal die Crewquartiere. Reparieren, ein Zyklus. Dann haben wir die Stellarkartografie. Die müssen wir reparieren, ist wichtig. Warum kannst du nicht? Weil wir schon wieder hier Ingenieurbüro ein aus 2 Leute beschäftigt gehabt haben. Aber es sollte jetzt wieder möglich sein. Auch die Torpedos. So, jetzt haben wir die 3 defekten Räume repariert. Das sollte ausreichend sein. Ja. Sind Kranke auf der Station? Nein. Gut. Irgendwelche Arbeitslosen? Abfallaufbereitung? Nein, die sind alle beschäftigt. Gut. Maxwarp 3308 sagt: Junge, du hast ja alles im Überfluss. Ab welchem Sektor hast du diesen Sorglospunkt erreicht? Den Sorglospunkt? Ich glaube, bei Sektor 5 war ich schon relativ sorglos. Warum? Mein Überfluss, den habe ich durch das hier. Ich habe sehr früh angefangen, weil ich irgendwo einen Tipp gelesen habe. Schau, das A und O ist eigentlich das hier. Entwickeln, 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 entwickeln. Wenn du entwickelst und die Möglichkeit hast, dann die wichtigen Dinge, größere Crewquartiere zu bauen und so weiter und so fort. Und bessere Waffen, bessere Schilde, bliblablub, bessere hydroponische Gärten und so weiter und so fort. Das heißt, A und O ist hier Wissenschaftslabor bauen. Beim ein Wissenschaftslabor, siehst du hier, macht bei mir 5 Punkte. Das erste Wissenschaftslabor macht einen. Dann das Level 2 vom Wissenschaftslabor macht ja 2 Punkte. Dann habe ich also 2
Schrägstrich sogar 3 Wissenschaftslabore mir hingepflastert, dass ich sozusagen am Anfang mir pro Zyklus 6 Punkte gebaut habe, plus Abgrasen von Wissenschaftspunkten und somit eben immer, ich hatte fast nie einen Leerlauf in der Entwicklung. Ich konnte postwendend, wenn eine Entwicklung abgeschlossen war, postwendend die nächste Entwicklung anstarten. Also ich hatte nie Leerlauf und das war gut und wichtig, dass ich immer durch exerzieren konnte, die ganzen, egal was, konnte ich durchentwickeln und habe halt darauf geachtet, dass ich hier die Lithium sammle, weil ja für die Stufen hier ist ja die Lithium erforderlich. Deswegen die Lithium nicht für irgendeinen Scheiß verplempern oder verkaufen, sondern sammeln und dann für die wichtigen Stufen, die man sich aussucht, wo ich sage, mir ist jetzt diese Stufe oder jene Stufe wichtig, genau, abzumachen. Das ist eigentlich mein Versuch gewesen, voranzukommen. Und das war für mich, muss ich sagen, der beste und erfolgreichste Weg. Es gab auch mal hier und da Schwierigkeiten, klar, aber im Großen und Ganzen hat das gut geklappt. Und ständiges Micromanagement mit Einschalten, Ausschalten, Einschalten, Ausschalten, hier vom Maschinenraum rauffahren, runterfahren, Stromsparmodus wieder hochfahren und so weiter. Ne? Ganze Sektionen abschalten und einschalten, teilweise mal kurzzeitig. Ja, das ist dann immer das, was man zwischenzeitlich machen muss. Genau. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Kehre zum Planeten zurück. Ja. Ich wollte zwischentanken hier. Genau, mal ein bisschen was aufnehmen hier, da. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Bussard-Kollektoren 2500. Jawohl, pack ein. Mach die Hütte voll, passt. Und was haben wir da? 336 Steine. Dann nehmen wir die auch noch mit. Hier, aha, Lebenserhaltung aktiv. Jawohl, ist wieder repariert. Das noch nicht. So, wir fliegen zu den Steinen. Jawohl, repariert die Stellarkartografie. Repariert die Torpedoabschussrampe. Okay, ist wieder ready. Alles klar. Holodeck ist offline, weil mich das einschaltet, braucht es zu viel Saft. Und ist ja aktuell nicht nötig, das Holodeck. Ich habe ja hier, Moral war mir auch ein wichtiger Punkt, dass ich da nie Probleme bekomme. Deswegen rechtzeitig die komplette Crew so einpacken, dass die komplette Crew wirklich Zimmer hat. Am Anfang Notquartiere und Stück für Stück umgestellt auf Crewquartiere, aufgemotzte Crewquartiere, wo 15 Leute reinpassen, und da ist dann die Moral so gut wie nie ein Problem gewesen auch. Schon sehr frühzeitig. Weil die Moral killt dich und so weiter. So, also einpacken, Steine einpacken, zack, zack, zack. Komm, was machen wir? Da ist was Rotes dabei, egal. Sollte klappen, jawohl. Schaut gut aus. Jo, jetzt sind wir wieder voll. Alles klar. Dann fliegen wir mal zu Verins Planeten hin. Setzen den Kurs zu Verin. Deuterium Abwehrreduzierung ist durch. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, hier gibt es nichts mehr. Alles entwickelt, was entwickelbar ist. Hier ist auch alles entwickelt, was möglich ist. Ja. Da haben wir. Bei der Crew ist hier noch was. Hochwertige Replikatoren 2, komm, machen wir die noch. So, weiterfliegen. So, Harry Kim, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Moment. Bevor wir hier irgendwas machen und fehlschlagen, man kann ja jetzt glücklicherweise zwischenspeichern, das tun wir jetzt auch. Speichern, und zwar manuell speichern. Wie war das? Fortsetzen, speichern. Manuell speichern. Ja, will ich haben. Einmal manuell speichern, bitte. Falls hier was schief geht, kann ich diesen manuellen Speicherstand laden.
haben sie zum Glück auch auf der PlayStation jetzt endlich nachgepatcht. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, fortsetzen. Sprechen Sie, haben Sie einen neuen Planeten für uns gefunden? Ja, der Planet, den wir gefunden haben, ist bewohnbar, aber seine Atmosphäre enthält giftige biologische Erreger. Wir könnten jedoch Schutzvorkehrungen für Erfolg entwickeln. Unsere Abmachung sah keine Welt vor, auf der wir Gedeih und Verderb von ihrer Erdentechnologie abhängig wären. Deshalb haben wir eine zweite Lösung, eine Dauerverschlüsselung. Mit einer gezielten Entladung modifizierter Photonentorpedos können wir die Strahlung in der Atmosphäre neutralisieren. Und ich kann Ihre Crew mit einem gezielten Schuss neutralisieren. All Ihre Föderationsglanz und Sternenflottenarroganz, das ist alles, was Ihnen einfällt? Eieiei, so ein Honk. Überzeugen. 75 plus 20, 85, 95%. 95%, 100%, das Ohr des Diplomaten. Das ist auch was Entwickeltes, Freigeschaltetes. Dieses Ohr des Diplomaten gibt dir 100% bei solchen Verhandlungen zum Beispiel. Das hier siehst du, die plus 75% kommen durch den Level 10 von der Janeway, den habe ich halt jetzt. Im Normalfall hättest du vielleicht 30% plus oder 40, dann bist du bei 50, 60% Chance. Na, jetzt sind wir bei 95, ist auch heftig gut. Und durch diese freigeschaltete Entwicklung Ohr des Diplomaten hat man sogar 100%. Die Schuld der Vorbahn eingestellt auf die Oberseite der Menschen der Erde sind nun weiser. Ja, genau, sind nun weiser. Die Schuld der Vorfahren eingestehen. Ach so, nee. Wollen euch doch helfen. Werden davon überzeugt, dass der Phonen-Torpedoplan der beste Lösung ist. Eine Planetenverlagerung mit entsprechenden Gegnern die beste Lösung. Nee. 95%, das muss klappen. Der Plan war ja, den Planeten zu reinigen. Unsere Torpedos sind kein kriegerischer Akt, sondern Werkzeug des Wiederaufbaus. Mit einem einzigen gezielten Schlag können wir die Strahlung beseitigen, damit Ihr Volk seine Heimat zurückhält, ohne jede Abhängigkeit von uns. Also gut. Erfolg, aber ich warne Sie, sollten Sie mich hintergehen, stirbt Ihre Crew. So, und nun stelle Photonen-Torpedos in der Werkstatt her. Na dann, let's do Werkstatt, Photonen-Torpedos. Photonentorpedos. Stellen wir die mal her. Die Photonentorpedos. 7 Runden. Ja, was machen wir da? Jetzt haben wir auf tun hier abwarten und Tee trinken, hä? Haben wir Batterien, sind voll. So, da können wir ein bisschen hier Energie sparen. Fahren wir mal die Energie ein bisschen runter. Tun wir ein bisschen Energie sparen. Also, wir warten mal ab. Schön reinzoomen, dass man schön ist. Wir haben hier was vergessen zum Scannen. Was seht ihr meine entzündeten Augen hier? Da ist ja was los. Vergessene Kolonie. Da ist ja noch was los. Die müssen wir uns noch anschauen. Da waren wir noch nicht. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier. Also gut, wir warten ab. Photonentorpedos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Photonentorpedos. Ne, sind sie noch nicht fertig? Jetzt sind sie fertig. Photonentorpedos hergestellt. 5. Oh Mann, da brauchen wir ganz schön viele. Werkstatt. Nochmal 5 Photonentorpedos. Moment mal. Kann man in der Werkstatt nicht einen Helden zuweisen, dass der Käse schneller geht? 111%, ja komm, aber sowas von. 4 Runden verbleibend, okay. 1, 2, 3, 4 haben wir. Müssen wir die Energie wieder hochdrehen, bevor wir hier irgendwie leer laufen. Das ist das Mikromanagement, das ich meine. Immer hin und her schalten. So, dann haben wir wieder ein paar Torpedos. Nochmal 5 herstellen. Nochmal 4 Runden. 1. Replikatoren sind auch fertig entwickelt. Was haben wir noch? Mächtige Verbündete. War hier noch irgendwas bei Ingenieurwesen frei? Nein.
War nicht frei. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist jetzt das da hinten. Ne? Ja. Mächtiger Verbündeter Talaxianer. Okay, reduzierte Energiekosten der Krankenstation. Das war auch hier ein extra Deluxe-Modul. So, Photon-Torpedos. Wie lange dauert der Spaß? Der Spaß dauert noch 3 Runden. Okay, dann warten wir. 1, 2, 3 Runden. Und wenn wir schon dabei sind, wir bauen mal normale Torpedos, weil wir ja schon ein paar verschossen haben, ne? Moment. Photonien-Torpedo-Modifikation. Okay. Die müssen wir bauen. Herstellung bereits. Oh Mann. So ein Scheiß. 1, 2, 3, 4, 5. Die normalen Torpedos hergestellt. Wir müssen jetzt die Modifikation da bauen. Dauert wie lang? Nochmal 3 Runden. 1, 2, 3. Kehre zu Varens Planeten zurück. Alles klar. So, Moment. Die muss wieder in... Die 7 of 9 war am effizientesten hier. Da. Nämlich Schaden für Phänomene komplett reduziert. So, Werkstatt kann jetzt normale Torpedos herstellen wieder. Haben wir Kranke? Nein, haben wir nicht. Sehr gut. So, schauen wir uns das System an und kehren zurück zu dem Typen da. Schauen uns den wieder an. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle? Nee. Hier kann ja wieder was schief gehen. Nun denn, bombardieren wir diesen Planeten. What? Ich habe doch abgebrochen. Willst du mich verarschen? Oh Mann, wenn das jetzt schief geht, ne? Ich habe jetzt nicht gespeichert. Verin, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Zu Bogen meine Leute und ihrer Crew. Sollte dieser Plan besser funktionieren. Halten Sie sich bereit, Verin. Torpedos scharf geschaltet und bereit, Captain. Torpedo-Abschussrampe. Ach du Scheiße, da haben wir den Salat! 60, 70, 98, 95%, ist nicht 100. Feuern Sie die Sequenz ab. Erfolg. Hui, Schwitz, Schwitz, Schwitz. Torpedosequenz wird abgefeuert, Captain. War gut. Und? Die Strahlung verflüchtigt sich mit beschleunigter Rate. Mr. Verin, können Sie mich hören? Einen Moment lang dachte ich würde nie wieder etwas hören. Sehen Sie sich den Himmel an, Verin. Hä? Das kann nicht sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder einen blauen Himmel sehen würde. Ihre Leute sind frei. Sie können gehen. Das Außenteam ist wohlbehalten wieder an Bord, Captain. Jawohl. Danke, Fähnrich. Nun, Mr. Verin, ist Ihr Volk bereit für einen Neuanfang? Wir werden sehen, was sich mit diesem Haufen Asche noch anfangen lässt. Alles Gute wünschen. Talaxianische Köstlichkeiten als Zeichen der Wiedergutmachung. Hä? Talaxianische Köstlichkeiten, ja, habe ich auch nicht entwickelt, weil die Quest fehlgeschlagen ist. Trabe Nährwertoptimierer. Den Nutriplexer als Zeichen der Wiedergutmachung überreichen. Den Nutriplexer. Hä? Trabe Nährwertoptimierer. Wenn ich den hergebe, ist der dann weg oder was? Den Nutriplexer. Das ist doch mein Happa. Na gut, ich habe bloß noch einen Sektor, ne? Unser Kennenlernen stand unter keinem guten Stern, Mr. Verin. Als Gäste des guten Willens möchte ich Ihnen unsere Nahrungstechnologie überlassen. Sie könnten beim Wiederaufbau nachhaltiger Nahrungsquellen unschätzbar wertvoll sein. Betrachten Sie es als ein Geschenk. Im Geiste des Friedens und der Demut. Trabe Nährwertoptimierer wurde entfernt. Scheiße, schauen wir mal. Das kann ich schon aufnehmen. Nährwertoptimierer. Danke, aber deuten Sie diese Akzeptanz nicht als Vergebung. Da wäre nur noch eine Sache. Einige meiner Leute, die weniger scharfsinnigen, wie mir scheint, wollen die Erde unverständlicherweise eine zweite Chance geben. Ich verstehe das nicht. Doch Sie bestehen darauf. Würden Sie sie auf Ihrem Schiff aufnehmen? Verins Leute an Bord willkommen heißen. Plus 10 Crew. Ja klar, komm. Sie sind mir willkommen. Sollten Sie eines Tages zu Ihnen zurückkehren, werden Sie viele Geschichten zu erzählen haben. 10 Crew haben sich angeschlossen. Sollten Sie zurückkehren, ja.
Nun denn, wir wünschen Ihnen viel Glück in eine Zukunft, die friedlich ist als Ihre Vergangenheit. Leben Sie wohl, Mr. Berin. Die Friendship Bond mag verloren sein, aber Ihr Vermächtnis ist es nicht. Wir bringen die Geschichte zurück. Eine Warnung, die die Sternflotte für immer im Gedächtnis bleiben muss. Steuermann, wir kehren auf unseren alten Kurs zurück. Jo, Friendship Bond abgeschlossen. Nebenquest, Deluxe Edition. Hui, automatisches Speichern. So, jetzt haben wir dem Honk hier schon wieder was überlassen. Maxwarp 3308 sagt Computerlogbuch der Voyager, Fähnrich Warp, Sternzeit -2, 9, 6, 8, 0, 8.3. Captain Barclay macht gute Arbeit im Delta-Quadranten, aber ich bin müde und ziehe mich in mein Quartier zurück. Ja, cool. Max Warp, danke dir. Wünsch dir ebenso eine gute Nacht. Zieh dich zurück in dein Quartier, leg dich hin, du hast gute Arbeit geleistet. Ruh dich aus, dass du morgen schön weitermachen kannst im Sektor 5. Genau, du hast ja den erreicht, musst ja weiterfahren, ne? Genau, weiter erforschen, den nächsten Planeten machen und so weiter und so fort. Hast du viel Arbeit, genau. Dann passt das, ich bedanke mich, over and out, bye bye. Over and out ist das falsche System. Entschuldigung. Ah ja. Ja, die haben mir doch hier was jetzt nicht geklaut. Ich habe es ja freiwillig abgegeben. Ist das noch da? Das ist ja die Essenseffizienz. Schauten die aus? -79. Die Essenseffizienz, ja. 41, 30, 39, 61. Die 7 wäre hier besser aufgehoben. Ja, aber nee, die ist am Deflektor noch besser aufgehoben. Ist der schon wieder weg. Rein, raus immer, das ist Hin- und Hergeschaltet. Bis jetzt haben wir hier uns selbst versorgen können. Mit 266 Leute. Ja, 22 Leute, davon sind 12 Borg. Achso, sind ja wieder welche gekommen. Brauchen wir wieder ein Crewquartierchen, ne? Dann bauen wir halt noch eins, ne? Machen wir noch ein Quartierchen hier. So, wie viel Moral? Plus 18 immer noch. Ja, kein Problem. So, wir haben Energie plus 15. Wir laden auf. Wir haben ein paar Steinderl. Wäre nicht schlecht noch einzusammeln. Ah, und diese, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo waren sie denn? Doch hier noch irgendwo, Personen gesehen. Irgendwo. Wo sind denn die hin? Ich habe doch hier beim Zoomen irgendeinen Planeten gesehen. Wo hier gesehen? Ah, da sind sie doch. Da sind sie doch. Hier. Vorher holen wir mal noch ein paar Steine hier. Da. 196 Duranium. 235. Fliegen wir schon mal dahin. Holen wir noch ein bisschen Duranium. Jawohl, Crewquartier ist ready. Und das ist ein 10er. Das wird gleich aufgemotzt auf ein besseres. So. Dann sollten wir doch hier crewmäßig ohne Quartiere etwas besser haben. So, ist fertig oder was? So, ist fertig. Also wir haben hier nichts mehr zum Entwickeln. Sind wir durch. Bei der Crew sind wir durch. Kann man nichts mehr entwickeln. Bei der Wissenschaft sind wir durch. Können wir nichts entwickeln. Beim Kampf sind wir ganz hinten gewesen. Ja. Sind wir durch, können wir nichts mehr entwickeln. Dann haben wir jetzt nur noch Borg-Technologie, die wir entwickeln können. Ja, dann können wir mal hier weiterentwickeln. Borg-Technologie. Ob wir sie brauchen, steht auf dem anderen Blatt, aber wo kommen denn die her? Nur wieder 2 Borg-Senden. Okay. Ihre Befehle, Captain? So, dann machen wir schon mal die eine fertig. Angriff. Besiege den Feind oder fliehe. Also. Erstmal auf die Waffen. Captain. Fähigkeit bereit, Captain.
Schildhacking und Fähigkeit. dann Feindliche Double Schilde Phaser. zerstört, Captain. Gibt neue Befehle, weil die Waffen sind ja kaputt, ne? Haben wir hier noch mehr Weg wird Waffen? erfasst, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück. Okay, dann haben wir das nächste Schiff. Befehle. Da tun wir doch mal auf die Triebwerke erstmal ballern, dann zieht sich hier nichts zurück. Fähigkeit feindliche Schiff. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Double Laser. Ah, das ist schon down. Die Antriebe. Dann machen wir den Warpkern Angriffsvektor kaputt. Steuerbord bestätigt, Captain. Erledigt. Erledigt. Die bauen noch. Okay, weiterfliegen. So, und Crewquartier. Ein weiteres für 130 Mann. Ne, 266 Leute, okay. Crew 12 haben kein Quartier. Das dürften aber jetzt die Borg sein. Ja, dann bauen wir halt auch noch so ein scheiß Borg-Dings da. Noch so einen Alkoven da, so einen komischen. Da. Wir brauchen die Saft 4, geht schon. So, okidoki, dann geht's weiter. Wir snacken hier mal, ja. Jawohl. Und dann haben wir ein bisschen Treibstoff, den wir uns noch irgendwo snacken, zum Beispiel hier. Ist bereit, wird auf Level 2 gecheckt. So, lassen wir die ganzen, es passen ja nur standardmäßig 10 rein. Das heißt, 2 sind noch ohne Quartiere, 2 Borgs. Da unten sieht man es, ja, 2 sind ohne Quartier. Mein Schild ist kaputt, Moment, da müssen wir ein bisschen wenigstens einen Ingenieur reinsetzen, um, halt, was willst du von mir? Moment, ausschalten, einschalten, das ist ein bisschen komisch, dann setzen wir einen rein, 2 rein. Und der kann hier weitermachen. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir laden die Batterien auch noch auf. Das passt auch. Jo. Was braucht denn so ein Ding? Strom? 7. Okay. Wir laden da nichts mehr auf. Ja, müssen wir mal schauen, ob das sinnvoll ist. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Die Leute sind doch wieder da, oder? Moment. Ah, die Belaner. Genau, ihr macht schön das da. Belaner ist effizient. Wunderbar. Upsi. Da ist sie. Reduziert die Produktionszeit. Einwandfrei. Ah, hier. Der Kollege ist auch wieder da. Der Kaschik. Erhöht die Feuerrate. Perfekt. Erhöht die Feuerrate bei der Disruptor-Phalanx. Einwandfrei. Der ist bei den Schilden. Haben wir noch hier irgendeinen Arbeitslosen, der gerade irgendwie nichts macht? Das alle beschäftigt, okay. Ist also nichts los. Dann hätten wir Schilde. Aussichtslounge gibt es nichts, ne? Doch, gibt es einen Helden? Gibt es jemanden, der nichts zu tun hat? Ah, die Danara könnte hier ein bisschen zum Beispiel sich mal in die Aussichtslounge setzen. Schildraum hat keinen Helden. Die Tanzvorrichtung hat auch keinen Helden. Ach, die verbraucht ja auch Strom wie Sau. Ja. Ah, uns fehlt ein Shuttle, stelle ich gerade fest. Da bauen wir doch mal einen Shuttle. 24 Runden. Ah, Moment einmal. Den haben wir gerade hier. 73% Shuttle. 72, der ist im Maschinenraum. Ne, der kann da rein. Dann sollte die Shuttle-Bauzeit reduziert werden auf 14. Genau, so sehe ich das auch. Dann haben wir wieder 3 Shuttles.
Und dann passt das. Haben wir 3 Shuttles und dann passt das. Okay, also weiter. Treibstoffnummer snacken. Okay, zack, zack, zack. Orange, orange, nehmen wir das. Perfekt. 5800, fast voll. Ja, dann fliegen wir mal. Wo sind sie denn? Da sind sie. Dahin. 23:06, das machen wir noch und dann sind wir durch. Dann können wir nämlich, morgen ist Motorfest angesagt, der Crew Motorfest. Und dann ist morgen ist Donnerstag, genau. Dann kann man fast sagen, am Freitag könnten wir dann Sektor 12 machen und vielleicht schaffen wir es abzuschließen sogar. Mal schauen. So, jetzt haben wir +4 noch Batterien, okay. Da passen 20 Borgs rein. Das bedeutet, wir sollten, wo haben wir es denn hier? Genau, also alle Crewmitglieder, sowohl normale als auch Borgs, 266 Crewmitglieder insgesamt, alle versorgt haben, alle schön in irgendwelchen Quartieren rumhängen lassen. Einwandfrei. Offiziersquartiere 7. Braucht Strom für wie viel? 6 Strom. Eins braucht 4 Strom. Ja, so ein Offiziersquartier ist teuer ungeheuer. Teuer ungeheuer machen wir nicht. Ja. Wenn wir jetzt hier mal kurz eins offline schalten, wie viel haben dann? 10. 10 Crew haben keinen Platz. Ein Offiziersquartier ist auf Max mit 7 bloß. Ist aber schwach. Dann hätten immer noch 3 kein Crew-Quartier. Beherbergt 15 Crew plus eine Moral pro Zyklus. Das da beherbergt 7 Crew plus 4 Moral pro Zyklus. Oh ja, das ist schon ganz schön cool. Weniger Leute und plus 4 Moral. Ja. Könnten wir ein Offiziersquartier bauen statt einem Crewquartier. Hier kann man noch was bauen, okay. Baut mal ein Offiziersquartier. Ja. Und die hier plus 9 kann man sich fast sparen, weil wie weit sind wir hier? 960 dürfen wir bald haben. So, wir schauen uns mal jetzt hier. Was ist denn hier los? Achso, Reifungskammer. Are-Einrichtung 2, Reifungskammer 2. Wo machen wir das? So, wir sind angekommen. Deswegen habe ich das Symbol nie gesehen, weil es von dieser Sonne verdeckt wird. Schauen wir uns das mal an. Wir haben eine Siedlung auf einem Klasse M-Planeten entdeckt. Moment. Bevor hier irgendwas passiert, machen wir einen manuellen Speicherpunkt. Schauen uns jetzt den Planeten an. Also, wir haben eine Siedlung Klasse M-Planeten entdeckt. Die Bevölkerung scheint Borg zu sein, aber ihre Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Es scheint, als eine kleine Gruppe gestrandet, sich seit Jahren angepasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen und Technologie. Schicke ein Außenteam zu den Ex-Borg, biete ihnen Vorräte und lade sie ein, sich der Crew... Nee, wir haben schon 72 Borg. Entschuldigung. Halte einen Sicherheitsabstand, um eine einzige Gesellschaft zur Anpassung zu erforschen. Kein direkter Kontakt. Ja, ich wollte sagen, wir machen das. Weil ich brauche nicht noch mehr Crew. Ja, super. Okay, war also nichts, was irgendwie großartig toll ist und sinnvoll ist. Jo, dann sind wir eigentlich durch, oder? Was haben wir denn hier noch? 399. Ja, komm, snacken wir hier noch ein paar Steinchen hier. So, Offizierquartiere und die motzen wir auf Max. Wie sieht's aus? 5 sind noch ohne Quartiere.
Ja, wir könnten auch sagen, Moment, wir ein Crew macht hier was, die hier abreißen und die hier abreißen. Die abreißen, einen Zyklus. Das heißt, wir können hier ein, wie war's? Ein normales Crewquartier bauen. Das war aber auch Schwachsinn, oder? Warte mal, warte. Das war doch Schwachsinn. Wir bauen hier ein Offiziersquartier. Offizier, wo sind sie? Genau. Das hier wird... Da habe ich jetzt falsch gebaut, ne? Ja, ich habe falsch gebaut. Das sollte ein Crewquartier werden. Das habe ich echt vertan hier. Hallo! Das soll ein Crewquartier werden und das wird abgerissen. War falsch geplant. Wieso verbessern? Schwachsinn. Abbruch. Abreißen. 1. Oh, Landurlaub. Nee, haben wir jetzt keine Zeit dafür. So, die sind fertig abgerissen. 1, 2. Verbessern. Crewquartier. Crewquartier. Offiziersquartier. Müssen wir noch verbessern. Dann haben wir hier 2 Offiziersquartiere. Direkt untereinander. Ja. Dauert 1, 2, 3. Das ist verbessert. Moment, was ist denn das? Ist das ein Crewquartier? Ja, ist es. Okay. Das ist ein Crewquartier, das man aber stromtechnisch, wenn das fertig ist, einsparen. Momentan. Das ist nur zur Reserve. Nur zur Reserve. 2 Zyklen. 1, 2. Offiziersquartier ist ready. Offiziersquartier ist ready. Da ist keiner drin. Wieso ist ja keiner drin? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe ein Offiziersquartier. Hier, da sind 7 Leute drin. Dann haben wir hier 0 Leute drin. Warum? Weil, ja hier deswegen. So, pass auf, jetzt dürften sie da umgezogen sein. Ja, sag ich doch. Da sind sie umgezogen ins Offiziersquartier. Emily White. Zweimal Emily White. Interessant. Kurz ausschalten, einschalten. Und einschalten. So, dann haben wir hier jetzt restliche 3 Leute. Die fliegen wieder raus. Und hier sind Offiziere drin. Ja, würde ich sagen, so schaut es gut aus. 15 Crew ohne Quartiere. Wieso? Ach so, weil ich hier 4 Borgs hatte. Genau, und das muss noch ein Borg werden. Jetzt weiß ich es wieder. Weil ich 20, 40, 60 ja viele Borgs habe. Also ich brauche eine 4. Borgkammer. So rum war es. Genau, das war ja der Plan. Ich habe es gerade schon wieder vergessen gehabt. 1, 2. Entwickeln wir das hier. 3, 4. Jetzt ist es fertig. Muss noch verbessert werden. Ja, das war's, glaube ich. Genau, 2 Borgs sind noch ohne Quartier. Das wird gleich soweit sein. 1, 2. Noch 1. So, ja, was ist denn los?
Noch ein Zyklus. Noch ein. Jetzt ist das Quartier fertig. So, jetzt haben wir 4 Bordquartiere schön in der unteren Ebene. Sollte jetzt crewmäßig alles ausgehen, fast wegen 3 Hanseler, sollte es bei der Moral kein Problem geben. Zu viel Zeit, Borg, Schildmatrix, Heimweg, genau. Sollte kein Thema sein. Okay. Dann sind wir hier durch, ne? Also, Material. Wie sieht's aus? Material. Gibt es hier noch was zum Snacken? Ja, da oben. Wir machen einen Zwischenstopp hier. Snacken uns das hier. Passt. Und holen uns dann noch das hier. Schnelles haben wir wertvolle Zeit gewonnen. Kampf um die aufrechte Moral ist noch lange nicht auf kurzfristig, wir brauchen langfristig, um die zugrunde Probleme anzugehen. Okay. Tuvok, ich weiß, ist für die Sicherheit der Crew zuständig. So, was haben wir hier? Wir holen uns das Max. Max Material holen. Sollte doch klappen. Jawohl, klappt auch. Sind wir doch schon wieder fast auf Max. Dann holen wir uns noch einen Treibstoff, bevor wir in den nächsten Sektor dackeln. Gibt's nochmal Action. Ihre Befehle, Captain? Anvisieren. Was soll man? Feind oder Flieg? Okay, wir greifen an. Wir machen erstmal deine Triebwerke platt. Fast, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Schilde weg. Feindliche Schilde Der zur Head Fähigkeit und bereit, der Captain. Double Phaser. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Sieg komplett zerstört. Oh. So, gibt es hier noch irgendwas zum Entwickeln? Ich glaube nicht mehr. Wir sind durch. Gibt nichts zum Entwickeln in keinem Technologiebaum mehr. Das Thema ist durch bei mir. Da geht nichts mehr. Die Fragezeichen sind noch offen. Entweder kommt noch ein bisschen was, aber ich glaube, da sind einige da oben, die ich frühzeitig schon verschissen habe. Durch blaue Quests, die ich verpennt habe, weil ich zu lange gebraucht habe oder falsche Entscheidungen getroffen habe, konnte ich nichts tun. Okay. Dann können wir den Harry Kim aus dem Wissenschaftslabor abziehen und sinnvoll woanders einsetzen vielleicht. Wo denn vielleicht? Wo gibt es noch was für einen Harry Kim? Oh, wie sieht es denn hier aus im Maschinenraum? Harry. Hier überhaupt keine Reparaturrate, do it. In der Werkstatt können wir ein paar Torpedos herstellen, kann auch nichts schaden. Ja, das dürfte es gewesen sein. Jo, dann sind wir im System da, snacken noch schnell ein bisschen hier Material. Passt, wir sind voll auf Max, 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 überall Max. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, dann sind wir ready, steady. Wir sind durch, wir sagen, wir machen ein manuelles Speichern. Jupp, weil wir fertig sind. Jo. Dann habe ich gespeichert, dann würde ich sagen, wir können mal in den nächsten Sektor gehen, um den Anfang zu sehen. Let's go! Sektor 12! Wir schauen kurz rein, hören uns die Sprüche vom Tuvok und vom Paris an und danach machen wir Schluss und am Freitag letzter Sektor. Persönliches Logbuch, Lieutenant Tuvok. Ein Scan dieses Sektors hat die Existenz eines potenziellen Wurmlochs aufgezeigt. Eine tiefergehende Analyse
lokalisierte seine Position innerhalb eines nahegelegenen Nebels. Innerhalb der Crew ist eine gesteigerte Erwartungshaltung und Hoffnung spürbar. Was denn jetzt Wenngleich los? empirische Belege für die Scheiße. Klassifizierung als Wurmloch Moment. oder dessen Zielkoordinaten Scheiße, bislang hallo. fehlen. Sorry. Schließen. Oh Mann, ihr wollt mich doch verarschen schon wieder. Ich krieg wieder ein Dings des Todes. Fortsetzen. Hauptmenü. Zurück, ja. Hauptmenü. Akzeptieren. Das also, bei dem automatischen manuellen Speicherstand laden. Ja, genau, das war's. Den wollen wir haben. Wir sind in Sektor 11 am Ende. Sektor 11 am Ende, genau, das war der Speicher. Und wir ziehen in den nächsten Sektor. Und zwar ohne Voyager-Titelmusik. Wo ich schon wieder einen Claim des Todes, wie man so schön sagt, von YouTube bekommen würde. So, Sektor 12, wir schauen uns den Anfang an. Danach machen wir Persönliches in die Logbuch, Haie. Lieutenant Tuvok. Ein Scan dieses Sektors hat die Existenz eines potenziellen Wurmlochs aufgezeigt. Eine tiefergehende Analyse lokalisierte seine Position innerhalb eines nahegelegenen Nebels. Innerhalb der Crew ist eine gesteigerte Erwartungshaltung und Hoffnung spürbar, wenngleich empirische Belege für die Klassifizierung als Wurmloch oder dessen Zielkoordinaten bislang fehlen. Während ich ein solches Verhalten in früheren Jahren als unlogisch kategorisiert hätte, verstehe ich inzwischen, dass Hoffnung, wenngleich sie nicht den Regeln der Logik folgt, eine natürliche emotionale Reaktion darstellt. Im Rahmen des Briefings der Führungsoffiziere warf der Captain die Frage auf, was wäre, wenn dieses Wurmloch wirklich in den Alpha-Quadranten führt? Meiner initialen Bewertung nach sind Was wäre wenn Szenarien ineffiziente, rein hypothetische Gedankenspiele. Jedoch regte der Captain zum Nachdenken an. Auf professioneller Ebene bestünde meine Hauptaufgabe in der Übermittlung eines lückenlosen Datenprotokolls an das Hauptquartier der Sternenflotte, sowie in der Unterstützung von Captain Janeway, um die ehemaligen Maquis- und Borg-Mitglieder bei ihren offiziellen Anhörungen zu begleiten. Auf privater Ebene würde die Wiederaufnahme meiner Rolle als Ehemann und Vater nach 7 Jahren der Trennung eine rationale und geduldige Herangehensweise zur Reintegration erfordern. Sollte unsere Reise heute enden, würde ich diese Jahre nicht als verlorene Zeit einstufen. Meine persönliche Entwicklung, sowohl intellektuell als auch in empirischer Hinsicht, war signifikant. Und meine Analyse ergibt, ich scheine den Faden verloren zu haben. Ein kurzfristiger Aussetzer. Ich muss mich dieser Anomalie später widmen. Der Captain hat angewiesen, Kurs auf den Nebel zu setzen. Oh, genau. Jetzt geht los, Tom Paris. Persönliches Logbuch, Lieutenant Tom Paris. Die Sensoren haben soeben ein mögliches Wurmloch in einem nahegelegenen Nebel entdeckt. Das könnte unsere Fahrkarte nach Hause sein. Die Crew vibriert praktisch vor Begeisterung, obwohl unser geschätzter Sicherheitschef, die alte Spaßbremse, natürlich wieder etwas von mangelnden empirischen Daten und unbekannten Zielkoordinaten murmelt. Aber selbst in ihm regt sich ein Fünkchen Hoffnung. Was wäre, wenn dieses Wurmloch wirklich in den Alpha-Quadranten führt? Nach 7 Jahren auf dieser Achterbahn hatte ich mich eigentlich schon mit dem Gedanken angefreundet, dass die Reise noch ein paar Jahrzehnte dauert. Aber wenn der ganze Spuk morgen vorbei wäre, Punkt 1 auf der Tagesordnung, meine Bewährungsanhörung. Ich müsste den Captain daran erinnern, ein gutes Wort für mich einzulegen. Sie hat es schließlich versprochen. Aber im Ernst, ich denke, es liefe auf die unvermeidliche Aussprache mit meinem Dad hinaus. Ich wäre sogar froh, ihn zu sehen. Ich habe Hoffnung. Echte Hoffnung, dass wir endlich die Kurve kriegen.
Ich meine, wie viele Sternenflottenadmiräle können schon mit einem Sohn angeben, der gleichzeitig tragisch verschollener Pilotenheld und künftiger Bestseller-Holo-Autor ist? Und danach? Ich überlege, offiziell wieder in die Sternenflotte einzutreten. Mein Plan: Top-Pilot der Sternenflotte, die neuesten Modelle testen, die Warp-10-Barriere knacken. Ich meine, was soll da schon passieren? Es ist ja nicht so, als würde ich mich in einen Salamander verwandeln oder so ein Quatsch. Danach gibt's eine ordentliche Siegestour. Den Kadetten von meinen, Korrektur, unseren Abenteuern im Delta-Quadranten erzählen. Autogramme geben. Einen Pflichtbesuch im Chez Sandrine. Vielleicht mit den Delaney-Schwestern im Gepäck. Es war ein verdammt langer Weg bis hierher. Und ganz ehrlich, ohne jede Ironie, es ist das Beste, was mir je passiert ist. Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich Captain Janeway damals einen Korb gegeben hätte. Wahrscheinlich bloß ein Versager und ein Säufer. Wahrscheinlich. Wie auch immer, wir steuern direkt auf den Nebel zu. Wünscht uns Glück. Jo, haben wir. Schließen. Chakotay, schon wieder Heimweh. Minus 20 pro Zyklus. Naja, sollte man verkraften. Da sind wir. Schauen uns mal die Bude an. Energie. Plus 1. Voll. Dann haben wir hier plus 41. Kein Problem. Heimweh macht minus 30. Borgalkoven minus 4. Schneidstrahl minus 2. Schildmatrix minus 2. Okay, minus 34. Minus 38. Und da oben haben wir plus 41. Crewquartiere. Aussichtslounge. Essensration. Abenteuer. Offiziersquartiere. 2 Stück. Gibt 10. Wow. Geschichte der Menschheit. Gibt plus 2. Jawohl. Schaut doch schon mal supi aus hier. Die Crew, wir haben insgesamt 266 Crew, 136 Menschen, 72 Ex-Borg. 130 sind verfügbar, ja, die sind arbeitslos, die machen nichts, rennen bloß rum. 3 Crews sind noch ohne Quartier. Ja, weil ein Quartier, glaube ich, auf Pausenmodus ist. Dann haben wir Helden hier, die sind alle da. B'Elanna ist irgendwann in 2 oder so gestorben. Leider, ja. Die B'Elanna Klingonen. Die B'Elanna Mensch ist da. Ja, der Narapel ist gekommen durch eine Sondermission. Kommt man dahinter, genau. Die Maria Gilmore ist gekommen auf Standardmission. Kashyyyk ist Sondermission gewesen. Ja, genau, super, super. Kampf, wie schaut es aus? 423 zu 50 sollte kein Problem werden in dem Sektor. Defense wins the game. 250 zu 232, ja, sollte gehen. Ja, genau. Dann sind wir hier. Wir zoomen mal kurz rein. Vielleicht haben wir ein schönes Picture für sozusagen das letzte Bild oder so. Mit Planet, ohne Planet. Haben wir was da vorne? Ja, schönen Silberplaneten hier. Warte mal, wir können ja 2 Fotos machen. Wir haben einmal die Voyager hier von hinten. So. Und dann, wenn wir ein wenig rauszoomen, haben wir den Planeten da unten oben so. Ja, irgendwie so. Na gut. Dann haben wir Endspiel. Level 12, Sektor 12 am Freitag geht's hier rund und schauen wir mal, was hier Sache ist. Also, dann können wir mal ins Hauptmenü zurückkehren. Bist du sicher nicht speichern? Ja, ich habe ja manuell gespeichert, gar kein Problem. Sollte gehen. Genau, dann haben wir DLC. Haben wir alles durch. Ich habe die Friendship One und die subraumreaktiven Teilchen.
Vinculum Antivirus kann ich leider nicht einsetzen, weil irgendwas davor gefehlt hat. Danara Pell habe ich, Inspektor Kashyyyk habe ich. Genau, Danara Pell kam in medizinische Ethik Sektor 4. Der Kashyyyk kam, glaube ich, der müsste in Sektor 9 gekommen sein, der Kashyyyk. Ja, ja, Kontrapunkt Sektor 9 ist der Kashyyyk gekommen. Ja, Friendship One, genau, Sektor 11 und hier wird ja auch Sektor 11. Aber der größte Pluspunkt war, glaube ich, medizinische Ethik mit der Danara Pell. Ja, kann man grob sagen, wenn ich das so sehe. Ja, gut. Na dann einwandfrei. Dann haben wir es hier. Schluss aus Finito. Gute Nacht, Feierabend, kann man sagen. Am Freitag geht's weiter. Morgen ist der Crew Motorfest angesagt. Dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, wie auch immer, dann sage ich mal schön. Abo und Like da lassen wäre cool. Genau. Und bedanke mich an alle, die reingeguckt haben. Wenn es euch gefallen hat, schön. Don Miserablo, ein bisschen was geschrieben. Danke. Dann Franek, ebenso einen Abend. Danke. Sukulu, danke schön ab den Abend fürs Reinschauen und Schreiben. Max Warp, danke. Genau, Max Warp nochmal, genau. Captain Max Warp, danke, gute Nacht, auf Wiedersehen. Und alle anderen ebenso wünsche ich eine gute Nacht. Ab in die Koe. Schlafen.